The energy transition won't happen overnight. This is where we are. But it's actually already happening, step by step. Small steps, big steps. Every step delivers momentum. And each one will take us forward. Because we are an energy technology company more than 94,000 strong. In step with each other. And in step with our customers across the whole energy landscape. Providing them with what's needed for more sustainable, reliable, and affordable energy. From renewable energy, hydrogen-ready gas turbines, To stronger grid technologies. and solutions for how to decarbonize industries. We're driving decarbonization. and increasing energy resilience. Let's get it done. Project by project. Region by region. Innovation by innovation. Collaboration by collaboration. We are getting there, step by step. It's time for climate action. The future belongs to the sun. The world needs clean energy, generated in harmony with nature, leaving space for coexistence. Big challenges require great solutions. Technical innovations and wise use of spaces. Solar roofs are positive for biodiversity. Generating energy where and when it's needed. Goldback Solar is doing its part. Let's work together to multiply results.
The energy transition won't happen overnight. This is where we are. But it's actually already happening, step by step. Small steps, big steps. Every step delivers momentum. And each one will take us forward. Because we are an energy technology company more than 94,000 strong. In step with each other. And in step with our customers across the whole energy landscape. Providing them with what's needed for more sustainable, reliable, and affordable energy. From renewable energy, hydrogen-ready gas turbines, To stronger grid technologies. And solutions for hard to decarbonize industries. We're driving decarbonization. and increasing energy resilience. Let's get it done. Project by project. Region by region. Innovation by innovation. Collaboration by collaboration. We are getting there, step by step. It's time for climate action. The future belongs to the sun. The world needs clean energy, generated in harmony with nature, leaving space for coexistence. Big challenges require great solutions. Technical innovations and wise use of spaces. Solar roofs are positive for biodiversity. Generating energy where and when it's needed. Gold-backed solar.
2025 is expected to be another record year for renewable energy, with the highest ever annual increase in capacities, outpacing fossil fuels in meeting new energy demand. But there is much left to be done. Current national plans and targets fall short of the growth required to triple renewable energy capacity by the end of the decade. The greatest untapped potential for the energy transition lies in emerging markets. However, systemic barriers remain, such as limited access to financing, bottlenecks in infrastructure, and unequal participation in global energy governance. These challenges are not insurmountable. They are invitations for collective action. The Berlin Energy Transition Dialogue is the perfect platform to build bridges and find answers to the predominant questions of the energy transition. From the improvement of financing mechanisms over hydrogen and supply chains to workforce scarcity, finding collaborative solutions is essential to drive sustainable growth as the foundation of worldwide prosperity and economic stability. Let us continue the tradition to reunite global changemakers from all areas to connect, exchange, and inspire bold actions for a just and sustainable future. Welcome to the 11th Berlin Energy Transition Dialogue. Welcome to the 11th Berlin Energy Transition Dialogue. Guten Morgen, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten Tag des BETD. Vielen Dank. Vielen Dank. Falls Sie gestern noch nicht hier waren, mein Name ist Melinda Crane und ich habe das große Vergnügen, Sie alle hier zu begrüßen im Namen unserer Gastgeber, dem Deutschen Auswärtigen Amt und dem Deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Auch im Namen unserer zivilgesellschaftlichen Organisationen. Herzlich willkommen und ich freue mich wirklich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Es sind etwas weniger Personen hier. Vielleicht zeigt das auch, wie wunderbar der Abendempfang gestern war. Aber ich bin mir sicher, dass nach und nach mehr Menschen eintrudeln werden. Der Film gerade hat uns daran erinnert, worum es hier geht. Es war auch eine ganz gute Zusammenfassung des letzten Tages. Wir hatten gestern sehr viele Dialoge und Diskussionen darüber, wie man die Energiewende beschleunigen kann, wie man die Veränderung unserer Energiesysteme noch weiter vorantreiben kann, insbesondere im Licht des Gegenwindes auf geopolitischer Ebene. Es ging auch darum, wie man Kapitalisierung verstärken kann und wie man dafür sorgen kann, dass auch gerade Schwellenländer und Entwicklungsländer größere Anteile erhalten. Dann war die Infrastruktur ein ganz besonderes Thema, insbesondere auch in Bezug auf den grünen Wasserstoff und den Markthochlauf desselbigen. Und wir haben davon gesprochen, dass die Energiewende auch gerecht und inklusiv sein muss, dass sie gute Arbeitsplätze zur Verfügung stellen muss und dass eben auch die besonderen Bedürfnisse, gerade auch vulnerabler Personengruppen, in Betracht gezogen werden müssen. Ich möchte heute noch einmal beginnen, indem ich allen unseren Sponsoren danke, die uns von Jahr zu Jahr unterstützen. Dazu gehören insbesondere The Smarter Europe, Siemens Energy, Enoda, Enertrag, Energy Pool, EN2X, Goldberg Solar und Opti Grün. Und
Des Weiteren möchte ich auch unseren Medienpartnern danken. Dazu gehören The Clean Energy Wire, PV Magazine Group, Euronews und der Tagesspiegel Background. Für alle diejenigen, die gestern nicht hier waren, haben wir auch Dialogue Hubs im Nebenraum. Sie können entweder in den Europasaal gehen und sie dort live verfolgen oder Sie können die Kopfhörer dafür nutzen, die Sie auf Ihren Plätzen finden. Oder Sie können auch Ihre eigenen Kopfhörer nutzen. Da können Sie unser Live Voice Feature nutzen. Dafür haben wir entsprechende QR-Codes, die können Sie scannen und auf diese Weise können Sie sich dann zuschalten zu den Gesprächen. Erfrischungen finden Sie hier in dem Korridor zu meiner Rechten. Wir beginnen heute mit 3 Visionärinnen, die daran arbeiten, in ihren jeweiligen Ländern die Energiewende voranzutreiben, wie auch international. Und dazu gehören auch Schwellenländer. Und wir haben ja gestern bereits gehört, wie wichtig das ist. Dort gibt es enormes Potenzial für Wind- und Solarenergie. Und trotzdem haben diese Länder einen verschwindend kleinen Anteil an den installierten Leistungen erneuerbarer Energien. Unsere erste Keynote-Sprecherin möchte das ändern. Bitte begrüßen Sie Dr. Retabile Melabe. Sie ist führend in Afrikas grüner Wirtschaftsbereich. Sie ist CEO der südafrikanischen Photovoltaik-Industriegesellschaft oder des Verbandes. Und ihr geht es wirklich um die Verstärkung der erneuerbaren Energien in ihrem Land. Sie hat sehr viele Berichte geschrieben und veröffentlicht und sie gehört wirklich zu den sehr bekannten und profilierten Frauen im südafrikanischen öffentlichen Bereich. Vielen herzlichen Dank, Melinda. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ein enormes Privileg für mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich möchte jetzt hier gar keine Einzelbegrüßungen machen, weil ich niemanden vergessen möchte. Stattdessen möchte ich meine kurze Geschichte mit meiner eigenen Lebensgeschichte verbinden. Und das zeigt, glaube ich, sehr viel über die Menschen auf unserem Kontinent. Sie haben schon gehört, dass ich aus Südafrika stamme. Aber ich bin eine wirkliche Südafrikanerin. Meine Familienwurzeln umfassen alle 3 Wurzeln: Lesotho, Südafrika und Botswana. Und wie so viele von uns besuchen wir gerade an den Feiertagen im September unsere Familien. Und letztes Jahr habe ich meine Familie in Lesotho besucht. Das ist auch mein Geburtsort. Ich habe dort auch meine Schulzeit verbracht, auch wenn ich das größte Teil meines Lebens in Südafrika verbracht habe. Es gab 2 ganz besondere Momente bei meinem Besuch. Und einer hat mich sehr hoffnungsvoll gemacht, der andere hat mich doch beunruhigt in Bezug auf die Entwicklung der Gemeinschaften auf dem Kontinent. Ich fange natürlich mit den guten Nachrichten an. Das zeigt, dass es erste Fortschritte gibt. Ungefähr 10 Kilometer von meinem Heimatort in Süd-Lesotho hatte ich die Gelegenheit und die Freude, eine PV-Anlage zu besuchen. Vielleicht sagen Sie, nun, das ist sowas Winziges, das kann nicht bedeutend sein. Aber in einem Land, das 100 Megawatt braucht, da sind 30 Megawatt, also der Umfang dieser Anlage, schon enorm. Das bedeutet, dass selbst in kleinen Ländern wie Lesotho die Energiewende tatsächlich geschieht. Gestern habe ich auch über das Land gesprochen, in dem ich arbeite und die großen Fortschritte, die dort gemacht werden.
Aber in einem kleinen Land Lesotho ist es schon toll, eine 30 Megawatt starke Kapazitätsleistung zu sehen. Und gleichzeitig sieht man die enorme Armut im Umkreis. Der zweite prägende Moment war weniger positiv. Er hat mich sehr stark daran erinnert, wie wichtig es ist, sich auch auf die Auswirkungen des Klimawandels zu konzentrieren. Die Energiewende, um die es all denen hier geht, und wir nutzen ja den Großteil unserer Zeit und unserer Karrieren dafür, das voranzutreiben. Und in den 2 Wochen, in denen ich meine Familie in Lesotho besucht habe, hatten wir nur 6 Stunden lang Zugang zu fließendem Wasser. Wenn Sie das einmal in Prozent umrechnen, sind das nur 2% der Zeit, die ich dort war. Das heißt, in 2 Wochen hatten wir nur 2% dieser Zeit Wasser. Und für diejenigen, die kommen und gehen, nun, da fühlt man sich benachteiligt. Aber das ist nicht das, was die Menschen erleben, die wirklich täglich mit Dürre konfrontiert sind in den Dürreperioden. Was besonders schmerzhaft war zu sehen, ja, es gibt diese Wasserknappheit, aber das führt eben auch zu Problemen mit der Lebensmittelsicherheit, denn Lesotho lebt von Kleinbauern und insbesondere vom Maisanbau. Das heißt, die Wasserknappheit hat einen enormen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit in diesem Land, die Lebensmittelversorgung. Ich spreche über ein Dorf in einer abgelegenen kleinen Ecke eines Landes, von dem viele in der Welt gar nicht wissen, wo es liegt. Es ist jedoch ein Beispiel der wachsenden Krise, die die meisten Regionen im südlichen Afrika und in ganz Afrika betreffen. Und man muss das einmal erlebt haben, um wirklich zu verstehen, worum es hier geht. Wie es ist, in einer Situation zu leben, in der der Klimawandel wirklich schon zugeschlagen hat. Ich glaube, dass die Energiewende nicht nur damit zu tun hat, dass wir die globale Erwärmung eindämmen, dass wir den CO2-Fußabdruck senken. In vielen unserer Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika ist das besonders entscheidend. Wir müssen diese Chance nutzen, die wir ja am Anfang dieser Energiewende haben, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen, insbesondere für diejenigen, die am anfälligsten sind, am schwächsten sind. Ich werde das später noch ausführen. Natürlich ist die Energiewende eine globale Anstrengung, aber wir müssen betonen, dass sie dennoch angepasst werden muss an den jeweiligen lokalen Kontext. In Europa sind die Bedingungen anders als in Afrika. Und das ist wieder anders als in Asien oder Lateinamerika. Und das bedeutet, wir werden unterschiedliche Lösungen benutzen. Und wir als Entscheidungsträger in den jeweiligen Regionen haben die Aufgabe, die Lösungen an unsere Bedürfnisse anzupassen. Bei der Energiewende muss es darum gehen, wie man den Menschen vor Ort, den Ländern, aus denen wir stammen und den gesamten Regionen ermöglichen kann, nicht nur CO2-arme Energiesysteme aufzubauen, sondern es muss darum gehen, Produktivität aufzubauen, Nachhaltigkeit aufzubauen im wirklichen Sinne und wie man widerstandsfähig werden kann. Ich möchte noch einmal auf meinen Urlaub im Dezember zurückkommen. 3 Punkte möchte ich ansprechen. Es war also gut zu sehen, dass es so nah an meinem Heimatort eine 30 Megawatt
PV-Anlage gibt. Aber dennoch haben sich eben große Fragen gestellt für mich dazu, ob die Energiewende wirklich und im Allgemeinen und als Instrument dient, um grundlegende Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und auch um die enorme Arbeitslosigkeit zurückzudrängen. Wird sie wirklich genutzt, um inklusives Wachstum, um Gemeinschaft und Einbindung zu fördern? Ich werde diese Punkte jetzt noch einzeln ansprechen. Werden tatsächlich grundlegende Energiedienstleistungen erbracht? Wir kennen die Statistiken. Wir wissen, wie viele Menschen keinen großen Zugang zur Energie haben. Das wurde schon immer wieder genannt. Bei Wasser können wir ein ähnliches Gespräch führen. Wir haben jetzt viel über Strom geredet. Was ist mit Lebensmitteln? Dann die Frage der Armut. Es ist immer noch enorm, wie viel Armut es auf dem Kontinent gibt. Und ein weiterer beunruhigender Bereich ist der Gesundheitsbereich. Wenn wir uns also diese Energiewende ansehen, dann müssen wir feststellen, dass wir all das mitbedenken müssen. Beispielsweise müssen wir die erneuerbaren Energien auf produktive Weise nutzen. Das bedeutet nicht nur besserer Zugang zu Energie für die absoluten Grundbedürfnisse der Wirtschaft, sondern auch für Wirtschaft, auch dazu, um wirklich wirtschaftliche und unternehmerische Aktivitäten anzureizen. Dazu gibt es gute Beispiele, in denen zum Beispiel erneuerbare Energien genutzt wurden zur Kühlung, zur Bewässerung und eben zur Verstärkung einer landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Auch in anderen Dienstleistungsbereichen, im Gesundheitsbereich, im Bereich der Kühlung von Impfstoffen, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, im Transportwesen. Und es gibt große Organisationen in unserem Land, die daran arbeiten. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen in den Dialog zu treten. Ich sehe, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich werde ganz schnell zum Schluss kommen, nur noch 2 kleine Punkte. Mein zweiter Punkt, und darüber gibt es eine enorm umstrittene Debatte, ist die Frage, inwiefern die Energiewende die enorme Arbeitslosigkeit zurückdrängen kann, die wir in unserem Land erleben und auf dem gesamten Kontinent und in der gesamten Welt des globalen Südens. Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen zur Arbeitslosigkeit sagen. 32% der Südafrikanerinnen und Südafrikaner sind arbeitslos. Das mag nicht nach so viel klingen, aber wenn Sie sich die Demografie ansehen und wenn Sie sich das Alter ansehen bei den bis zu 24-Jährigen, da sind wir bei über 35% und bei fast 50%. Das bedeutet, dass jeder zweite junge Mensch tatsächlich arbeitslos ist. Und in der Altersgruppe unter 24 sind es noch mehr. Das heißt, unsere Energiewende und die grüne Wirtschaft hat natürlich viele potenzielle Arbeitsplätze zu bieten. Dennoch denke ich, müssen wir aufpassen, was wir an Arbeitsplätzepotenzial kommunizieren. Wir müssen realistisch sein. Wir dürfen keine überzogenen Erwartungen nähren. Ich habe festgestellt, dass wir Zehntausende, Millionen an Unbeschäftigten, also an arbeitslosen Jugendlichen und jungen Leuten haben. Und im Bereich der Solaranlagen stellen wir fest, dass wir 3 Millionen Arbeitsplätze bis 2030 schaffen könnten. Aber selbst wenn das so ist, wir bräuchten Dutzende Millionen Jobs. Und wir müssen realistisch sein und keine falschen Hoffnungen erwecken. Und gleichzeitig sicherstellen, dass wir unsere Rolle spielen
beim Arbeitsplätzeaufbau. Melinda, ich kann diese Bühne nicht verlassen, ohne noch ein weiteres sehr wichtiges Problem anzusprechen, das mir extrem wichtig ist. Es geht um Inklusion und Gerechtigkeit. Gerade in Bezug auf Frauen und junge Menschen. Wir müssen uns selbst fragen, wie können wir die Energiewende so gestalten, dass sie wirklich junge Menschen mitnimmt und Frauen. Und dass wir sie nicht zurücklassen. Wir kennen die Statistiken. Wir erleben auf den Konferenzen auch diese Statistiken. Ja, die Männer sind sehr groß dabei, Frauen zu unterstützen, aber je weniger Frauen selbst in Entscheidungsträgerpositionen sind, desto weniger werden wir dieses Problem dann wirklich lösen können. Auch dazu möchte ich Ihnen einige Zahlen vorstellen. Wir wissen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen besteht. Im Energiebereich sind es nur etwa 20% bei denen, die dort arbeiten. Und im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir etwas besser, bei 32%. Bei der Solarenergie sind wir noch besser, bei 40%. Wenn man dann aber sieht, wie diese Menschen beschäftigt sind, was ihre Aufgaben sind, dann stellt man fest, dass die Frauen nicht in Entscheidungsträgerrollen sind. Natürlich freuen wir uns, dass wir in den großen Verbänden auf globaler Ebene Frauen haben und wir werden auch häufig dann sehr stark gefeiert. Aber wenn man sich ansieht, dass Frauen und junge Menschen von den Entscheidungen ausgeschlossen sind. Wir verlieren dadurch Kreativität, Vielfalt und die nötige Innovation, um auch wirklich langfristig funktionierende Lösungen zu gestalten. Das heißt, wir müssen Räume für Frauen und junge Menschen schaffen, in denen sie nicht nur teilnehmen können, sondern wirklich profitieren können und Entscheidungen treffen können. Und damit komme ich zu meiner Schlussfolgerung, die sich insbesondere an die Entwicklungsländer und insbesondere an meine Kolleginnen und Kollegen aus Afrika richtet. Lassen Sie uns diese Energiewende wirklich zu einem Weg machen für uns. Dr. Rebecca hat uns ganz klar gesagt, wir müssen tatsächlich etwas beitragen. Wir müssen Kapazitäten schaffen, gerade beim Übergang in die nächste Phase der Energiewende, wenn es dann um kritische Mineralien gehen wird. Wir müssen unsere eigenen Ziele uns setzen und sicherstellen, dass wir tatsächlich bestimmen, wo es lang geht und sehen, wie wir den Reichtum unseres Landes nutzen können. Dann die Frage unserer Zukunft, unseres Wohlstands und die müssen wir in die Hand nehmen und auch die Partnerschaft, die diese Konferenz erst möglich macht. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren und wir müssen im Auge behalten, dass es eine Energiewende ist, die von uns Afrikanerinnen und afrikanischen Entscheidungsträgern für unser Volk tatsächlich entsprechend gestaltet wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Melami, vielen Dank für Ihre persönlichen Eindrücke und für Ihre wertvolle Botschaft, die Sie gemacht haben. Wir haben gestern von UNDP und auch von der Afrikanischen Entwicklungsbank gehört, dass der Erfolg der Energiewende nur sich einstellen wird, wenn wir auch die Verbindung mit Entwicklung hinbekommen. Und Sie haben das sehr deutlich gezeigt, warum das tatsächlich der Fall ist. Wir kommen nun zur zweiten Keynote. Sie wird die Batterien-Valley von Indien genannt und hier geht es um Lithium-Speicherbatterien. Sie ist
wurde als Asiens einflussreichste Frau im Bereich der erneuerbaren Energien bezeichnet worden. Und auch sie setzt sich für Gerechtigkeit in der Energiewende und gerechten Zugang zu grüner Energie in ländlichen Gemeinschaften ein. Frau Dr. Rashi Gupta, Gründerin und Managing Director von Vision Mechatronics. Namaste, guten Morgen. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Meine Klimakriegerinnen und Krieger, Brüder und Schwestern, danke, dass Sie heute hierher gekommen sind. Wir leben in Zeiten, die es so noch nie gegeben hat. Wir stehen vor großen klimabezogenen Herausforderungen, vor großer Wut, vor politischen Krisen, vor geografischen Krisen. Und diese noch nie dagewesenen Zeiten werden auch noch nie dagewesene Lösungen erfordern. Meine Freundinnen und Freunde, wie soll die Welt aussehen? Das ist die Frage. Das ist eine große Frage, die wir uns alle stellen sollten. In welcher Welt möchten wir leben und was tun wir, damit diese Welt auch tatsächlich sich einstellt? Wenn wir über globale Technologiekooperation sprechen, was sehen wir da? Nun, die globale Kooperation, was ist das? Ich glaube, gestern hat mich jemand gefragt, sprechen Sie jetzt von multilateralem Handel, bilateralem Handel oder was genau meinen Sie bei internationaler Kooperation? Ja. Nun, mit globaler Kooperation meine ich, dass Sie und ich und alle anderen sich hinter ein Ziel stellen, nämlich Nachhaltigkeit und eine Welt gestalten, die auch für die nächste Generation noch zur Verfügung steht. Es geht nicht um zwei Länder, es geht nicht um politische Parteien, die zusammenarbeiten, es geht nicht um Zusammenarbeit innerhalb eines Landes, es geht um eine Welt, eine Nation für die nächste Generation. Wie erreichen wir das? Wie bekommen wir das hin? Über Technologien, über Fähigkeiten, über Menschen. Was tun wir? Ich wünsche mir, dass wir, so wie wir gerade aus Südafrika gehört haben, dass wir Frauen und junge Menschen brauchen. Aber die jungen Menschen interessieren sich nicht sonderlich für erneuerbare Energien. Und warum? Und das ist eine große Frage. Weil sie das Gefühl haben, dass sie woanders mehr Geld verdienen können. Geld ist sehr wichtig und wir können das Thema Geld nicht ausklammern. Auch nicht aus der Klimakonferenz. Selbst diese Konferenz bedarf Sponsoren. Wie können wir es also lohnenswerter, lukrativer für junge Menschen machen, sich mit erneuerbaren Energien zu beschäftigen? Wir sind die Führungsgeneration, die langsam abtritt und wir müssen Platz machen für die Jungen. Wir müssen ihnen auch ermöglichen, zu überleben. Nicht nur zu überleben, sondern gemeinsam zu arbeiten und Innovationen zu schaffen. Innovationen geschehen da, wo Zusammenarbeit ist. Welche Art von Zusammenarbeit und welche Art von Innovation? Wir leben in einer Zeit, in der die KI das nächste große Ding ist. Können wir die künstliche Intelligenz auf allen Ebenen einbauen, um tatsächlich diese Welt zu schaffen, sie zugänglich und bezahlbar zu machen und in Echtzeit tatsächlich Einblicke zu erhalten? Das ist möglich. Das heißt, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Innovation leben, wenn wir Nachhaltigkeit, sauberes Kochen, selbst vielleicht auch mit Wasserstoff oder ohne Wasserstoff dieses Kochen,
dann Energiespeicher mit und ohne Batterien. Es gibt so viele Möglichkeiten, Wasserkraft, so viele Möglichkeiten. Aber wenn man das Ganze global denkt und gleichzeitig regional bleibt und sich auf seine Ressourcen besinnt, das ist entscheidend. Wie kann man also wirklich die Menschen vor Ort einbinden und Stabilität und Sicherheit für sie gestalten? Und so können wir mit Integrität und Authentizität führen. Wenn wir das tun, dann schaffen wir eine gerechtere, ausgeglichenere und nachhaltigere Welt. Dann gibt es die Frage des 1,5 Grad Ziels, des CO2-Abdrucks. Dann heißt es, dass wir diese Ziele vielleicht verpassen. Ja, vielleicht, das ist dann so. Aber können wir etwas dafür tun, dass wir zumindest nicht 2 Grad erreichen und dass wir vielleicht irgendwo bei 1,55 oder 1,6 oder 1,7 landen? Vielleicht können wir das noch schaffen. Auch dann geben wir der nächsten Generation noch Hoffnung. Denn ja, das ist eine Veränderung, die möglich ist. Und liebe Klimakriegerinnen und Krieger, meine Brüder, Schwestern und Freunde, wir müssen das tun. Wir müssen es tun. Es wird niemand kommen und es für uns tun. Darum geht es ja hier bei diesem BETD. Hier kommen die entsprechenden Führungspersönlichkeiten her, um zu verstehen, wie die verschiedenen Wirtschaftsformen zusammenarbeiten können, die Volkswirtschaften zusammenarbeiten können, um etwas schaffen zu können, das nachhaltig, sauber, bezahlbar, zugänglich ist. Und so, dass man auch eine Energie hat, die sich gut speichern lässt. Wir brauchen die effizienteste Wertschöpfungskette. Nicht nur eine Zulieferkette. Eine Zulieferkette, das hatten wir schon sehr, sehr lange. Aber in diesen noch nie dagewesenen Zeiten müssen wir anders denken. Wir müssen uns etwas Neues anfangen. Etwas, was wir noch nie gemacht haben. Das ist jetzt die richtige Zeit dafür. Und wir müssen unseren CO2-Fußabdruck senken. Ich würde noch nicht einmal sagen, komplett dekarbonisieren, aber wir müssen unseren CO2-Abdruck reduzieren. Denn wenn wir das erreichen können, dann haben wir mehr Nachhaltigkeit, mehr Effektivität. Und natürlich gibt es so viele neue Technologien. CCS ist eine Variante, Energiespeicher. Ich habe schon so viele Lösungen gesehen. Ja, ich komme ja selber auch von dem Hintergrund der Energiespeicherung. Und wir müssen säubern. Wir müssen unsere Technologien säubern, wir müssen unsere Umwelt säubern, wir müssen das Wasser säubern und alle 5 Elemente der Erde. Das ist das Wichtigste auf der Agenda. Und dafür müssen wir mehr tun. Wir brauchen mehr Fähigkeiten, wir brauchen mehr Diversität und Inklusivität. Damit meine ich, dass alle zusammenarbeiten müssen. Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam können wir es schaffen und gemeinsam können wir dieses Rennen gewinnen. Meine lieben Freundinnen und Freunde, das ist hier unsere Zeit, das ist unser Moment. Es geht nicht nur um eine Wende, es geht um eine Transformation. Lassen Sie uns die Hürden niederreißen, die Kosten, die Kultur, die Religion, die Nationalität, das Geschlecht, das Alter. All diese Hürden können wir gemeinsam zerbrechen und wir können eine nachhaltigere, grünere, sauberere, gerechtere und gleichere Gesellschaft schaffen. Eine Welt schaffen mit Frieden, Wohlstand und Glück. Und das können wir gemeinsam tun. Vielen herzlichen Dank. Namaste. Vielen Dank, Dr. Rashi Gupta, für Ihre Nachricht. Wir müssen etwas tun, was wir noch nie getan haben. Das haben Sie sehr schön gesagt. Dann schließen wir also diese Keynote-Sitzung ab mit einer Geschichtenerzählerin, die den kanadischen Öko-Heldenpreis gewonnen hat. Sie ist Kommunikationsmanagerin für Umwelt,
Organisationen und hier geht es um Frischwasser, also Süßwasserproduktion. Karishma Powal, willkommen. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin vor ein paar Tagen nach Berlin geflogen, und zwar aus Kitchener in Ontario in Kanada. Und Kitchener hat nur ein Light Rail Transit System, also nur eine S-Bahn. Und damit liegt es schon ganz gut im Rennen in den kanadischen Städten. Und was ich im Grunde ein bisschen schicksalhaft finde, ist, dass Kitchener früher, bis 1916, eigentlich Berlin hieß. Und ich bin sozusagen aus diesem Berlin in Ontario hier zum Original gereist, Berlin in Deutschland. Und das hat dazu geführt, dass ich über Globalisierung nachgedacht habe. Wir leben in einer Welt, die an vielen Orten, unsere Aufmerksamkeit an vielen Orten auseinanderfällt. Wir hatten gerade einen sehr ungewöhnlich warmen Herbst in Ontario. Ich denke an viel zu warme Temperaturen im November. Ich denke an Los Angeles, an die Feuer dort. Ich denke an das arktische Eis. Es ist nicht normal, dass wir so viele Nachrichten mitbekommen, die uns Sorgen bereiten. Aber was tun wir? Wie können wir dem entfliehen? Nun, bei uns in Kanada ist es so, dass man im Grunde ein Auto braucht, sonst hat man Pech gehabt. Und wir hatten in Kitchener einen Nachtbus, der dann aber leider irgendwann eingestellt wurde. Und Krankenschwestern, Arbeitende in Restaurants, in Logistikzentren, Studentinnen und Studenten, die einfach nur tanzen waren, die konnten einfach nicht mehr nach Hause fahren, wenn sie sich kein Taxi oder kein Uber leisten konnten. Und wir haben uns dann zusammengeschlossen, haben direkt vor der Stadtverwaltung, vor dem Rathaus demonstriert und haben uns dafür eingesetzt, dass dieser Nachtbus wieder operieren sollte. Und das waren ja nicht alles nur Umweltaktivistinnen und Aktivisten. Es waren ganz einfache Menschen, die Angst über oder um ihre Arbeitsplätze hatten. Es waren Eltern, die besorgt waren, weil ihre Kinder diesen Bus nicht mehr nehmen konnten. Und raten Sie mal, was wir geschafft haben. Ja, diese Buslinie gibt es wieder. Und wir sind dann im September, mitten in der Nacht, noch einmal zusammengekommen und haben dann auf dieser Route 91 die erste wieder aufgenommene Fahrt mit diesem Nachtbus zusammen unternommen. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich nur eine kleine Geschichte, aber sie hat unsere Gemeinschaft verändert. Wir haben mit dem Busfahrer eingeklatscht, als wir eingestiegen sind. Wir sind alle zusammen gefahren und haben uns gefreut, sind ein bisschen wie auf dem Laufsteg durch den Bus gelaufen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, dass die Regierung eines Landes nicht bevormundend handeln sollte, sondern den jeweiligen Verwaltungen und Regierungen vor Ort mehr Verantwortung überlassen sollte. Das heißt, die Verwaltung, die Regierungen vor Ort kennen die Menschen, die dort leben, am besten. Und das führt ja auch dazu, dass sich die Menschen mehr einbringen, dass sie überzeugter sind von diesen Entscheidungen sind. Und ich glaube, das ist auch durchaus wichtig, wenn man weltweit erneuerbare Energien ausbaut, dass man die Menschen mitnimmt und Teilhabe ermöglicht. Und das ist ja jetzt nicht neu, diese Idee, das lokal zu tun, denn Elinor Ostrom, eine meiner Lieblingswissenschaftlerinnen in diesem Bereich, hat schon einmal die Tragik der Allmende oder des Gemeinguts beschrieben, wo es eben genau darum geht, dass es dieses Allgemeingut gibt und das geschädigt wird, wenn Menschen nur in ihrem eigenen Interesse handeln. Und Elinor Ostrom hat in Kanada unter anderem den Bereich der Fischerei untersucht und untersucht, wie man es schafft, dass man eben die Fischbestände nicht zu stark dezimiert. Und das hat man dort geschafft, indem man die Menschen vor Ort beteiligt hat an diesen Entscheidungen, ihnen diese Verantwortung übertragen hat. Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen, die betroffen sind von Entscheidungen, auch beteiligt sind daran, diese Entscheidungen zu treffen und zu gestalten. Und ich glaube, wenn
in vielen Ländern ja heute erneuerbare Energien immer stärker eingesetzt werden, müssen wir nicht nur Entscheidungsträger, Expertinnen und Experten, die Wissenschaft mit einbeziehen, sondern auch die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die brauchen einen Platz am Tisch. Man muss es einfacher machen für junge Menschen, an der Demokratie teilzunehmen, und man muss Hindernisse wie Zeit und Geld, die das normalerweise kostet, reduzieren, damit mehr Teilhabe möglich ist. Und ja, eigentlich wollte ich ganz anders zum Schluss kommen, aber ich war jetzt gerade hier in Berlin an der East Side Gallery unterwegs und da gab es ein Zitat an der Berliner Mauer und dort stand, dass auch viele kleine Dinge, die Menschen tun, um die Dinge zu verändern, eine große Wirkung entfalten können. Und ich glaube, das ist genau das, was wir schaffen müssen und wozu Sie uns befähigen können. Vielen Dank. Karishma Porwal, vielen, vielen Dank. Wir haben hier etwas von 3 Visionärinnen gehört, die die Zukunft skizziert haben, wie wir die Energiewende zu einer positiven Wende machen können und wie sie in unterschiedlichster Art und Weise der Gesellschaft zugutekommen können. Vielen, vielen Dank, dass wir den Tag heute mit diesen Geschichten einläuten konnten. Jetzt haben wir eine 15-minütige Pause, 15 Minuten, in denen Sie auch im Europasaal unserem Dialog-Hub dort folgen können, entweder dort direkt vor Ort oder virtuell sich zuschalten können. Und wir haben im Lesehof, im Innenhof dieses Gebäudes, jetzt ab 10:45 Uhr immer wieder kleine Veranstaltungen, in denen es unter anderem jetzt um 10:45 Uhr um die Energiewende in Kolumbien gehen wird. Und damit verabschiede ich Sie in die Pause und gebe weiter an Hadja. Good morning, hello, and welcome back, everybody, here at the Dialogue Hub on this second day of the Berlin Energy Transition Dialogue 2025. Amazing that you're tuning in. My name is Hadja Yacoubi. I'm a national news radio presenter from the Netherlands, former United Nations Youth Representative, but above all, I'm very delighted to be your moderator here on this second day of this BETD. And now we have had a full day of inspiring and sharp insights yesterday, ranging from, conversations about youth inclusion in the energy transition to energy efficiency, green guarantees, nature-based solutions, and much more. And that brings me a lot of extra excitement to get to go through this next day, this second day with you, where we'll have a lot more insightful and interesting discussions like the one we're about to have, which is all about accelerating the global energy transition. Now again, if you want to join in on the dialogue, join in on the discussion, make sure to do so by using the hashtag BETD25 online. Share all your insights, your remarks, your ideas that you might have, your thoughts, and then I'll make sure to go through as many of them as possible in all the next Dialogue Hub sessions that we have planned on this second and final day of this 2025 BTD. Now, with that being said, I would say let's hop right into this first conversation. So without further ado, I am very pleased to be able to welcome our first guest, none other than New Zealand's climate change ambassador. Give him a big round of applause, Stuart Horn, everyone. Welcome, Stuart. Hi, Hadja, nice to see you. Very nice to see you as well. Thank you so much for being here. Stuart, I would say let's hop right into the nitty-gritty of it, because can you tell us a bit more about New Zealand's energy transition? Where are you sort of tracking right now in the development? Sure, look, that's fundamentally top of mind in my current role. Right. So New Zealand's in a slightly unusual position in the fact that we've historically had an awful lot of renewable energy in our country. We are blessed with wind, water, so we are tracking at about 90% renewable electricity for our grid, right. 88-90%. So we've been at that space for some time. Where we are still struggling for is perhaps getting additional electrification into our grid to perhaps drive some of our industrial space where we need more, and how we can improve in the transport. And those are some of the challenges for us, I think, as we move forward in our energy transition. Yeah. But we do start with an unusually high level of renewable energy in New Zealand. The challenge is, how do you go beyond 100%? How do you actually turn it into a world? New Zealand's known for its exports of proteins. That's what we specialise in, and food. How do we become an exporter of electrons? Yeah. And I think for us, that's the next challenge, is moving that beyond the sort of 90%
into the 100% and beyond. I love how you say, indeed, I love the ambition set to go even beyond the 100% right there, right? And I mean, that's something we hear all around sort of these ambitious targets. I mean, mobilizing capital, I mean, it's important for every country also to reach those ambitious goals. How would you say that, what is New Zealand doing to sort of attract investments into the energy transition? Well, that's a very timely question. So the government has set a target of doubling renewable energy, and obviously to do that you need significant international investment. So we recently just held an infrastructure investment summit chaired by our Prime Minister, where one of the key stories was about that importance of investing in renewable energy. Now, we understand as a government you don't just sit there and say, please come and invest in our country, because it's a lot more complex than that. You need to make sure that the regulations in place, your Overseas Investment Act, is managed in an appropriate way. You have double taxation agreements in place. You have all those fundamental building blocks that we are working on, that you fast track the consents. We currently, for example, have about 30% of additional renewable energy capacity going through a consenting pipeline at the moment, and we are fast tracking that. We're trying to get more, and fundamentally for us is how do we do that through attracting international partners who can bring their technological expertise, their know-how to work in New Zealand and help grow that. Yeah, but I mean, Stuart, if I listen to you, I mean, first of all, indeed, the versatile and sort of diverse, almost geographical landscape of New Zealand, it blesses indeed with a lot of sort of like access to renewable resources in that sense. At the same time, you're very sharp on like sort of what is the regulatory atmosphere that you then need to have in place. If I'm an investor, I would think, why not invest in New Zealand? Isn't it like I think it's a very good case, right? Well, I mean, you're making my arguments for me. But look, I mean, it is one of our advantages. We traditionally come up as ranked in the sort of global things as one of the easiest countries in the world to do business. We've got a good taxation system. We have very skilled workers. We enjoy many Germans come to New Zealand and stay, which has been great. We have a working holiday scheme. The number of young Germans that find their way to New Zealand and succeed is fantastic to see. Cool. Yeah. So for us, green tech has been an area that we have consistently prioritized in terms of how we can, and not just in the agri-tech space, which is a traditional strength for us, but increasingly in more diverse areas like geothermal, where we're increasingly thinking, what can we do to lead the world in those kind of spaces? Can you tell me more about that? Because indeed, New Zealand has been making a lot of bold moves when it comes to geothermal energy, or even sort of like exploring the potential of supercritical geothermal. Like, what are sort of like the next steps for New Zealand in its development? And can you tell us a bit more about why this technology is so promising? Sure. I mean, obviously, one of the unique characteristics of New Zealand is we are on the Pacific Rim. Therefore, we have a more active geological situation than you have in Germany. That means we have geothermal power. And that's become an increasing element of our energy story. It provides about 25% of our electricity for the grid. What we're now looking to do is the supercritical geothermal, where you go much deeper. So we're talking about going down to about 3 kilometres below, where we think the energy is going to be significantly more intense. And this is your base load energy. This is your consistent energy supply that you can provide. Obviously, once you get it up and running, it's not like you're paying for anything other than getting it out of the ground. So we're investing quite significantly. We're working with international partners with expertise, such as the Japanese, about how we get this done and how we can bring this on board. And this is a 5 to 10 year play rather than something we'll do next year. But for us, we see this as another area where we can really generate some quality renewable energy that can just, again, take the next things forward. That's how you drive your AI data centers that people need to, which is so hungry on power. That's how you drive. That's the thing. We have a very big quest for it in the world. Green hydrogen. Around. All these elements. If you're going to drive green hydrogen, you need renewable energy, and I suppose that is probably one of those things that we're offering in New Zealand, is how we take that forward. You see the potential of it. Those are some interesting and promising things also for us all, I would say, to keep an eye out on. I want to thank you so much. Thank you so much, Stuart, for sharing the New Zealand perspective. Thank you. Give him a big round of applause, everyone. Now, as we said, a lot in store for you for this session, and I would say let's continue to our next conversation on leadership examples to how we can best accelerate this global energy transition. And for that, I am very pleased and honored to welcome Ionela Cuciranu, who is the International Relations Advisor to the Minister of Energy of Romania. Give her a big round of applause, everyone.
Ionela, welcome. Thank you very much for the invitation. Thank you so much for being here. And Ionela, let me start right away with the context of Romania. I mean, you have a significant sort of like natural gas resource. How are you guys using that in the country as a sort of transitional fuel to, you know, scale the way up also for renewable investments in that sense? Thank you. Yes, indeed, we do have gas, and this is always treated, at least sometimes, as a taboo subject when you talk about green transition. But this is the reality. And when we are talking about transition, what we want to do is to have a sustainable transition. So we see natural gas for the moment and the resources from the Black Sea. We see it as a bridging fuel because with Romania deciding to phase out coal by 2032, we see gas as a bridge, as a substitute in order to be able to phase out coal. Yeah. And given this, we are also trying to make investments in our grids and to help the hydrogen blend integrate in the gas grid. We have pilot projects that have very well worked out in this respect. So we are seeing it as a transition phase, right? To get to renewables, and also we are really preoccupied by the hydrogen at the same time. Because Ionela, if I can just say, it's uncanny, sort of the potential that Romania holds, right? I mean, you guys are the second highest green energy potential country within the European Union. What are like sort of the main strategies, if we get specific on that, in which you try to sort of leverage that potential that you hold? Yes, indeed, we have a potential, and we have a very balanced energy mix. As we speak, we have like 90% of our energy mix coming from solar energy, and then like almost 90 also coming from wind energy. Today, I was looking on the statistic of the national system. What are we doing is trying to have policies that are adapted on the one hand in investment in grids, because the grids need to be modernized in order to support the photovoltaics and the energy that is coming from the photovoltaics. Also, we're encouraging PPAs and CFDs. These are crucial elements for us to ensure an affordable energy both for households and for businesses. And also we have a project of offshore wind, and we have here like two scenarios: a low growth scenario, which if we have the capacity installed in 2030, we expect that in 2036 we have kind of 3 gigawatts. That would mean 16% from the total of energy mix. In the fast growth scenario, let's say, we would have in 2036 like 17%, 17 gigawatts, which would mean 37%. So this would really be that's sort of like the scale-up trajectory that you have. I mean, either way, and I hear you mentioning it right, you're mentioning investment in grids, PPAs, all of that, it's going to cost a lot of money. What is Romania doing to sort of like ensure the investments in the development of greens? We are trying to focus also on the affordability, and we are using the funds from the National Resilience Plan in order to finance this investment. We have also the funds from the Modernization Fund, and we're trying here to ensure like the transition also for the workers in the areas that will be affected. And also we are trying to, and now we're launching the consultation with the industry regarding the action plan for affordable energy, because it was just published, and we're trying to have an active and transparent consultation with the industry, because you cannot go there like you are the ministry and you're deciding. We need to know what's the industry perspective and what is their input on how we can make this energy You want to make it a participative dialogue in that sense. Yes, we really want to have it. I hear you mention affordability. We also often, we need to talk more about the just element to a transition. If I can ask you a final question, Ionela, when we take the green transition and at the same time the energy security that people also need to experience, what sort of work is Romania doing to sort of balance the two? Do you think it's a balancing act? Do you think that they go hand in hand together
either way. Can you tell us a bit more about that? Yes, I think the balance is the key word here. Yeah? And I'll go a bit more philosophic, and I will say that I think in this area, we are kind of subject to what we call the butterfly effect, that a policy or movement in one country, in one part of the world can generate a storm or, let's say, a good trend in another part of the world. So we're trying now to ensure this energy security by cooperation. Right. And one project we are very proud of is the Green Corridor, that electricity, renewable energy cable we have in the Black Sea, the cooperation with Georgia, Azerbaijan, Hungary, and Romania. Yeah. And this is a project that we consider, let's say, as a manifestation of the butterfly effect, because we're trying to have it at a regional level and to ensure this energy security and reduce, of course, dependency on fossil fuels. And I mean, that butterfly effect either way is much bigger if you have more butterflies flapping their wings. Exactly. So I love how you're working together. Exactly. But we have a big round of applause, everyone, for Thank you. Thank you so much for being here. Thanks. And that's a whirlwind, because we are already going over to our third stakeholder interview for this Dialogue Hub session. And for that, I am more than honored to introduce the State Secretary of Energy in the Ministry of the Environment, Climate and Energy of Slovenia. But we have a big round of applause, everyone, for Tina Seršen. Tina, Mrs. Seršen, welcome. Hello. Hi. Mrs. Seršen, can you tell us more about Slovenia's sort of trajectory in this energy transition? What are some achievements that have been fundamental in your journey? Yes, I would highlight two in particular. First of all, we have now really a record growth in renewables, mainly in connection to the rooftop solar deployment. We have more than doubled our solar capacity in the last 2 years. We have now 1/3 of all installed capacity in the country is solar. Oh, wow. And the second success that I would really like to highlight when it comes to reaching out to climate neutrality is that we are really good in lowering our emissions. Last year we lowered our emissions for more than 6%. We were also among the top 3 EU member states when it comes to lowering emission intensity, carbon emission intensity in the last 10 years. So it was minus 41%. Right. And we have also adopted a new, more ambitious targets last year for 2030. So this, I think, is worth highlighting as a move forward towards a green transition and a climate neutral For sure, state. and also achievements that are fundamental to the scape of that landscape that you've been walking in that journey. So I mean, those are very remarkable things. If we look at the obstacles that Slovenia is facing to sort of accelerate action in the energy transition, what are some of those that you would point out, and how do you think that we can sort of go about reaching breakthroughs with them? Well, we had one breakthrough. We are among the EU member states that unfortunately have not really started utilizing the wind energy potential that we have. Last year we have adopted the first national spatial plan for a smaller wind farm. So this was definitely a breakthrough in the country. Nice. However, the obstacles when it comes to wind power, they remain. Mainly two. First of all is the local opposition and civil engagements against the wind, because there's a lot of misconception, wrong information circulating the public, the general public. And the second one is that we have the highest share of Natura 2000 protection areas in the EU. Oh wow, that's remarkable. And going into Natura 2000 areas, this is also where we have the largest potential when it comes to wind, harvesting wind energy. That's a difficult one, right? Yes, and then when you enter the Natura 2000 areas, immediately your costs go up, because it's more costly you have to do more environmental studies. You have to have a lengthier procedures when it comes to permitting. So this is something that we cannot tackle alone. This is where we need the European Union to really go to the decision makers and to the administration, public administration, and rise up on the awareness raising and also trainings, professional trainings, so that better decision making comes into play when you speak about administration. Right, and the difficulty there is, of course, that at the end of the day you're then making a trade-off, and that's the complexity of it. There's biodiversity, there is sort of the acceleration that is needed. Challenges aside for a second, is Slovenia on track to sort of meet its targets when it comes to renewable energy systems?
I think we are. Yeah? I'm very proud that we have achieved last year. We have achieved our yearly and national renewable target for 2023. Just to give you any information, before that, for years we were importing or sort of buying statistical transfers because we didn't reach the minimum level of the renewables target. So now we are there, and we are pushing new investments forward. I think the challenge that remains, not just in front of Slovenia, but also in front of all other European Union member states, is the cross-border traffic, the transport. And putting renewables into the transport sector is extremely challenging. And we need to have sort of European solutions here, like, for example, energy taxation directive is one of the tools where we could do some more work. And I hope we get there. Yeah, for sure. And I mean, I at least find it very promising and hopeful that it's something that is being mentioned by more than one country. I've heard it over and over again, actually, at this BTD. So it's also something with a lot of potential, hopefully, for some international cooperation right there. Mrs. Session, I want to thank you so much. Thank you we have very a much. big round of applause. And thank you so much Thank for you. sharing Slovenia's Thank you. perspective. Now, time flies when you're learning new things, when you're hearing about specific insights from all sorts of different countries. I hope we can learn a lot from each other and with each other right here, because this already brings us towards the end of this Dialogue Hub session. But don't worry, we have much more in store for you today, because in a little bit, my colleague Melinda will take you over in the Weltsaal with a panel on resilient and sustainable supply chains for renewables. And we'll be back with you at a later time with a different Dialogue Hub session. The world has embarked on the mission to triple global renewable energy capacities from 2024 to 2030. To reach this goal, we have to make supply chains for renewables resilient and sustainable. How can we do that in times of geopolitical tensions and increasing climate risks? And concomitantly foster local value creation, green industrialization, and responsible business conduct in producer countries. Welcome back, Excellencies, ladies and gentlemen. Willkommen zurück, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Vielleicht schließen wir mal die Türen im hinteren Bereich des Raumes. Und meine Damen und Herren, wenn Sie gestern schon mit dabei waren, dann erinnern Sie sich vielleicht an unser Gespräch über geopolitische Spannungen, Rivalitäten und die Auswirkungen auf die Energiewende. Und die Länder, die Autonomie anstreben und die sich unabhängig machen wollen, die ziehen sich vielleicht zurück von diesen Entwicklungen. Und gerade vor dem Hintergrund der Verbreitung der erneuerbaren Energien. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns jetzt die Beschaffung von seltenen Erden, von Rohstoffen anschauen, was das für eine Auswirkung hat auf erneuerbare Energien, auf die Lieferketten. Es ist ja so, dass sich diese Rohstoffe in bestimmten geografischen Regionen konzentrieren und der Abbau dort nur eingeschränkt stattfindet. Und jetzt stellen wir fest, dass es hier eben gewisse Probleme gibt, ausreichend Rohstoffe zu beschaffen, während gleichzeitig die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und den dafür nötigen Infrastrukturanlagen zunimmt. Das heißt, es gibt hier ein Risiko, dass die Limitierungen des Marktes, diese Rohstoffe zu beschaffen, die Energiewende ausbremsen könnten. Deswegen wollen wir jetzt über widerstandsfähige, resiliente, nachhaltige Lieferketten für erneuerbare Energien sprechen. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie diese Lieferketten beschaffen sind und wie wir sie resilienter gestalten können, während wir eben gleichzeitig unsere Energieziele für erneuerbare Energien verdreifachen. Und ich freue mich sehr, unsere Panelisten begrüßen zu dürfen. Neben mir sitzt Freddy Velasquez, Vizeminister für Energieplanung und Entwicklung aus Bolivien.
Dann begrüße ich Dr. Gloria Morgombo, die permanente Sekretärin für Energie und Stromentwicklung aus Simbabwe ist. Und zudem möchte ich Jennifer Lake begrüßen, Global Director des World Resources Institute, und zu guter Letzt Kumi Kitamori, die stellvertretende Direktorin für den Bereich Umweltorganisation von wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung bei der OECD ist. Und eine kleine Frage habe ich noch an das Publikum, bevor wir zur Podiumsdiskussion kommen. Die Frage lautet, welches der folgenden Elemente im Rahmen der internationalen Lieferketten wird ein potenziell kritischer Flaschenhals werden, ein limitierender Faktor werden für eine Beschleunigung der globalen Energiewende? Das heißt, Rohstoffe für Batterien, für Windkraftanlagen, das heißt Rohstoffe auch für Solarzellen. Sie sehen hier in Klammern immer den jeweiligen Rohstoff, die Mineralien, die hier benötigt werden. Und Sie sehen, dass wir hier schon ein paar Ergebnisse sehen. Und wir schauen uns das auch gleich noch einmal an, wenn Sie Zeit hatten, abzustimmen. Kommen wir jetzt aber zur Podiumsdiskussion. Sprechen wir über die kritischsten Rohstoffe dieser Lieferketten. Und Vizeminister Velázquez, Bolivien hat ja mit die größten Lithiumreserven der Welt, was ein Schlüssel ist für den Ausbau von Lithium-Eisenbatterien. Und der Abbau hat allerdings nicht in dem Rahmen bisher stattgefunden, wie das nötig gewesen wäre. Aber die Regierung hat die Strategie verändert. Inwiefern hat hier Bolivien Fortschritte gemacht beim Abbau von Lithium und inwiefern werden Sie ein zentraler Lieferant für die Energiewende werden? Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, hier mit diesen großartigen Panelisten sitzen zu dürfen. Ja, Sie haben hier ja auch schon große Fortschritte gemacht bei der Gleichstellung. Das ist auch ein Thema, woran wir arbeiten. Und wir wollen auch im Energiesektor mehr Gleichstellung erhalten, mehr Frauen. Ja, jetzt zum Thema, zu Ihrer Frage. Unser Land Bolivien hat große Fortschritte gemacht bei der Industrialisierung von Lithium. Wir haben ungefähr vor 12, 13 Jahren damit angefangen, Lithium zu irren. Wir haben mit dem Bau von Lithium vom Natriumcarbonatanlagen begonnen. Dann haben wir angefangen mit Lithiumcarbonatanlagen als Pilotprojekte und in letzter Zeit haben wir von der aktuellen Regierung eine Industrieanlage mit Lithiumcarbonat fertig gebaut. Jetzt ist es in der Prüfphase und ich denke, dass wir bald mit den kommenden Phasen beginnen können, also mit der Produktionsphase auf Industrieebene. Und vor kurzem wurden mit ausländischen Unternehmen auch Verträge unterzeichnet, unter anderem auch mit einem deutsch-australischen Unternehmen, auch mit französischen Unternehmen und auch mit einem argentinischen Unternehmen. Es geht eben darum, unsere natürlichen Ressourcen zu industrialisieren, unsere geschätzten Ressourcen, also Lithium. Dabei achten wir aber auch immer die Umwelt. Und
Es geht uns darum, zu evaluieren, welche Technologien bestmöglich für den bolivianischen Boden geeignet sind. Denn er hat seine spezifischen Eigenschaften, diese Salzwüste in Bolivien im Vergleich zu anderen Salzwüsten, wie es die in Australien gibt, in Chile, in Argentinien. Das heißt, wir arbeiten ständig daran, eben auch die Umwelt zu achten und auch vorsichtig mit den Wasserressourcen umzugehen, damit das auch nicht die Gemeinschaften beeinträchtigt, die rund um die Salzwüste leben. Es geht eben darum, dass es auch gesellschaftlich keine Beeinträchtigungen hat für niemanden, der rund um die Salzwüste lebt. Das heißt, sobald wir dann eine gute Entwicklung sehen, eine Optimierung der Produktion auf Industrieebene, dann können wir schon anfangen, eine nachhaltige Produktion, umweltfreundliche Produktion starten und eben auch den gesellschaftlichen Teil berücksichtigen. Das heißt, die Entwicklung der Lithiumindustrie, es geht hier um eine Ressource, um einen Prozess, der ganzheitlich sein muss. Die ganze Lieferkette muss hier von vornherein durchdacht werden. Und mit dieser Produktion auf Industrieebene können wir dann in eine Zukunft schauen, um Schritt für Schritt die Treibhausgaseffekte zu reduzieren, die CO2-Emissionen zu reduzieren und so die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Vielen Dank. Haben Sie ganz herzlichen Dank und nun möchte ich Frau Magombo fragen, wie die Pläne in Simbabwe aussehen. Sie haben ja auch viele wichtige Rohstoffe, Platinum zum Beispiel, das zweitgrößte Vorkommen und auch eines der größten Lithiumvorkommen auf dem afrikanischen Kontinent. Und es gibt Überlegungen, dass Sie bis zu 20% der Lithiumnachfrage weltweit bedienen können damit. Wie integrieren Sie diesen Bergbausektor in die internationalen Lieferketten für Lithiumbatterien, für andere Geräte in diesem Kontext? Und wie schaffen Sie einen Mehrwert für die Gesellschaft vor Ort? Schönen guten Morgen und vielen Dank. Ich möchte Ihnen auch ganz herzlich danken für diese Gelegenheit, hier an einem so großartigen Panel teilzunehmen. Und Simbabwe hat in der Tat das Glück, viele zentrale Rohstoffe für die Energiewende in unserem Land zu haben. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, wie sich ja viele Länder bekannt haben, ihre Energieeffizienz zu verdoppeln, den Ausbau der Erneuerbaren zu verdreifachen. Ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund wird die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und der Infrastruktur entsprechend ansteigen und auch der Ressourcen, die dafür nötig sind. Wir sind schon seit Jahren im Bergbau, im Abbau dieser wichtigen Rohstoffe tätig und wir haben 2023 die Gesetzgebung in unserem Land reformiert und haben dabei einige dieser Rohstoffe zu strategischen Rohstoffen erklärt. Das heißt, wenn wir eben von strategischen Rohstoffen sprechen, dann gibt es gewisse Anforderungen und Erfordernisse, wenn es um den Abbau dieser Rohstoffe geht, nämlich, dass wir, bevor wir diese Rohstoffe exportieren, wir einen Mehrwert schaffen in unserem eigenen Land, also eine Art Veredelung dieser Rohstoffe. Und wir haben hier zum Beispiel eine Zusammenarbeit auch mit China, in das wir diese Rohstoffe exportieren. Das heißt, die Regierung schaut, wie man einen Mehrwert schafft in unserem Land, wie man die Industrialisierung national vorantreiben kann und wie wir dadurch eben auch unsere Wirtschaft diversifizieren können. Also wir wollen nicht einfach nur eine Industrie, die Bergbau betreibt, die diese Rohstoffe abbaut, sondern wir wollen die ganze Wertschöpfungskette in unserem Land etablieren.
Das heißt also, es sind strategische Rohstoffe, seltene Erden, Lithium, Kupfer, Nickel, Eisenerz, das sind auch alles strategische Rohstoffe, auch Rohstoffe, die für die Kernkraft genutzt werden müssen und unterschiedliche Kohlenwasserstoffverbindungen. Das sind also alles strategische Rohstoffe, die zentral sind für die Energiewende. Wir haben ja in der Tat auch vorher schon diese Rohstoffe abgebaut, aber wir schauen jetzt eben ganz besonders darauf, wie wir diese Rohstoffe auch weiterverarbeiten können und wie wir zumindest die ersten Schritte der Weiterverarbeitung in unserem Land durchführen können, gerade auch bei Lithium. Wenn es um Platinum geht zum Beispiel, was eben auch Silber, Kupfer und andere Rohstoffe wie Nickel mit einbezieht, dann ist das ein Bereich, in dem wir diese Rohstoffe bei uns selber auch einschmelzen, weiterverarbeiten und arbeiten hier auch mit Südafrika zusammen, um eben nicht nur diese erste Ebene, sondern dann auch irgendwann die zweite Ebene der Veredelung und der Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe durchführen zu können bei uns im Land. Zudem haben wir ja auch an einer Podiumsdiskussion zu strategischen Rohstoffen teilgenommen. Der Generalsekretär hat das selber durchgeführt, dieses Panel. Und wir sind in diesem Rahmen engagiert, weil wir festgestellt haben, dass es im Grunde schon in vielen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent eine Strategie gibt für kritische Rohstoffe. Und darin ist eben schon festgelegt, wie die Wertschöpfungskette etabliert werden kann, vom Abbau der Rohstoffe und der Weiterverarbeitung. Es gab da zum Beispiel auch eine Studie von Bloomberg, die diese Wertschöpfungskette sich angeschaut haben auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, es geht um den Abbau, es geht um die Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe bis hin eben zur Batterieproduktion. Das heißt also letztendlich sogar bis zu dem Punkt, an dem die Batterien hergestellt werden bei uns, die auch in Elektrofahrzeugen verbaut werden. Und wir haben hier ein Volumen von 11 Milliarden ausgewiesen und das wird sich erhöhen auf 44 Milliarden, wenn wir eben diese Wertschöpfungskette fortschreiten. Unser Ziel liegt dann bei 280 Milliarden und sogar noch darüber hinaus. Letztendlich ist das ein Volumen von über 1 Billion letztendlich, das hier an Wertschöpfung stattfinden kann. Das heißt, wenn wir diese Rohstoffe abbauen und verarbeiten, müssen wir gleichzeitig natürlich auch sicherstellen, dass dieser Abbau umweltschonend stattfindet, dass wir die Gebiete wieder renaturieren, dass die Menschenrechte respektiert werden und dass die Vorteile dieses Abbaus, dieser Industrie auch den Menschen vor Ort zugutekommt. Zudem haben wir auch unterschiedliche Programme, in deren Rahmen die Unternehmen vor Ort den Menschen wieder etwas zurückgeben durch eine Beteiligung. Ja, haben Sie vielen Dank. Auch dafür, dass Sie das so klar gesagt haben, wo hier auch die Vorteile vor Ort für die Menschen liegen. Und nun möchte ich Jennifer Lake fragen. Das Polski Center for the Global Energy Transition beschäftigt sich ja auch mit der Nutzung strategischer, kritischer Ressourcen und Rohstoffe. Und vielleicht können Sie uns dazu etwas mehr sagen, inwiefern Sie auch das Recycling von kritischen Rohstoffen unterstützen. Wie viel Potenzial liegt denn darin, um eben zumindest einen Teil der steigenden Nachfrage abzudecken? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Und ich
möchte zunächst einmal mich auf Kupfer und das Recyceln von Kupfer konzentrieren. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für einen solchen Kreislauf, eine Kreislaufwirtschaft. Wir gehen davon aus, dass bis 2050 die Nachfrage nach Kupfer um bis zu 50% steigen wird. Aktuell sehen wir, dass wir selbst bis 2035 diese Nachfrage nicht werden bedienen können. Das heißt, wir brauchen hier ganz besonders sehr verfeinertes und veredeltes Kupfer. Das bedeutet also, dass das Recyceln von Kupfer eine wichtige Rolle spielen kann. 70% der Nachfrage von Kupfer kann schon heute durch Recyceln abgedeckt werden, aber wir sehen ein theoretisches Potenzial von 70%, was aber sich so im Markt noch nicht niederschlägt, was so nicht erfüllt wird. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wie Kupfer verarbeitet wird, wie die Legierungen hergestellt werden, inwiefern das eben recycelt werden kann. Das heißt, wir können das nutzen, um starke Preiserhöhungen abzumildern und eben diese Engpässe auf dem Markt wieder aufzulösen. Gleichzeitig müssen wir auch anerkennen, dass der Abbau von Kupfer und die Veredelung und Weiterverarbeitung von Kupfer sehr energieintensiv ist. Das heißt, es gibt unterschiedliche Studien von MIT zum Beispiel, dass wir 20% des CO2-Ausstoßes der kupferfördernden und verarbeitenden Industrie reduzieren können, wenn wir mehr recyceln. Zudem war ich selbst überrascht davon, dass wir zum Beispiel im Baugewerbe gar nicht alles an Kupfer recyceln, was dort recycelbar wäre. Also das sind letztendlich relativ einfach zu hebende Potenziale, die wir dort nutzen können. Weiterhin müssen wir Kupfer auch flexibel beschaffen. Das heißt, die Frage ist immer, wie reagiert der Markt? Funktioniert das wirklich mit Angebot und Nachfrage? Und was hat das für Auswirkungen auf das Endprodukt? Das heißt, schaut man sich auch hier an, wie energieintensiv die Produktion war? Hat das vielleicht Vorteile, wenn man dann recycelten Kupfer nutzt? Das heißt, was wir ganz konkret tun können, ist, wir können uns anschauen, wie wir eben diese Infrastruktur, die für Recycling nötig ist, auch etablieren können, wie wir Investitionen dahin lenken können. Und es gibt heute ja schon sehr, sehr weit fortgeschrittene Technologien für das Recyceln. Das heißt, Upcycling ist in der Tat eine Alternative heutzutage, was wiederum auch Arbeitsplätze schafft und wirtschaftlich einen Mehrwert schafft. Zudem muss man auch schauen, wie eben günstiger Strom und günstige Energie bereitgestellt werden kann für diese Recycling-Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel sprechen wir uns gerade dafür aus, dass Kupfer Teil der Gesetzgebung wird, die eben hier Recycling besonders fördert. Und das sind unterschiedliche Maßnahmen, an denen die US-Regierung gerade arbeitet. Auch in Europa gibt es unterschiedliche Gesetzesvorhaben, die bereits in Kraft sind, was die Förderung von Recycling und der Recyclingindustrie angeht. Das sind Dinge, die in unterschiedlichen internationalen Foren wie dem WAI oder dem Weltwirtschaftsforum besprochen werden und diskutiert werden, wie wir also eben diese Nachfrage verbessern können. Das heißt, es sind wirklich sehr weit fortgeschrittene Technologien, die wir im Grunde auch einfach weltweit mehr Märkten und mehr Akteuren zugänglich machen müssen. Nun möchte ich mich an Komi Kitamori wenden. Wir haben ja auch gerade im Rahmen der Corona-Pandemie gesehen, wie globale Lieferketten unterbrochen werden können, was das dann auch für Auswirkungen auf uns hatte.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass so etwas Ähnliches auch hier passiert, wenn eben die Nachfrage nach diesen kritischen Rohstoffen, für die Energiewende besonders kritischen Rohstoffen zunimmt? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man sich den Markt für erneuerbare Energien anschaut, wie er heute ist, dann ist das vielleicht gar nicht so hilfreich, um die Zukunft hier vorherzusagen. Es gibt auch die Schwesterorganisation der OECD, die Internationale Energieagentur, die vorausgesagt hat, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen sich verdoppeln bis zu verdreifachen wird bis 2035 oder 2030. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren und einige Jahre darüber hinaus. Das heißt, wenn wir das mal mit Öl vergleichen, hier sehen wir, dass sich die Ölnachfrage zwischen 1970 und 2020 nicht mal verdoppelt hat. Also das heißt, wenn wir jetzt hier von einer derartigen Vervielfachung sprechen, dann hat das natürlich auch größere Auswirkungen. Zudem sehen wir, dass immer mehr Länder den Export dieser Rohstoffe einschränken. Wir schauen uns ja unterschiedliche Handelsbeziehungen an in unserer Arbeit und wir sehen immer wieder, dass Länder eben, wie gesagt, diesen Handel einschränken, den Export einschränken. Und wir haben festgestellt, dass sich das verfünffacht hat zwischen 2009 und 2022. Das heißt also, die Exporteinschränkungen haben sich vervielfacht in dieser Zeit. Das bedeutet, dass es hier unterschiedliche Exportquoten gibt, dass es Steuern gibt auf diesen Export. Aber was sich am meisten auswirkt, ist im Grunde ein komplettes Exportverbot solcher Rohstoffe. Wir haben festgestellt, dass gerade die Verbote von Exporten dieser Rohstoffe weltweit im Jahr 2022 am meisten eingesetzt wurden. Das ist natürlich nicht besonders hilfreich für das Angebot weltweit nach diesen Rohstoffen. Und wir sehen gerade in der heutigen Zeit, es wird viel über zusätzliche Zölle gesprochen und das ist natürlich etwas, was die Situation nicht einfacher macht. Wir sehen, dass viele Länder eben hier Maßnahmen unternehmen, die disruptiv wirken auf den Handel mit diesen Rohstoffen und eben das Angebot dieser Rohstoffe. Das ist also die Angebotsseite. Gleichzeitig gibt es auch Studien der Internationalen Energieagentur, die sich auf das Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage konzentriert haben. Und wir sehen hier, dass auch weiterhin mehr in den nächsten Jahren wahrscheinlich abgebaut wird. Und ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, wie wir eben die sekundäre Nutzung dieser Rohstoffe fördern können. Wir haben das gerade schon gehört, das Thema Recyceln ist hier ganz wichtig. Das ist also sozusagen ein zweiter Zyklus, den diese Rohstoffe hier durchleben können. Also nicht nur eine Primärquelle, nämlich den Abbau dieser Rohstoffe, sondern ganz wichtig auch das Recycling dieser Rohstoffe. Wir haben ja auch schon gehört, dass dieses Recyceln eben auch weniger Umweltfolgen hat als zusätzlicher Abbau dieser Rohstoffe, bedingt durch zusätzliche Nachfrage. Und ich glaube, was politische Maßnahmen angeht, sollten sich Länder auf eine Kreislaufwirtschaft konzentrieren, wie eben diese Rohstoffe recycelt werden können, wie sie wiederverwendet werden können, wie einzelne Komponenten wiederverwendet werden können, die auch im Rahmen der Energiewende nötig sind. Ich glaube, das können wir noch deutlich ausbauen. Und Gloria hatte gestern schon Eindrücke aus Simbabwe geschildert. Und wir waren ja gestern Abend auch beim Abendempfang und dann gab es eine Preisverleihung für Startups. Wir waren wirklich beeindruckt von der Innovation, die da entfaltet wird. Das Recyceln von Batterien, dass Solarpaneele wieder abgebaut werden, recycelt werden. Also das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, was dort passiert. Nun schauen wir jetzt einmal kurz auf Slido und was Ihre Abstimmung hier betrifft. Wir sehen hier, dass die Rohstoffe und
die Ressourcen für Batterien ganz oben stehen, 63%. Sehen das hier als am kritischsten. Dann sehen wir 18% Rohstoffe für Windkraftanlagen, also seltene Erden. Das wird potenziell auch problematisch. Und dann sehen wir 14% noch der Komponenten für unterschiedliche Anlagen, eben im Rahmen der Stromnetze. Vielen Dank dafür und wir sehen hier, dass eben ja gerade der Abbau dieser Rohstoffe ganz oben auf der Agenda steht. Und jetzt habe ich noch eine zweite Runde an Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Und Gloria Makambo, ich möchte Ihnen gerne meine erste Frage stellen. Sie sprachen darüber, dass Simbabwe den Beitrag des Sektors zur lokalen wirtschaftlichen Entwicklung steigern soll. Das ist ein Ziel, das viele andere Länder auch teilen. Sie sind sehr aktiv, auch dabei, sich mit den sozialen und Umweltauswirkungen der Bergbauindustrie zu beschäftigen. Können Sie uns vielleicht etwas mehr im Detail schildern, wie Sie das konkret machen im Kontext des Lithiumbergbaus? Uns geht es um verantwortungsbewussten Bergbau. Das bedeutet die Menschenrechte, die Arbeitsbedingungen, die Umweltwiederherstellungsprogramme, die Zusammenarbeit mit den lokalen Bevölkerungen. Ja, wir hatten 1 bis 2 Unternehmen, bei denen diese Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Und daher haben wir in der Regierung einen Ansatz gewählt, in dem wir Interregierungsteams gebildet haben, also dort dann im Prinzip uns den Markt angesehen haben. Es gibt einige Unternehmen, die es extrem gut meistern, die sehr stark die lokalen Gemeinschaften einbeziehen, dafür sorgen, dass sie an der Wertschöpfung teilhaben, dass eben auch sichergestellt wird, dass die Menschen vor Ort diesen Bergbau als ihren betrachten. Und wir haben dann versucht, dass diese Best Practices tatsächlich auch weitergegeben wurden an die Firmen, bei denen das bisher nicht funktioniert hatte. Und ein ganz wichtiges Thema ist hierbei, sich immer wieder unser Bergbaugesetz anzusehen. Das wird momentan gerade komplett überarbeitet. Zum ersten Mal seit 1 bis 2 Jahrzehnten. Und wir sehen uns an, wie wir einige dieser absolut kritischen Prinzipien einbeziehen können, um sicherzustellen, dass wir nicht sehr viele Probleme haben und vor allem insbesondere Umweltprobleme im Hinblick auf Bereichen, die nach dem Ende des Bergbaus dann nicht mehr anderweitig nutzbar sind. Das heißt, wir schauen uns an, wie die Umweltbedingungen sind und wie man dafür sorgen kann, dass diese Flächen eben wiederhergestellt werden. Gleichzeitig setzen wir uns als Teil unserer 7 Prinzipien ein für die Berichtspflichten. Wir arbeiten mit Laboren, die auch unabhängig die Mineralkonzentration prüfen, um auch sicherzustellen, dass wir auch entsprechende Qualitätssicherung für unsere Exporte haben. Dann gibt es auch eine Umdeklarierung von Exporten, wenn nötig. Es wird darauf geachtet, dass die angegebenen Mengen, die exportiert werden, auch zutreffen. Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, dass die Unternehmen entsprechende Infrastruktur haben. Wir brauchen eine robuste Infrastruktur, damit wir beim Aufbau der Wertschöpfungsketten dann die Produkte dann ja letztendlich, selbst wenn wir vor Ort herstellen, die Produkte ja trotzdem dann an die Häfen liefern müssen. Insbesondere wird es nach China exportiert. Aber wir haben uns auch
die afrikanische Bergbauzusammenarbeit angesehen und dort im regionalen Zusammenhang sehr viel mehr an Zusammenarbeit gearbeitet. Also Simbabwe will nicht die gesamte Wertschöpfungskette haben, sondern wir möchten mit Kongo, mit Sambia zum Beispiel zusammenarbeiten und eben auf regionaler Ebene entsprechenden Kapazitätsaufbau betreiben, sodass wir besondere Wirtschaftszonen haben, in denen dann die jeweilig nächste Stufe der Wertschöpfungskette erreicht werden kann. Das ist sehr interessant, darauf komme ich dann in der dritten Fragerunde noch ein, nämlich wenn es um die Zusammenarbeit geht. Aber kommen wir jetzt zu Jennifer. Sie arbeiten beim Polski Center und arbeiten zusammen mit sehr, sehr verschiedenen Beteiligten. Und hier geht es auch um das Teilen von besten Praktiken, von Best Practices. Und wie sehen Sie das? Haben Sie schon wirklich gute Ergebnisse erzielt bei der Resilienz der Lieferketten? Vielen Dank. Ich möchte vielleicht einige Beispiele aus der tatsächlichen Praxis nennen, um zu zeigen, wie diese Energiewende funktionieren kann auf inklusive Weise und wie sie die gesamte Wertschöpfungskette umspannen und die Zivilgesellschaft mit einbeziehen kann. Wir haben ein Projekt, da arbeiten wir mit Terry, dem Forschungsinstitut, zusammen. Und hier geht es um nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Und gerade im Bereich des Bergbaus. Hier geht es, also bei dieser verantwortungsbewussten Energieinitiative in Indien, geht es darum, wie über Landnutzung entschieden wird, wie über Finanzierung entschieden wird. Und man sieht sich an, was einzelne Sektoren von anderen lernen können. Da gibt es ergänzende Initiativen innerhalb des Bereichs der erneuerbaren Energien. Also hier wird die Versorgungskette und die Wertschöpfungskette eben zusammengehalten, sozusagen durch bestimmte Prinzipien, die diesen Gesamtbereich umspannen. Das ist auch, dann habe ich noch ein Beispiel, auch aus Indien. Da geht es um die globale Umweltinitiative ADB. Und hier geht es um den Aufbau einer Batteriewirtschaft in Indien und um die Elemente, die es ermöglichen, Lithium-Ionen-Batterien zu bauen, und das in Indien zu tun. Bisher importiert Indien diese Batterien, aber jetzt gibt es gerade in Indien eine massive Bemühung dazu, die elektrische Mobilität hochzufahren. Und das führt natürlich zu neuen wirtschaftlichen Chancen. Und die Batterie 60 Allianz, wie sie heißt, ermöglicht es tatsächlich auch der Zivilgesellschaft und den Institutionen, sich einzubringen in den Prozess des Aufbaus dieses Batterieaufbaus, dieser Batterieindustrie. Das soll auch tatsächlich in die Politik gehen. Es geht darum, wie man das reguliert. Es geht darum, wie man die Investitionen entsprechend anzieht. Und wir stellen fest, dass der Premierminister Modi mit seiner Live-Kampagne erreichen möchte. Es geht also darum, den Menschen die Möglichkeit zu nehmen, teilzuhaben und mitzuwirken an einer gerechteren, nachhaltigeren Wirtschaftsentwicklung, die das Klima schützt und gleichzeitig die Entwicklung des Landes fördert. Und dieses Politikfeld konzentriert sich eben auf die Batterien. Hier werden auch genutzte Batterien dann verwendet, um dann im großen Stil eingebaut zu werden für die Speicherung von zum Beispiel PV-Energie im großen Stile. Da gibt es Pilotprojekte, sehr innovative Ideen und insbesondere im Bereich des Batterieökosystems. Akiti Mori, können Sie uns noch etwas über Standards sagen? Sie sind sehr aktiv in diesem Bereich. Der
weit größte Anteil der mineralischen Reserven finden sich in Entwicklungs- und Schwellenländern und sehr viele suchen sich sehr starke Partner, um diese Ressourcen zu entwickeln und zu nutzen. Sie haben empirische Forschungsarbeit in Afrika betreffend. Oder ich habe das getan und ich kann sagen, dass es dort ein sehr großes Machtgefälle gibt. Wie können Standards helfen? Wie kann die OECD dabei helfen, den Ländern nicht nur Regeln und Kodizes anzunehmen, sondern diese auch tatsächlich in der Praxis durchzusetzen? Vielen herzlichen Dank für diese Frage. Die OECD arbeitet nicht nur mit den OECD-Ländern zusammen, sondern auch mit sehr vielen Schwellen- und Entwicklungsländern. Das heißt, es ist wirklich eine globale Arbeitsweise und gerade im Bereich des Bergbaus arbeiten wir mit entwickelten und sich entwickelnden Ländern. Und das Ziel ist, dass vor Ort tatsächlich positive Entwicklungen geschehen, ohne dass die Umwelt oder die soziale Verantwortung leidet. Wir haben einige Elemente herausgefunden, die hier von Bedeutung sind, damit es gut läuft. Ein paar Beispiele. Ein starker Umweltschutz mit entsprechenden Regeln. Dazu gehören Lizenzen bzw. Genehmigungen und eingebunden sein müssen die Menschen vor Ort. Diese müssen auch selbst in der Lage dazu sein, Entscheidungen mitzutreffen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass entsprechende Profite geteilt werden, dass eben die lokalen Gesellschaften auch davon profitieren. Dann eine Umweltbeobachtung, ein Monitoring, das ebenfalls gestützt wird von den Menschen vor Ort. Die Länder sollten zusammenarbeiten und entsprechende Best Practices austauschen, damit die Entwicklungsziele erreicht werden können von den Ländern, die mit solch großen natürlichen Ressourcen gesegnet sind. Und es sollte dafür gesorgt werden, dass auch sozial entsprechende positive Auswirkungen entstehen. Dann steht die OECD für verantwortungsvolles Management. Hier gibt es sektorspezifische Due Diligence-Vorgaben, insbesondere für Konfliktmineralien und für Hochrisikogebiete. Diese Standards sind sehr weit verbreitet und sie werden auch zum Beispiel vom UN-Sicherheitsrat betrachtet und im Dodd-Frank-Act in den USA, in der EU auch. Da gibt es eine entsprechende Richtlinie über Importe aus Hochrisiko- und Konfliktmineralien. Dann ist es so, dass beim Austausch oder beim Verkauf von Mineralien zum Beispiel auch die entsprechenden Kammern in China und Indien und so weiter eingebunden sind. Wir arbeiten also viel im Bereich der verantwortungsvollen Unternehmensführung, gerade im Bereich der Bergbaufirmen. Und hier müssen die Firmen dann eben entsprechende soziale Aspekte berücksichtigen. Es gibt einen jährlichen Austausch und entsprechende Treffen für die Länder, in denen sie dann ihre Best Practices austauschen. Jetzt komme ich noch einmal zu Herrn Staatssekretär Velasquez. Sie haben so geduldig gewartet. Ich wollte so gerne hören vom World Resources Institute und auch von der OECD darüber, wie es insgesamt weltweit steht. Ich weiß, dass Bolivien die Wertschöpfungskette hinaufsteigen möchte und dass sie aber gleichzeitig darauf achten wollen, dass sie so viel lokalen Nutzen wie möglich
produzieren möchten. Sie haben auch von den Herausforderungen für die Umwelt gesprochen. Welche Herausforderungen sehen Sie in Ihrer Arbeit, auch in der Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen? Und das, was Sie gerade gehört haben, wie passt das zu Ihren Erfahrungen? Ja, vielen Dank. Ja, wir stehen einer großen Herausforderung gegenüber, was die Umwelt betrifft und auch den das Thema Gesellschaft. Ich glaube, unser Land, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, vor ungefähr einem Jahrzehnt haben wir angefangen, mit eigener Technologie unsere Ressourcen zu industrialisieren, mit Pilotprojekten, also Pilotanlagen, die dann zu Industrieanlagen gemacht wurden und die jetzt in der Prüfphase sind, in der Testphase. Und wir haben dann einen Suchprozess angestoßen. Welche Technologien sind am besten geeignet für unsere Salzwüste, damit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich für die Gesellschaft und für die Umwelt entstehen? Und das entspricht auch das, was in unserer politischen Verfassung steht. Dort steht nämlich, dass unsere Mutter Erde geschützt werden muss. Und in diesem Sinne ist es wichtig zu unterstreichen, dass wir jetzt noch in einer Phase sind, wo Tests durchgeführt werden, wo nach den besten Technologien gesucht wird, damit diese dann in unserer Salzwüste angewandt werden können. Ja, das wäre alles. Vielen Dank. Internationale Zusammenarbeit. Darüber haben Sie in Ihrer ersten Antwort gesprochen. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen für die Einführung von verantwortungsvollen Praktiken? Und wie kann das tatsächlich in der internationalen Zusammenarbeit erreicht werden? Ja, natürlich. Wir stehen offen dem Technologietransfer gegenüber und auch die weltweite Erfahrung bei uns einzubringen. Und die Welt des Lithiums, der Lithiumsektor verändert sich. Ja. Vor 5 Jahren wurde noch eine Verdampfungsmethode verwendet, Verdunstungsmethode. Heute wird auf die direkte Lithiumextraktionsmethode zurückgegriffen. Aber den Technologien war es noch nicht möglich, dies wirklich auf groß angelegt zu produzieren. Und deshalb ist es jetzt wichtig zu sehen, wie wir die Industrie hochfahren können. Bisher war das eben noch nicht möglich. Und ja, bis heute ist es so, dass die Technologien noch zu viel Wasserressourcen verbrauchen. Deshalb ist es wichtig, neue Technologien in den Blick zu nehmen, die in anderen Ländern aufgesetzt werden, wo sich auch bei Pilotprojekten gezeigt hat, dass diese besser sein können als die gegenwärtig in einigen Ländern verwendet werden. Also wir arbeiten entsprechend mit unterschiedlichen ausländischen Unternehmen zusammen, damit sie uns ihre Technologien zeigen können in unseren Salzwüsten unter Berücksichtigung des Umweltaspektes, des Aspektes Wasser und dass eben auch die soziale Komponente berücksichtigt wird. Und in diesem Sinne scheint es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass unsere Regierung daran arbeitet, die Wertschöpfungskette voranzutreiben unter Berücksichtigung all dieser Aspekte, also Gesellschaft, Umwelt und so weiter. Ja, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Wenn man Sie beide hört, ist es ziemlich offensichtlich, dass man eine schmale Gratwanderung machen muss zwischen internationaler Kooperation und der eigenen Souveränität, der eigenen Entscheidung über die Verwendung der eigenen Mineralien und der Nutzung dieser Ressourcen. In der dritten und letzten Runde möchte ich Sie alle, wir haben nur noch 8 Minuten, darum bitten, uns zu erzählen, welche Priorität für Sie die allerwichtigste ist bei der globalen Zusammenarbeit, beim Aufbau resilienterer Lieferketten, die entsprechend der Nachfrage gerecht werden und gleichzeitig aber auch Ihren Anforderungen vor Ort gerecht werden. Also wenn Sie jeder sich auf 2 Minuten beschränken würden und über diese internationale Zusammenarbeit sprechen könnten. Geht es um Standards? Geht es um das Verhalten der Unternehmen? Technologietransfer? Was ist es? Ja, klar, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Wertschöpfungsketten auf globaler Ebene zu fördern. Und vor allem im Bergbausektor, im Verdunstungssektor, wir haben das in 2 Bereiche geteilt. Es gibt den traditionellen Bergbausektor in Bolivien. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass es einen einfachen Extraktivismus gibt. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Gemeinschaften, die in diesen Gebieten leben. Aber dann gibt es den Lithiumsektor und dort ist es notwendig, dass es zunächst Evaluierungen gibt. Zuerst muss es Evaluierungen geben und diese müssen dann viele Vorstudien enthalten. Vorstudien. Das heißt, es muss erst geschaut werden, welche Umweltaspekte spielen eine Rolle, die technischen Aspekte, die sozialen Aspekte, also dass auch die Gemeinschaft einbezogen wird und dass die Gemeinschaften auch Vorteile dadurch erlangen, damit es einen Kreislauf gibt, wie auch die Kollegin das erwähnt hat. Also es muss zyklisch ablaufen, einen Kreislauf und auch Recycling geben, damit für Kontinuität gesorgt ist. Vielen Dank. Thank you very much. Gloria Magamba. Thank you. I'll just quickly say one of Thank you. I'll just mention one of the critical challenges we're faced with. Und wir müssen sehen, wie wir diese zu Kapital machen können und wie wir entsprechend verantwortungsvollen Bergbau gestalten können. Wir müssen also von einem Ort zum anderen gehen und das ist der Bereich, wo wir Kapazitäten aufbauen müssen, wo wir Menschen ausbilden müssen und in Teams zusammenarbeiten lassen, sodass dann die Produkte auch entsprechend genutzt werden können und zu fairen Preisen verkauft werden können. Das ist dann der Bereich der internationalen Zusammenarbeit, oder? Ja, national, regional und international, weil in Afrika ist es so, dass das ein wirklich großes Thema ist. Für uns ist die Bergbauindustrie gleichzeitig eine Herausforderung und eine Stärkung unserer Wirtschaft. Und gleichzeitig ist Technologietransfer extrem wichtig, damit wir diversifizieren können, damit wir die Konzentration der Mineralien tatsächlich berücksichtigen können, damit wir auch besser zusammenarbeiten können auf regionaler Ebene und auch auf der Ebene der Afrikanischen Union, damit entsprechend die Förderung dieser Mineralien so stattfinden kann, dass es unserer Wirtschaft dient. Denn wenn Sie sich einmal die Investitionen in erneuerbaren Energien ansehen, dann stellen Sie fest, dass wir ohne eine Diversifizierung unserer Wirtschaft diese neuen Technologien gar nicht leisten können. Das heißt, wir brauchen entsprechend Kapital, um dann auch entsprechende Entwicklungsschritte überspringen zu können und dann auch die Wertschöpfung
zu haben. Sie haben bereits über die Bedeutung der regionalen Kooperation gesprochen in Ihrer letzten Antwort. Jennifer. In meiner Arbeit halte ich wirklich hervorheben, dass es wichtig ist, dass derjenige belohnt wird, der sich anstrengt, der Beste zu sein. Und hier geht es darum, wirklich die Materialien auf bestmögliche Weise zu nutzen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Es gibt die Frage von Standards und von Transparenz. Das sind Dinge, über die wir mehr nachdenken müssen. Wir müssen uns fragen, wie Mineralien dann auch über die Börsen gehandelt werden. Wenn wir nämlich mehr Transparenz in diesem Bereich schaffen können, auch über die Auswirkungen dieses Bergbaus, dann können wir feststellen, dass es nicht immer weiter nach unten geht bei den Standards, sondern nach oben. Und daher ist die Marktentwicklung im Bereich des Bergbaus extrem wichtig. Das heißt, man muss auch die Verbraucherseite in den Blick nehmen und da müssen wir viel, viel umfassender dieses ganze Thema angehen. Vielen Dank. Kumi? Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Aber es gibt 4 Hauptbereiche. Der eine ist die Ermöglichung der Investitionen, um eine Energiewende stattfinden zu lassen, während gleichzeitig die produzierenden Länder entsprechende Wertschöpfungsketten aufbauen können. Zweitens die Verbesserung der Resilienz der Lieferketten durch bessere Diversifizierung auf der Seite der Förderung und auch der Weiterproduktion, also der Weiterverarbeitung. Dann die Integration der Länder in globale Märkte und an letzter, aber eben nicht weniger wichtiger Stelle die Umweltauswirkungen, die hier verbessert werden müssen. Das ist das, worauf Jennifer angespielt hat. Es geht also darum, eine stärkere Kreislaufwirtschaft einzuführen und dafür brauchen wir weitere Innovationen. Das heißt, diese 4 Punkte sind, glaube ich, schon mal sehr wichtig, dabei bei der internationalen Zusammenarbeit Fortschritte zu machen. Wir sind dabei, eine neue Initiative aufzusetzen zu kritischen Rohstoffen für die Energiewende. Da geht es um nachhaltiges Wachstum, nachhaltige Entwicklung in den produzierenden und fördernden Ländern, wie auch um die Schaffung gleicher Voraussetzungen weltweit, um entsprechend dann auch die Lieferketten zu stärken und resilienter zu gestalten. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch sagen, wir sind bei der OECD in Paris, haben wir demnächst ein Forum über verantwortungsvollen Bergbau vom 5. bis 7. Mai, also in Paris. Wenn Sie interessiert sind, dann kommen Sie gerne vorbei. Ich glaube, wir hätten noch so viel mehr hier zu besprechen, aber es war wirklich ein sehr faszinierender Austausch. Vielen herzlichen Dank und ich glaube, Sie haben eine große Runde Applaus verdient. Vielen herzlichen Dank auch an Sie, das Publikum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme. Wir haben jetzt hier eine Pause, aber Sie können unseren Dialog im Europasaal verfolgen. Haja wird über batteriegetriebene Speicherung sprechen und Sie können das hier im Raum verfolgen oder Sie können auch sich physisch in den Europasaal begeben. Dann haben wir im Lesehof etwas über die Resilienz und auf dieser Seite des Korridors finden Sie dann ein Lunchbuffet. Um 13:40 Uhr treffen wir uns wieder. Da hören wir eine Keynote über Inseln und wie diese nachhaltige Treiber der Energiewende sein können. Jetzt zu Haja. Good afternoon, hello, and welcome back, everybody, at the Dialogue Hub here at this BETD 2025. Now, I hope you had some first good morning sessions today, and if you didn't, which I'm not assuming, you will for sure after this next session that we have, which will be all about how we can ride the battery storage wave, because the world is undergoing a massive transformation in energy storage. We have seen, for example, that battery costs have plummeted by 90% in the last decade, which is in
been an incredibly promising insight. We know that battery storage plays a crucial role in stabilizing the grid, in integrating renewables, and in enhancing energy security. So the real question then remains is, how can we maximize and scale up the potential that we see with battery storage deployment? But right now we are dealing with a bit of a gap, because we see that there's a projected 650 gigawatts capacity by 2030, and we need to reach a target of 1,500 gigawatts by that same year. So how do we bridge that gap? But beyond bridging that gap, how do we also make sure that we align battery storage deployment with renewables capacity, demand response, and also sector flexibility to maximize impact? I would say a lot to dive into, and luckily I have a stellar lineup of speakers today to guide me through those questions. So before we dive right into that conversation, I want to encourage all of you to join us in this dialogue. If there is any insight that you have regarding the topic, if there's something that you'd really like to share, make sure to do so by using the hashtag BTD25, and that way we get to go through all your comments later on in the session. But with that being said, let's hop right into our first deep dive, and for that I am more than honored to be welcoming first off the CEO of EP Energy Pool. Give him a big round of applause, everyone, Dr. Martin Iffert. And then I am also, yes indeed, let's get that excitement rolling. Welcome, Martin. Thanks, Sasha. It's very Thanks for good to having have us you here. here. And we will also be joined by the CEO of the Chilean Association of Renewable Energies and Storage. A big round of applause, everyone, for Analia Rojas as well. Welcome, Analia. Welcome. Welcome to the both of you. It's very happy. I'm very happy to have you here. It's a very warm welcome. Nice. Analia, if I can start with you. You know, when we talk about sort of like storage penetration in the Chilean electricity sector, can you say what the current level is that we're at, and what sort of role does it also play for you guys? Well, for us, it's a very important matter. There's an urgent window opportunity in order to the deployment of storage. Let me go through the numbers, because I think numbers are the great way to understand the actual current state of a market. Yeah. In the electric matrix, we have around 38 gigawatts of installed capacity, out of which already 19 are renewable energies. Right. So we are very, very good in what have renewable penetration been. But therefore, we have a lot of curtailments, especially in the north part of our country, especially due to solar generation. Yeah. So within the hours where electrical demand is not so high, we have at the same time the most of the generation of solar energy. Right. Why is that important? Because that's the opportunity for storage in order to take advantage of our curtailments, which unfortunately they are record every year. We have been increasingly increasing the curtailments. So there's a big chance for storage, and especially to electric batteries, in order to improve not only the way we are going to translate the energy that's produced during day to be consumed during night, but also to improve flexibility of the grid and also the resilience of the grid. Right. So there's a huge opportunity right now. There's an urgency. Yeah. We have 3 gigas of batteries and storage in different stages of operation, under development or under construction. Yeah. But there's a huge amount, almost 20 gigas, that are currently under assessment. Right. So but if I hear all of that, because in a way I'm like, okay, so we have a lot of issues in the world when it comes to curtailment, right? Whether it's wind, whether it's solar, and indeed there's a mismatch between when we use renewable energy that we sort of generate and when it is most needed. Martin, if I can go to you at the same time, I've also mentioned that we've seen a 90% decrease in costs over the past decade. Like, what are then the barriers that sort of like prevent us from having this large-scale adoption of battery storage potential right there? I think we just see the beginning of the wave, and surely it is tremendous what happened over the last years, how the costs have plummeted, and that give us totally new opportunities. And in principle, let's say no one should build, let's say, a solar plant, a solar generation
asset without installing a battery. It makes normally no sense. And batteries are excellent in time-shifting energy. They don't generate any electricity, but they are great in time-shifting and to make, let's say, solar and wind to be at least a 24-hour or a weekly baseload. Batteries, let's say, they need, let's say, a cycling, because otherwise, okay, it makes no sense. It's a heavy fixed asset topic. Right. But I think we need to think, let's say, much beyond the scope. And let's say, let's say my company is dealing with flexibility for industry. But okay, we are dealing also a lot these days with, let's say, battery management to optimize the usage, the installation of batteries, to, let's say, consume more renewable energy, to consume more renewable power. And in Germany currently, for example, there's a big bonanza going on. Let's say there's an application outside, let's say, to install more than 200 gigawatt of, let's say, battery capacity. Maybe not all of them will come, let's say, online, but okay, let's say out of these 200, maybe 100 gigawatt, let's say so we will see a huge amount of batteries, let's say, going into the market because there's a huge need for this kind of storage. That we can also upskill. And I just want to touch upon something and follow up on something that you just mentioned, because I think it's interesting you mentioned flexibility. When we look at demand side flexibility and sort of the combination of that and battery storage, how do we sort of use that to optimize renewable energy integration in that sense? It's so important, let's say, to use all these levers for, let's say, storage for flexibility. And okay, the batteries, electrical battery ones, that are, let's say, the most visible ones. Mm-hmm. But a lot of industries have also hidden kind of what I call process batteries. So everyone, for example, a paper mill has typically a steam production and then also steam storage. And okay, that can all be used as a kind of, let's say, process battery. And therefore, we need to connect all these different elements in the grid, in our societies, to optimize the use of renewable energies, to minimize the costs, and therefore the combination of, let's say, real electrical batteries together with, let's say, intelligence demand response also then helps to reduce the hours of curtailment in the grid, and therefore, okay, but we need to bring that all together. Yeah, for sure, clear. I mean, it's a good solid case. If I hear that, then I'm like, okay, so a very clear idea of what we need to do moving forward. Analia, if I can go to you, you already mentioned, right, the issue with curtailment, both with regards to wind and solar in Chile. In the country itself, do you sort of like sense that battery storage and developing storage projects that is seen as like that there's an incentive behind it, and that sort of the opportunity is apparent to sort of use that to mitigate curtailment issues? Well, I think our system, especially in Chile, in the electrical sector, has developed renewables without any kind of subsidies or incentives, especially to whatever type of technology we want to improve or introduce in order to achieve, for instance, climate ambition aims. And that's interesting because the fact that we didn't need subsidies or incentives had made our economy very neutral towards these clean energies. Right. So they compete in the same way, and also they are remunerated in the same way. But having said that, it's obvious that if we want to accelerate a special technology, such as any kind of storage, not only electrical batteries, but also, for instance, hydropump plants, or any other kind of, for instance, other type of a storage that's in the system, you have to have a regulation that's adequate, for instance, to have a recognition not only in the energy shifting opportunity, but also in the provision of capacity sufficiency, and also in the participation of ancillary services. So we have already done that. We have already defined the rules for that. There are still some aspects that are pending, but I'm sure that we will be close enough this year. Yeah. But then there's something very interesting I want to address, because we tend to focus the discussion about the decarbonization of the electrical matrix, which in general in our countries, in America, in Latin America, only stands for less than 25% of the energy consumption. The rest is still fossil fuel consumption. Right. So
we have to electrify the matrix. If we don't electrify enough, we will do a deployment of batteries. We will take advantage of curtailments and, have a very clear opportunity in that terms. Yeah. But it won't be enough to decarbonize everything that has to be decarbonized, which is the rest of the energy matrix. Right. No, it's very clear, and it sort of also goes to show sort of the importance on the question on how do we make sure that we get to that ultimately 100% in the long run. What would you say are because you added up on some of them, what would you say are some like additional or most prominent barriers and challenges that need to be addressed from your perspective in Chile to sort of maximize storage potential right there in deployment? Of course, as in every single deployment and expansion of technologies, it's not only the regime of remuneration of how to recognize the payments that these technologies will need in terms of energy shifting, sufficiency, and ancillary services, which I already stated for. But also the thing about the velocity and the speed of deployment. And that's something that has to do with much to do about the permits. Right. Permits and everything that has to do with the communities, in order that people understand why is it that we need that kind of technology right now. So it's not enough to have a deployment of solar or wind, also batteries within the territory, but also to understand the value of having that kind of technologies in the territory. So people, I think we really have a task of educating, promoting the technology, not only for the agents of a sector, but also for the territory. Right. I love how you said it, because it sort of shows that there's like there's a sort of like will element to it, the permits, the legislative policy sort of side that we need to upskill. There is the creating awareness that is important. When we look at sort of like the technical elements to this technology, Martin, there are some things that we know. Batteries are not suitable, for example, for seasonal storage, for example. How can, for example, process batteries help address the long-term energy imbalances that we see there? That's an excellent question, because that often comes at one of the counter-arguments for the deployment of batteries. They say, okay, it's useless, it will not solve the dark diagram problem. Sure, you cannot shift energy, let's say, long-term, makes no sense. Batteries really need, let's say, a daily or at least a weekly cycling, and that's the function of batteries. Nevertheless, let's say, there's still a role to play for batteries also, let's say, in the dark diagram, because typically the load profile is also not flat, and even, let's say, in these times, you can reduce the peak demand of backup capacity with batteries. So it has also to play a role there, but I fully see, let's say, that's the reason why we need to go, let's say, beyond just the pure electric batteries to look exactly at these process batteries, because then we have, let's say, these long-term storage solutions, because then we can really, let's say, go into solutions where we, for example, operate parts of the economy for, let's say, the breeze and when the sun is shining, and to produce, let's say, the products that we need. And at other times, okay, we don't do that. Therefore, we need intelligence together, let's say, with, let's say, all these generation assets and the other storage assets. Yeah, and just a second, maybe for people that may not be as familiar with process batteries, what should we sort of think of when we say that? Let's say, I mentioned, let's say, this is steam, for example, but okay, I come from the aluminium industry, and I developed the concept of the virtual battery. And let's say an aluminium smelter is surely the biggest battery that you can have. And when you can, let's say, you cannot shut down easily a smelter for a season, but you can reduce it maybe by 25% for the time in the year where you don't have overcapacity in renewable. And let's say it's the times when you have too much generation of renewables, you can then, let's say, raise it up, let's say, by 25%. That was my concept that I developed, let's say, over the years. And there are many industries, and we work together with glass industry, with steel industry, with aluminium industry, to find all these process batteries. And when we connect them, there's a huge, let's say, potential that potential they can sort of have, and a counter to that argument. Analia, sorry, I just for a second I saw you nodding. And does this resonate with you? Is there something you'd like to add?
No, I think that we have said a lot about storage and especially batteries in this moment that energy transition, you know, kinds of is in some markets very mature in terms of renewable penetration. But I go back to the first point. We have to electrify everything that's not electrical right now. One question that arose in the discussion of energy storage and the introduction of batteries in Chile. What is that you are paying for? Okay, so of course you are paying for what I said already: energy. You are paying for capacity. You are paying for balancing and recovery services for the system. Right. A few days ago, in our country, we have a huge blackout. We had 11 gigas of electric demand that shut down from one moment to another. Oh, wow. It was within microseconds, okay? And the question is, what would have happened if batteries and storage would have been available and deployed at the level that you may need when such a blackout happens in one system? Yeah. What would have happened? It would have happened a very different situation that we had. We were out of energy for 8 hours. Wow. Okay, it was a huge impact and stress, not only in the electrical system, but in the economic side of the blackout. And the question is, why is it that we weren't able to be prepared for that with the response of batteries? We have little batteries right now in terms of the amount of batteries already installed. But remember, batteries are called the Swiss knife of the electrical system. They not only provide energy, they also provide sufficiency, and also they provide recovery services, which is the capability of bringing up a system that has gone down in a very, very unexpected way. It's fundamental to so the security Swiss knife, there. really, you have to pay for that. It's not free. It's not cheap. But you are going to be resilient. And because security right now is the most important issue for electrical system, in order to make people believe in electrification, you cannot dare to have this episode. So that's our lesson, and please take it with the humility that a country that has done probably a very accelerated penetration in renewables, but also we have these kind of episodes which are not happy episodes, but believe me, there are many, many lessons to be learned about this fact. Yeah, thank you so much also for sharing that with us, and also not to just share the story, but to also share the insights gained from it. And at least I'm going to remember the Swiss knife analogy. That's not going to leave my mind, at least. Martin, finally, if I can go to you for a final question. I mean, it's become evident and apparent what the potentiality is of this, the security that it can bring, how necessary it is. We see good trends forming, right? Plummeting costs, all of that. What would you say are the necessary policy measures that we need right now to ensure that we can scale this up as fast as we can? I guess still the biggest barrier for, let's say, be it renewable energies, be it, let's say, battery storage, is always, it's an upfront cost. It's a fixed cost that you have to pay at day one, and not during, let's say, the 20 years of using, like in a coal-fired power station. Okay, you pay most of the money during, let's say, the time when you use it. And there's a big difference. For example, if someone builds a big nuclear power plant, they get all the subsidies, the guarantees and everything from the governments or from, let's say, big corporations. With renewable energies, we try to put it all on the private sector. And there's a missing link. So in some countries, for example, in Norway, they have, let's say, sometimes these kind of guarantees for PPAs and so on. And we need, let's say, that more on a global level to have, let's say, guarantees, backing, because, let's say, the combination, renewable energies plus battery, can provide, let's say, a very good and stable energy, but surely the costs are upfront and we need a kind of guarantee for that. Yeah, I think that's a good plea. Finally, very shortly, Annalia. Shortly, also, remember please, batteries and storage can be deployed in all segments of the electrical system. It can be deployed in the generation segment as an asset that will complement the generation, also as a standalone, but also as a part of the transmission system. What here in Germany is very important as the grid boosters experience. So for us, that's very important. Also in the distribution segment, in houses to complement the solar roof, for instance, installations. So it's very important.
and also to be part of the consumption demand side. So remember, Swiss knife, and in every single segment of the electrical sector. I want to thank you so much. May we have a big round of applause, everyone, for Anna, Liha, and for Martin. Thank you so much. It was lovely to have you. Thank you so much. Thank you. I think I could have gone on to talk to the both of you for a lot longer than we just did, but in exchange for that, I have another very, very, very exciting topic to cover with my next speaker, who I'm very pleased to introduce. So may I ask, for a lot of excitement, he's a managing director of EN2X, Wirtschaftsverband Fuels and Energies, and he's a professor. May we have a big round of applause, everyone, for Professor Christian Kuchen. There he is, a big round of applause. Thank you. Welcome, Christian. It's amazing that you're here. I have come to understand that there's this specific term, this specific topic you're focused on, and it's called molecuulwende. Can you sort of explain to us what it specifically entails that you're focusing on there? Yeah, thank you. It's a good question. I'm often asked. So it's in a way, it's very easy. We just heard, and in Germany, the figure is even lower than 25%. 20% of our energy is covered by electricity at the moment. And this figure has been stable over the last 20 years, despite all the electrification we are discussing, that with electric vehicles, heat pumps, and in industry. We are sure that share will increase because of ramping up of electric vehicles, of heat pumps, and electrification of industry. But there will be a very high demand for molecules to secure energy demand in the future. Right. So you say the potentiality there is really big. At the same time, you also argue that the discussion should not just be about, when we look at renewable molecules, it shouldn't just be about focusing on hydrogen, but also on hydrocarbons. Now, I would really love to hear from you specifically, why is that the case, and what are sort of like the potential applications for renewable molecules? Well, of course, there are many applications where we really need hydrocarbons because they have a very high energy density. You can transport them, you can store them easily. In many applications, it's a bit like a battery in a way. You have it distributed, and you can transport it that easily, you can develop global markets for these products. Today it's mainly oil, but it could be biofuels or in future synthetic fuels, and they are far easier to transport than hydrogen. And for an industrial nation or a region like Europe, having the availability of global feedstocks is key to keep to have a competitive energy supply. So we need it. And to tell you some examples, aviation will not fly without hydrocarbons. In the shipping sector, it's very reasonable that we replace fossil fuel by renewable hydrocarbons or methanol. This is another chemistry. And the third thing is we shouldn't forget about the chemical industry. So where you need hydrocarbons in plastics, in all other materials, or for lubricants, for example. So we cannot live without hydrocarbons. So we need carbon in addition to hydrogen. But that's interesting, because I actually want to ask you if you could elaborate on that. When we look at the sort of petrochemical sector, why is it so important against this backdrop that when we talk about green molecules, we specifically focus on the modernization there? Well, today 70% of the feedstocks for chemical industry is coming from refineries, 15% from gas, and the rest is renewables, mainly biomass at the moment. So it will not be possible to change all that one-to-one, and it makes a lot of sense to develop strategies how that can be transformed to renewable hydrocarbons. Yeah, for sure. And Christian, another element that I'm actually really interested in, when we sort of look at the potentiality that the significance of the green molecules markets can have in the future, I'm very interested to see sort of how you see that long-term vision. But also, there is oftentimes we talk about the raw materials needed, right, when we talk about renewables. What sort of raw materials should we think of when we talk about the green molecule sector? Like, where will we get it from? What will that also do for like the evolvement of that sector? So we shouldn't forget that at the moment we import 70% of our energy to Germany, and mainly in form of hydrocarbons, oil, gas, a bit coal. And if we look at the future,
we have mainly three sources for carbon neutral or CO2 neutral hydrocarbons. It's biomass, it's recycling, of course, if you look at plastics, for example, it's recycling. And the third thing is, of course, using CO2 as carbon feedstock and adding hydrogen to it, and then you produce hydrocarbons from that. Yeah. So we see many countries that could supply Europe with hydrocarbons because they have better conditions for renewable energy. At the end, you need cheap electricity. Either way, I mean, we know that we need to get there. But I mean, if I hear all of this, Christian, it sounds very promising. I'm like, okay, there's a lot of potentiality here. We'll probably see like an upskirt and growth in there. What would you say are some hurdles or obstacles that we need to be on the lookout for now to prevent that they will not block sort of the transformation and acceleration of this? In fact, first of all, we have to acknowledge, and we are in a good dialogue with the Ministry of Economics here in Germany, that the transformation of the industry is needed. Mm-hmm. So first of all, this needs to be accepted. But second thing is, the regulatory framework is not sufficient to make these investments work. We have to learn that these renewable hydrocarbons are more expensive than the fossil ones, and to create the business cases, you need basically three things. Long-term reliable supply of the feedstocks. Mm-hmm. So this is kind of international cooperation and of course regulation to have certified sustainable feedstocks. The second thing is you need long-term demand, including the willingness to pay. Yeah. Because this is something that needs to be developed. And the third thing is, of course, you need possibility to produce from these feedstocks the hydrocarbons in a way that it's affordable to the consumer. Right. If we cannot provide affordable fuels and feedstocks, the acceptance of the energy transition will fail. Right. So this is key to develop that strategy. And at the moment, I must say, the regulatory framework is not sufficient to make the investments work. We have mandates, we have some kind of CO2 pricing, but the reliability for these upfront investments, similar to batteries we just heard before, you need to invest billions the Swiss and knife hope analogy. that there will be somebody who pays for it in 20 years for the products. And so we need, in addition to that, de-risking instruments to get these markets started. Yeah, but it's quite a statement, right? That if we don't have the willingness to pay, you say it will not succeed, the transition. Yeah. So that sort of shows the urgency right there with regards to it. Yeah. I want to thank you so much. Well, we have a big round of applause, everyone, for Professor Christian Kuchen. Thank you very much. Thank you so much for sharing that with us. Thank you. Thank you so much. And that already brings us towards the end of this session. I want to thank all of you so much for tuning in. In the next Dialogue Hub session, I promise to go into the social media input that you've all been sharing online. If you haven't done so yet, again, there is so much going on at this BETD. So if you hear something today or outside of it that really resonates with you, something you want to ask a question about, maybe an insight that you have when we talk about battery storage or green molecules in that sense, you name it, and we will see it if you share it online by using the hashtag BETD25. So make sure to join that discussion. For now, we're going to have a lunch break here at the Berlin Energy Transition Dialogue, but we'll be back with you again after that lunch break in the Weltsaal, so hope to see you then. Thank you so much.
The energy transition won't happen overnight. This is where we are. But it's actually already happening, step by step. Small steps, big steps. Every step delivers momentum. And each one will take us forward. Because we are an energy technology company more than 94,000 strong. In step with each other. And in step with our customers across the whole energy landscape. Providing them with what's needed for more sustainable, reliable, and affordable energy. From renewable energy, hydrogen-ready gas turbines, to stronger grid technologies and solutions for hard to decarbonize industries. We're driving decarbonization. and increasing energy resilience. Let's get it done. Project by project. Region by region. Innovation by innovation. Collaboration by collaboration. We are getting there, step by step. It's time for climate action. The future belongs to the sun. The world needs clean energy, generated in harmony with nature, leaving space for coexistence. Big challenges require great solutions. Technical innovations and wise use of spaces. Solar roofs are positive for biodiversity. Generating energy where and when it's needed. Goldback Solar is doing its part. Let's work together to multiply results.
The energy transition won't happen overnight. This is where we are. But it's actually already happening, step by step. Small steps, big steps. Every step delivers momentum. And each one will take us forward. Because we are an energy technology company more than 94,000 strong. In step with each other. And in step with our customers across the whole energy landscape. Providing them with what's needed for more sustainable, reliable, and affordable energy. From renewable energy, hydrogen-ready gas turbines, to stronger grid technologies. And solutions for how to decarbonize industries. We're driving decarbonization. and increasing energy resilience. Let's get it done. Project by project. Region by region. Innovation by innovation. Collaboration by collaboration. We are getting there, step by step. It's time for climate action. The future belongs to the sun. The world needs clean energy, generated in harmony with nature, leaving space for coexistence. Big challenges require great solutions. Technical innovations and wise use of spaces. Solar roofs are positive for biodiversity. Generating energy where and when it's needed. Goldback Solar is doing its part. Let's work together to multiply results.
The energy transition won't happen overnight. This is where we are. But it's actually already happening, step by step. Small steps, big steps. Every step delivers momentum. And each one will take us forward. Because we are an energy technology company more than 94,000 strong. In step with each other. And in step with our customers across the whole energy landscape. Providing them with what's needed for more sustainable, reliable, and affordable energy. From renewable energy, hydrogen-ready gas turbines, to stronger grid technologies. And solutions for how to decarbonize industries. We're driving decarbonization. and increasing energy resilience. Let's get it done. Project by project. Region by region. Innovation by innovation. Collaboration by collaboration. We are getting there, step by step. It's time for climate action. The future belongs to the sun. The world needs clean energy, generated in harmony with nature, leaving space for coexistence. Big challenges require great solutions. Technical innovations and wise use of spaces. Solar roofs are positive for biodiversity. Generating energy where and when it's needed. Goldback Solar is doing its part. Let's work together to multiply results.
The energy transition won't happen overnight. This is where we are. But it's actually already happening, step by step. Small steps, big steps. Every step delivers momentum. And each one will take us forward. Because we are an energy technology company more than 94,000 strong. In step with each other. And in step with our customers across the whole energy landscape. Providing them with what's needed for more sustainable, reliable, and affordable energy. From renewable energy, hydrogen-ready gas turbines, to stronger grid technologies. And solutions for hard to decarbonize industries. We're driving decarbonization. and increasing energy resilience. Let's get it done. Project by project. Region by region. Innovation by innovation. Collaboration by collaboration. We are getting there, step by step. It's time for climate action. The future belongs to the sun. The world needs clean energy, generated in harmony with nature, leaving space for coexistence. Big challenges require great solutions. Technical innovations and wise use of spaces. Solar roofs are positive for biodiversity. Generating energy where and when it's needed. Gold-backed solar is doing its part. Let's work together to multiply results.
to the 11th Berlin Energy Transition Dialogue. Welcome back, Excellencies, ladies. Willkommen zurück, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen genetzwerkt und die Mittagspause genossen und sind unseren Sessions im Europasaal und im Lesehof beigewohnt. Und ich glaube, die Veranstaltung ist eine sehr gute Erinnerung daran, was für eine komplexe Welt wir heute vorfinden, wie miteinander verbunden die Welt ist. Und ich glaube, wir müssen neue Finanzmittel verfügbar machen und die Infrastruktur ausbauen, wenn wir eben das Ziel der Verdreifachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien erreichen wollen und natürlich auch die Teilhabe der Menschen vor Ort fördern. Und all das müssen wir gleichzeitig tun. Und ich glaube, das sind nicht zwangsläufig neue Herausforderungen. Letztendlich geht es ja immer darum, bei der nachhaltigen Entwicklung, dass sie wirtschaftlich nachhaltig ist, gesellschaftlich nachhaltig ist und nachhaltig für die Umwelt, also eine gerechte Energiewende. Aber gerade der Aspekt der systemischen Veränderung wird häufig vergessen. Und wir können es uns nicht leisten, bei diesem Wandel dies aus dem Auge zu verlieren. Und das gilt ganz besonders für die kleinen Inselstaaten. Die sind sozusagen der Vorbote, bei denen eben die Auswirkungen des Klimawandels sich zuerst bemerkbar machen. Das heißt, sie stehen an der Front, wenn es darum geht, dass bewertet werden muss, welchen Herausforderungen wir in Zukunft uns gegenüber sehen werden. Und deswegen ist es natürlich auch ein so interessantes Umfeld für neueste Innovationen im Bereich der Energiewende. Und ich möchte jetzt den Vorsitzenden der Greening the Islands Foundation begrüßen, der auf eine lange Karriere im Bereich der erneuerbaren Energiewende zurückblickt, unter anderem auch bei der Solarallianz. Damit möchte ich Gianni Chianetta begrüßen. Sie haben das Wort. Vielen Dank für diese freundliche Einführung. Und ich spreche ja heute sozusagen stellvertretend für viele Inselstaaten, die über Jahre hinweg im Schatten vieler anderer Entwicklungen standen. Und wie Sie gerade so passend gesagt haben, ist es ja in der Tat so, dass diese Inselstaaten im Grunde im Rampenlicht stehen, weil sie betroffen sind vom Klimawandel und weil sie auch ein Raum für die Lösungen im Rahmen der Energiewende sein können. Und wir sehen hier einen kleinen Cartoon aus einem Magazin, habe ich das entnommen. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, was ich Ihnen auch in dieser Präsentation heute näher bringen möchte. Es sind Räume, in denen eben unterschiedliche Anbieter von Technologien ihre Lösungen in der Wirklichkeit testen können und dass China, Indien, die USA und Europa hier von diesen Erfahrungen lernen können. Wir haben unterschiedlichste Partnerschaften im Rahmen unserer Arbeit in der Stiftung mit vielen Berufsverbänden der Solarenergie, mit Thermalenergieverbänden und Speicheranbietern. Und ich glaube, man sieht hieran, dass diese Projekte im Rahmen der erneuerbaren Energien wirklich auch finanziell und wirtschaftlich sinnvoll sind und dass es ganz greifbare Lösungen sind, die wir hier umsetzen. Wir wollen ja alle bis 2050 CO2-neutral werden. Aber ich glaube, wenn wir im Kleinen auf einer Insel nicht zeigen können, dass das funktioniert, auf einer Insel, die zum Beispiel heute ihre Energie über Dieselgenerationen
Generatoren gewinnt, was auch mit um ein Vielfaches höheren Kosten einhergeht als zum Beispiel durch erneuerbare Energien. Wenn wir nicht zeigen können, dass das dort mit erneuerbaren Energien funktioniert, dann ist es natürlich auch schwierig, das im Großen zu zeigen. Und wir haben mit Projekten begonnen auf Curaçao. Jetzt haben wir Tonga im Pazifik noch mit dabei, unterschiedliche Projekte auch im Mittelmeer. Und wir wollen eine Roadmap aufzeigen hin zu 100% Klimaneutralität. Und es gibt dann immer wieder Vorschläge an Projekten für Inselstaaten, bei denen sie sich dann entscheiden müssen, ob sie von diesen privaten Unternehmen diese Projekte annehmen. Oder es ist so, dass die Inselstaaten selbstbestimmt auswählen können, welche dieser Technologien sie bei sich umsetzen wollen. Und Sie sehen hier, dass wir dafür sorgen wollen, dass diese Inselstaaten eine Strategie entwickeln, und wir stehen auch bereit, mit diesen Inselstaaten zusammenzuarbeiten, um eben einen gewissen Umfang an erneuerbaren Energien dort zu verwirklichen. Unser Ansatz ist hier nochmal auf dieser Folie reflektiert und es geht dabei immer auch um die jeweilige Gemeinschaft, um die Menschen vor Ort. Und wir sehen hier mal einen Blick in die Zukunft, wie die Welt mit erneuerbaren Energien aussehen kann, mit mehr Solarenergie, mit mehr Wind. Und wir sehen hier ein Szenario der 100% erneuerbaren Energien auf Curaçao zum Beispiel, ein Projekt, das wir ja unternommen haben, wie erwähnt. Und basierend auf diesen Szenarios machen wir dann Vorschläge, wie das umzusetzen ist. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, das war die Voraussage, was Curaçao selber bis 2028 umgesetzt haben wollte an erneuerbaren Energien. Und wir sehen dann, wie wir eben darauf aufgebaut haben, auf dieses Szenario. Wir sehen also hier Hunderte von Megawatt an erneuerbaren Energien, die hier an Leistung zugebaut werden können. Wir sehen hier noch einmal ein weiteres Beispiel aus unseren Studien, in denen wir festgestellt haben, dass wir bis 2030 in den meisten Fällen bis zu 50% erneuerbarer Energien erreichen können. Das ist also durchaus sinnvoll, jetzt schon tätig zu werden und dass wir diese Inselstaaten zu Fallbeispielen machen, wie das Ganze am besten erreicht werden kann. Die Insel Mayotte ist zum Beispiel ein solches Fallbeispiel. Wir sehen hier noch einmal ein paar Zahlen dazu. Wenn wir mal eine Insel nehmen mit 150.000 Einwohnern, wie wir sie hier sehen, dann bedeutet es, dass wir 180 Megawatt hinzubauen können und 225 Megawattstunden an Energiespeicher. Das sind dann 320 Millionen Dollar an Investitionen. Es bedeutet viele Arbeitsplätze, die geschaffen werden und gleichzeitig werden 470 Tonnen CO2 eingespart. Nun, was ist die Botschaft einer solchen Folie? Ich weiß ja, dass es hier im Rahmen des BETD darum geht, inspirierende Beispiele zu geben für die Energiewende. Und ich glaube, das zeigt sich hier sehr gut, dass auch Inselstaaten ein interessantes Investorenumfeld bieten. Wir sprechen ja hier schon von 320 Millionen Wachstum, die dadurch geschaffen werden. Und es gibt Hunderttausende kleine Inselstaaten, die Philippinen, Indonesien, überall dort gibt es kleine Inseln. Über 1 Terawatt an erneuerbaren Energien wäre hier möglich. Und überlegen Sie mal, was das eben bis 2030 bedeutet, wenn wir auch international bis 2030 über 11 Terawatt sprechen. Das heißt also, das ist ein großer Beitrag, den diese Inselstaaten leisten können mit Onshore- und Offshore-Energiegewinnung. Wir sehen, dass sich hier
das Dreifache oder sogar das Fünffache an erneuerbaren Energien umsetzen lässt im Vergleich zu dem Festland. Wir sehen aber auch eine Herausforderung, nämlich dann die praktische Umsetzung dieser Projekte. Wir haben im Rahmen der COP29 unsere Planungsempfehlungen veröffentlicht und ich möchte jetzt hier gar nicht auf alle Details eingehen, aber die wichtige Botschaft ist, dass wir diese Verfahren transparent gestalten, dass wir das Ganze entschlacken und möglichst einfach gestalten, um dort eben diese Projekte auf die Beine zu stellen, dort Investitionen zu ermöglichen. Und das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, durch die diese Länder zu einem Labor werden können. Man kann sich die Verbindungen anschauen zwischen dem Energiesektor, dem landwirtschaftlichen Sektor. Das heißt also, das ist ideal, um hier Erfahrungen zu sammeln, auch was die Stromnetze angeht. Wir sprechen ja häufig über das smarte Stromnetz, über Energiespeicher. Also das sind alles Möglichkeiten, die sich hier ausprobieren lassen. Das heißt, wir müssen natürlich auch all diese Verfahren standardisieren, um gleichzeitig auch Vertrauen zu schaffen und die Qualität zu gewährleisten. Es ist so, dass wir im Rahmen unserer Greening the Islands Stiftung die Vision haben, dass weltweit Inselstaaten vollkommen nachhaltig ihre Energie gewinnen über erneuerbare Energien und dass es möglich ist, auch wirklich mit eigenen Augen zu sehen, dass es schaffbar ist, dass ein Inselstaat komplett von erneuerbaren Energien profitiert und erneuerbare Energien nutzt. Das heißt, es würde sich dadurch eben auch zeigen, dass das, was auf einem Inselstaat möglich ist, auch auf dem Festland so umsetzbar wäre. Zudem bietet es auch eine Möglichkeit des Austausches des Netzwerkes, während trotzdem all diese Inselstaaten unabhängig bleiben und souverän bleiben. Denken Sie mal daran, wie das wäre, wenn man dieses Modell dieser Inselstaaten auf die Ukraine anwenden würde, wenn dort die einzelnen Städte durch erneuerbare Energien resilienter würden und unabhängiger würden. Das ist meine Hoffnung, dass wir in der Tat auch bald damit beginnen können, die Ukraine wieder aufzubauen und eben vielleicht auch diese Modelle hier anwenden können und mit einem guten Beispiel vorangehen können. Ich glaube, dass die Inselstaaten hier den Weg vorgeben werden. Vielen Dank. Gianni Canetti, vielen Dank für diesen Beitrag, dass Sie uns geholfen haben, besser zu verstehen, warum Inselstaaten hier ein Labor, aber auch ein Vorbild sein können für das, was wir erreichen wollen. Jetzt möchte ich eine Klimaaktivistin begrüßen, die überzeugt ist, dass erneuerbare Energien uns in die Zukunft führen. Eine Nomadin, aber auch eine Frau, die sich für erneuerbare Energien einsetzt und die in der Mongolei Aktivistinnen unterstützt hat. Und damit möchte ich die Vorsitzende von Green Dot begrüßen, die jetzt hier bei uns auf der Bühne sein wird. Ganz herzlich willkommen. Hi everybody. Einen schönen guten Tag. Und obwohl ich in der Hauptstadt der Mongolei aufgewachsen bin, habe ich 15 Sommer damit verbracht, mit meinen Großeltern auf deren Herden aufzupassen. Und wir haben dort mit unterschiedlichen nomadischen Familien zusammengelebt, die auch selber Solarenergie und Batterien für die Energieversorgung genutzt haben. Heute gibt es dort auch Gefrierschränke, heute gibt es dort Kühlschränke, Fernseher und so weiter. Und ich bin
mit diesen Erfahrungen groß geworden und bin letztendlich aber als Klimaaktivistin groß geworden, wurde zur Klimaaktivistin und habe festgestellt, dass eben diese Solarpaneele an 100.000 nomadische Familien vergeben wurden durch ein nationales Programm der mongolischen Regierung. Und damals habe ich gedacht, das ist ja ganz wundervoll, das ist ein guter Start in die Energiewende, dass man hier günstig an erneuerbare Energien kommt. Das war 1999, da war ich erst 4 Jahre alt. Und ich habe damals gedacht, dass wir auf dem Weg hin in ein grünes Nomadentum waren. Und wir sehen das hier auf dieser Folie. Aber ich bin dann immer pessimistischer geworden, weil ich später festgestellt habe, dass dieses Programm der Regierung durchaus nicht besonders gut funktioniert hat und erst durch internationale Unterstützung erfolgreich wurde. Und ich habe dann später festgestellt, dass in einer Kalkulation des Energie- und Stromnetzes in der Mongolei bis zu 200.000 Haushalte gar nicht aufgetaucht waren. Und das waren wahrscheinlich genau diese nomadischen Familien, die damals diese Solarpaneele bekommen haben. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist da schiefgelaufen? Wir hatten die richtigen Pläne, Partnerschaften und auch die Öffentlichkeit hatte Interesse. Das Stromnetz und die Energieerzeugung in der Mongolei ist sehr reguliert. 70% der Energie wird durch Kohlekraftwerke generiert, durch eine Kombination aus Wärmekraft und Stromerzeugung und nur 7% durch Erneuerbare. Wir importieren viel Energie zu gewissen Zeiten der hohen Nachfrage aus anderen Ländern und das ist dann häufig sehr teuer. Und wir sehen, dass die Energieerzeugung auch sehr viel CO2 ausstößt in unserem Land. Und wir sehen hier eine Veröffentlichung der Mongolei für den Weltklimarat und es geht dabei um unterschiedliche Voraussagen für die Mongolei. Dort wird festgestellt, dass es nicht sinnvoll ist und nicht machbar ist, die Mongolei wirklich durch erneuerbare Energien mit Energie zu versorgen und dass deswegen CO2-Abscheidung und andere Maßnahmen favorisiert werden. Und ich glaube, dass das das Risiko mit sich bringt, dass sich einfach gar nichts ändert in der Zukunft. Und wir sehen, dass das zu einem Teufelskreis führen kann und dass wir bis 2050 eben Stagnation und schlechte Regierungsführung erleben könnten. Und ich frage mich, ob dann eben auch in der Zukunft, in 25 Jahren, jemand zurückblicken wird und sich fragen wird, was heute schiefgelaufen ist. Und ich glaube, das ist genau unser Ziel als Green.Climate Organisation, um dafür zu sorgen, dass die einzelnen Haushalte in der Lage sind, sich eben mit diesen günstigeren erneuerbaren Energien zu versorgen, wenn sie keinen Anschluss an das Stromnetz haben, dass dadurch eben auch erneuerbare Energien gestützt werden und günstige Tarife durch die Regierung gefördert werden. Und zudem setzen wir uns dafür ein, dass die Politik hier bessere Strategien auch zur Umsetzung entwickelt und dass hier nicht auf Stimmenfang gegangen wird, um kurzfristig Vorteile davon zu erhalten. Wir sehen, dass es aktuell bis zu 6 Projekte gibt im Rahmen der mongolischen Energie-Revival-Strategie. Und es geht dabei darum, dass wir keine neuen fossilen Kraftwerke mehr ans Netz nehmen. Es geht darum, dass wir die Energieinfrastruktur verbessern. Und es wurde gerade vor kurzem von der UNDP festgestellt, dass die Energieinfrastruktur in der Mongolei immer älter wird, nicht effizient ist und sehr viele Subventionen erhält. Und ich glaube, wir müssen die erneuerbare Energie nutzen, die Leistung nutzen, die jetzt bei gerade einmal 30% liegt. Und wir müssen die Kapazität verfünffachen, um die Nachfrage auch wirklich erfüllen zu können. Zudem sollten wir die Kohlekraftwerke über die Zeit abschalten und sie durch erneuerbare Energien ersetzen. Und zu guter Letzt sollten wir
den Strom und die Energie auch mit dem richtigen Preisschild versehen und auch strategisch kommunizieren, was wir hier für Veränderungen durchführen müssen. Und das sollten wir auch der Öffentlichkeit gegenüber tun. Wir sollten hier langfristig denken, nicht kurzfristig. Und wir hoffen, dass jemand, der heute 4 Jahre alt ist, zurückblickt in 25 Jahren und auf eine bessere Zukunft blicken kann. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Eindrücke und für die Skizzierung dieses Traumes, was die Mongolei hier umsetzen kann, in was sie sich entwickeln kann. Jetzt machen wir eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Sie können natürlich einfach hier bleiben in diesem Raum und folgen von hier aus dem Dialog Hub, wo wir einen Blick auf dezentralisierte Systeme werfen und wie sie die Akzeptanz für erneuerbare Energien erhöhen können. Sie können natürlich auch in den Europasaal gehen, aber wie gesagt, es ist auch hier aus diesem Raum möglich. Zudem gibt es im Lesehof, im Innenhof, eine Veranstaltung über Erfolgsgeschichten im MENA-Raum. Wir werden dann hier im Weltsaal zum Abschluss des BETD noch einmal zusammenkommen in insgesamt 30 Minuten. Wir werden uns hier anschauen, wie wir mit einem Fachkräftemangel im Energiesektor umgehen können. Und damit möchte ich an Hadja weitergeben. Vielen Dank. Good afternoon, hello, and welcome back, everybody, to the Dialogue Hub here at this BETD. I hope you all enjoyed a good lunch break, and I hope that you also enjoyed the inspiring keynotes that we just saw in the Weltsaal. We're running on a right streak with inspiration because we are going over to a session that is incredibly important when it comes to the energy transition, which is all about decentralized energy and energy sharing. It's reshaping how we produce, distribute, and consume energy altogether, because traditionally, we know that energy has been traditionally produced in these large sort of centralized power plants with communities then simply consuming what is being supplied. But thanks to renewables, thanks to digital innovations that we see and community-driven initiatives, if anything above all, we now see that we are witnessing a fundamental shift where communities are becoming energy producers, right? Where energy sharing is emerging as a powerful tool, and where we see that energy cooperatives are strengthening local energy security and boosting community engagement through this new notion of decentralized energy and energy sharing. And we're going to be talking about that. So I would say a lot of exciting things to hear more about. And if you find it exciting too, and there's something regarding the topic that you'd like to share with us today, then make sure to do so by using the hashtag BETD25 online. That way we get to sort of see all your posts and insights and comments. And I'd love to go over them today in the Dialogue Hub sessions that we have left. So please do that, and I'll be on the lookout for whatever it is that you're sharing about this session. And with that being said, I would say without further ado, let's hop right into our first stakeholder interview, which is all about a technology that makes decentralization possible. And here to have that conversation with me, I am very pleased to be able to welcome a leader in energy security and decentralization technologies. He is the founder and Chief Policy and Global Affairs Officer at Enoda. I want to give a very warm welcome to Paul Domjan, everyone. Give him a big round of applause. Thank you. Thank you very much for having me. Thank you so much for being here, Paul. Paul, if I can start, why isn't the existing energy system built for decentralization in your sort of perspective? And can you then also explain how you guys are trying to change that from Enoda's perspective? Certainly. Thank you very much. It's a great question. If we go back all the way to the beginning, 140 years ago, when we invented the electricity system, the brilliance that Nikola Tesla and William Stanley had was that you could have a system that was extremely efficient and required extremely narrow operating parameters,
but it could trivially achieve those parameters because at the top of the system was a big spinning power station. Right. So in the original system, our behavior was very synchronized. We ate dinner at the same time. We watched the same television. Yeah. We didn't 140 years ago, but we did 50 years ago. At some point. At some point. Yeah. We behaved the same way, and the generation came from large power plants that could easily adjust their output. So the power plant provided two things. It provided power, but it also provided system stability. And it provided system stability so effectively and so transparently that we forgot it did that. Yeah. So now with the energy transition, we replace the primary power with renewables, which provide primary power more cheaply than fossil fuels ever could, but they don't provide that core system stability. And we need to move system stability to somewhere else in the system if we're really going to achieve those objectives of net zero 2050 and 100% renewable energy. Right, and what role is Inoda playing in sort of like shifting the technologies Certainly. there? So we have a platform of technologies that begins with something called the Inoda Prime Exchanger, which is a replacement for the distribution substation. That's the box at the end of your road that says, "Do not open, danger of death," and supports 100 houses with single-phase power. What's in that box today fundamentally is a transformer that's a design that's almost 140 years old, and it isn't able to accommodate power flowing back upstream. It isn't able to accommodate different numbers of electric vehicles and solar roofs on different phases. Our device replaces that and deconstrains that local network, and then a fleet of those devices coordinate to manage our load and provide the same services that power plants did previously. So once we move to a system with a high number of Inoda Prime Exchangers, a fleet of Prime Exchangers, it no longer requires gas-fired power stations or biomass-fired power stations or batteries to stabilize the grid. The grid can stabilize itself much more cost-effectively and without carbon emissions. Yeah, it sounds groundbreaking if I hear it like that, and it also sort of like shows the rigidness of systems that we come from, right? It's like what we sort of like routine-wise from time have grounded ourselves in, and then we don't sort of question like, does that fit the time that we're in right now? So you're mentioning a couple of things that you guys are doing at Inoda. Would you say that those are like the most important shifts in innovations that are needed to sort of like enable decentralized energy? I think so. I mean, I think the way that I would think about this is the first phase of the energy transition was about the key question of, can we build renewables quickly and cheaply? And we know that today the answer is yes. Yeah. But the first phase of the energy transition has been a little bit like the beginning of the internet. You know, back in the days when I still had hair, I wrote software in .com 1.0. And in .com 1.0, we said, you know, we have the browser at one end, we have the web at the other, but in between is Alexander Graham Bell. And to really unlock the internet, we needed to replace that middle piece with internet routing. Today in the energy transition, we have utility scale solar and wind at one end. We have heat pumps and electric vehicles and solar roofs at the other. But in between is Nikola Tesla, William Stanley, and George Westinghouse. And the next phase of the transition is not about can we build renewables, it's about can we build a system that will operate with those renewables. And without them in the middle right there as an intermediary. That's an interesting one. So like, I mean, when we talk about this, I mean, the energy transition in a way, it's also oftentimes linked to rising costs, right? What would you say is the real sort of like costs that are related to energy security? Because at the end of the day, that's also like the ultimate aim through which we sort of like want to achieve this. Absolutely, and I think, you know, we talk often about how renewables can be the gateway for energy security, and they can, but not with the grid we have today. And the reason for that is that the price that we pay isn't a function of the cheapest generation, it's a function of the most expensive that's needed to stabilize the grid. And that most expensive generation today is coming from natural gas or biomass or another form of peaking power that's extremely expensive. And I think as we look at the possibility of peace in Ukraine, the possibility of Russian gas restarting, we need to bear in mind that utilizing those resources again is going to leave us in the same position where our economic security is tied to the cost of that natural gas that balances the system. We have a paper that we've been sharing with people here at Energy Transition Dialogue, looking at how the cost of energy changes with rising level of renewables. And what we see is that around 40 or 50%, the cost of stabilizing the system with existing technologies starts to rise exponentially. So we really need a different type of grid, not just a bigger grid to enable this transition. Yeah, you're basically saying focusing on renewables alone is not enough. We need a way more diversified approach in that sense. Renewables were the first enabling technology, but they're
not the only enabling technology. And they need a system that's built around them, whereas today we're shoehorning renewables into a system that was built for thermal generation. Right, indeed, and that's the shift that we need to make. If we sort of like imagine a fully decentralized energy system of the future, what would that sort of look like in your ideal image, and what roles would renewables then play in that sort of like subset? Certainly, I mean, the role is enormous, obviously, but what does a fully decentralized energy system mean? What I think it means is from anywhere to anywhere, and agnostic to the nature of supply and demand. So there's a concept in the European Union of energy communities, which is a beautiful concept. The idea that each community can think about what are the best resources for its needs. It can integrate renewables. It can integrate renewables with local heating or cooling or other priorities. Unfortunately, the grids we have today can't work that way. We need to produce a dramatic increase in flexibility in the grid itself so that individuals, businesses, communities can make the energy choices they want about generation, about storage, about consumption, without being hamstrung by the very narrow operating parameters of our current grid. Right, right. And I mean, it is a big sort of like step and skill that we then need to make, but I do hear you say that that it's one worth walking towards. I want to thank you so much. Thank you very much. Well, we have a big round of applause, everyone, for Paul Domian. Thank you so much for sharing your insights. Thanks. And we're not ending there, because there's a lot more to discuss when it comes to decentralizing energy. And that is what I'm going to do in the next deep dive sessions with my new guests. So may I also ask the CEO of Solar Power Europe, who advocates for clean energy policies and expansion across the continent. May we have a big round of applause, everyone, for Walburga Hemensberger. And then I also want a big round of applause for the Permanent Secretary for Environment and Climate Change of Fiji. A big round of applause for Dr. Sivendra Michael. There they are. Welcome. Please do join me here. Welcome to the both of you. Thank you so much for being here. Mrs. Hemensberger, if I can start with you. When we talk about decentralized energy, why would you say that it's so key to both energy security on the one hand, but also public acceptance, which we have heard over and over again actually at BTD, that's still something where a lot of advocacy and messaging work needs to sort of get behind. What's like the key role of decentralized energy there? So maybe to start with first saying that decentralized energy is not a means to an end, but we're doing it because we want to decarbonize our societies. That's our main goal, but also, and that comes more and more into the focus of policy making. We want to have secure societies, and we want to be competitive again. And all of this points to one solution, and that is renewables. And renewables, as we all know, 70% of renewables are connected to the decentralized electricity grid. And this is why, it is so important to strengthen those grids. Now, your question, it is the cheapest electricity, it is the most secure electricity, and it is also something where people can get engaged with. Right. Security, I don't think I need to explain. If it's decentralized, it's much less prone to attacks. We see that at the moment in Ukraine, so it's more secure. It's also homegrown. In Europe, that is particularly important just because we do not have those energy sources, cheap energy sources, so we need to have homegrown electricity. And public acceptance, it is really great that people today can engage and not just energy takers. They can produce their own electricity, they can sell their own electricity, and we're coming to the energy sharing part of things. So you're really getting engaged. There's also business models where, when we even talk about larger solar parks, the communities around those large solar parks get benefits out of those parks. So it's really bringing benefits to consumers, bringing benefits to communities at large. And this is helping the buy-in for the energy transition, which is a very complex task. We should not ignore that. No, but I mean, if I hear you speak like that, it's like there's such a solid case to be made for it, right? We do see indeed how fundamentally important it is to sort of like make ourselves more adaptive to crisis situations. You mentioned the example of Ukraine. We see that it like drives community engagement, because whether we're talking about like energy sharing or
like sort of just have that be more locally organized, it makes it such that people are way more involved. So, I mean, there's all-round benefits that I hear on that side in scaling it up. Dr. Michael, if I can go to you and we look at the specific case of Fiji, could you explain more to us about how decentralized renewable energy systems are a part of your country specifically? Like, what sort of challenges and opportunities do you see? Thank you. I think first to acknowledge that we may be worlds apart, like here in Germany and the Pacific, but we all have similar interests, right? Yeah. Which is towards cleaner and greener economies. Yeah. And Fiji, for those that are not aware, is an archipelago made up of over 300 islands. And so decentralization has always been part of the picture. However, the reality, like many other developing countries, is that our current grid is that is maintaining transmission infrastructure, it's very expensive. Right. And also, it's important to highlight that for regions like ours, where grid dependence is also very vulnerable because of the increased impacts of climate change or climate-induced events. So the grid dependence that we have, it also increases vulnerability due to the increase in rainfall and so forth. So I think going back to your question, the reality is that Fiji, we do have the potential to create a series of small grids that are associated with different energy sources. If you look at the north, we have potential for wind power. Down west, we have potential for solar energy because of the heat patterns. And then around us, we have oceans. Yeah. So we have opportunity for a lot of hydropower. resources Yes, in that absolutely. way. Yeah. So for us, decentralization absolutely makes sense. Yeah. And because of our remoteness of many communities, and also the physical separation between these islands should use us as an innovation hub to test renewable energy concepts. I mean, it's a perfect way, right? Because you can sort of like see that then very directly between islands. But Dr. Michael, if I may elaborate on one point, you mentioned vulnerable communities. And I just wanted to ask you a little bit more about that. When we look at sort of like the resilience that decentralized energy can bring to vulnerable communities, what would that look like in practice? What do you think is the potential that we can have there? I think the reality is what we are going through right now. So if we are relocating communities, entire communities, that is already happening, what sorts of infrastructure needs to move with it? We can't have large-scale infrastructure, so we have to look at small-scale infrastructure that the communities themselves are empowered to invest towards. Yeah. So for us, when we talk about vulnerability, we look at vulnerability at its core, from the grassroots communities, what it means for going towards electrification, what it means to look at renewable energy concepts. So I go back to my previous point that as small island states with low populations, with low energy demand, the renewable energy potential could be used as an innovation hub. Right? And so for us, it is very difficult to deliver this transition because we are always required to utilize resources from very small pots of funding in an effort to aggregate the resources needed to large-scale technological change. So that's why we have to look at small-scale investments. And maybe those that are seated here in this BETD conference, our dream is to find that blue sky investor that is ready to fund this major portion of this work. But it's also about ensuring that our climate policies are translated into enforceable directives. Yeah. So in Fiji, what have we done? We have a Fiji Rural Electrification project or program where communities are able to themselves enable or set up micro solar grids where cost of capital for them is covered. So we talk about de-risking. We de-risk. You give them a guarantee. We give them the guarantee, and then they pay back using through energy or electricity use. Yeah. So I think this rural electrification concept is an innovative way of thinking. Yeah. And it gives communities that opportunity to drive change that they want to see. Locally from the ground locally themselves. led, locally owned as well. And it is a good best practice example. I mean, you're making a strong case. So regarding the funding, who knows? There may be somebody in a room or watching. So we're talking about decentralized energy, but also about energy sharing. And regarding that, I'd love to go back to you, Mrs. Himmelsberger, because I wanted to hear from you. I mean, energy sharing is one of the major wins also that we see in the new European market design rules. Can you maybe elaborate a little bit more on what that specifically incorporates, and also where do we currently stand in the implementation of that framework, would you say, here in Europe? Indeed, we're particularly proud that energy sharing is now part of the European rules. What it does is, a couple of years ago, it was just not possible that you could share the electricity that you're producing on your roof with your neighbors. Yeah. And this
this is what it does. You should be able to share that with your neighbors now, at least theoretically, because it still needs to be implemented in the different member state legislations. But it's a beautiful tool because, first of all, no energy gets wasted. It can be used by others while you're not at home, or whether you don't have appliances who are using it. But then also it has a big potential of helping grids to cope with the renewables and with solar injections. So it is really also a tool to help the energy system at large. And you know, there's a lot of roofs which are getting unused, and people can be encouraged to put more solar on their roofs if they can share it with their neighbors. Yeah, for sure. So it's really great to have that. Now we need to see it implemented in different member states. There's a couple of front runners already, Portugal, Germany, now also lately introduced these rules. France has it since a while. So we need to see that much more in Europe being implemented so that consumers can profit and the energy system at large can profit from it. So you're mentioning a couple of examples of countries that are like being front runners, but overall, would you say that we've made a head start in implementing it, or do you still say that we're sort of standing at the beginning lines of doing this? I think we're still standing at the beginning of the huge potential that we see in energy sharing. Some countries are taking advantage. There's beautiful examples in Portugal, for example, who are front runners. Can you share? Because I mean, we heard the best case practices from Fiji. I'd love to hear more. Very happy always to share these beautiful examples because I'm personally excited about it. There's, for example, in Cascais, close to Lisbon, there is a kindergarten with a big roof and who is sharing their energy with vulnerable families around it. And both are profiting because the kindergarten is paying less on their energy bills and the vulnerable consumers around it as well. There's another beautiful example where a football stadium is sharing their energy with a cancer hospital in Lisbon. So really beautiful examples. And in the case of the kindergarten, they didn't have to pay for the installation because it was a company taking care of it. And everyone is sharing the benefits, and this is how energy transition is working on the ground. And that is so beautiful, not just because of the fact of how, I mean, we know that we need to make the energy transition. We know that we are at a critical point. We're literally poised on the brink of the precipice when it comes to the climate crisis, and there's no time to waste. But to see this and to hear this and see that a side effect, a by-effect, is literally sort of the community also coming together, and you're strengthening cohesion in that way as well with these examples is at least a beautiful thing to see happening on the side. Definitely. Yeah, for sure. Dr. Michael, if I can go to you. I mean, one thing when we talk about cohesion also as this like community that is trying to accelerate the energy transition, I also always feel like we don't need to reinvent the wheel constantly because we have so many sort of like lived experiences that bring a lot of wisdom from it. Considering that, what are some of the lessons that you guys have learned in Fiji that you would like to share with perhaps others that are listening here, people from other sort of like country experiences in building community sort of driven energy solutions? I think for us, one of the biggest lessons learned is to socialize and contextualize. There is no point in getting all this knowledge from the global north and it's socializing that knowledge, but if it's not contextually relevant, it does not work. And we know that two things that continue to exist, funding will always be a challenge, capacity will always be a challenge. So we need to develop or scale up solutions that, such as the Fiji Rural Electrification Fund, that is, drawing on this public-private partnership as well, so that it really works the talk. You move away from diesel-powered generators to looking at energy security, energy access for communities or remote communities in this sense. So for us, one of the biggest lessons learned going forward is you can change all the regulatory framework, you can change all the governance institutional structures, but if you don't have the financing mechanisms and the capacities to implement, then you are just doing a lip service. You really need to put your money where your mouth is and try to drive this change. And so we call on private sector to come in and bring this change that they are so responsibly supposed to do. So this just transition, what does it look like? It's not just a talk fest. It's getting, investments into the community, trying to provide for the remote communities that are
on the front lines of the climate impact when they are not the creators of the climate crisis. Yeah, I love how you said that. That's as clear as a call to action as any that we could have. So it's funding and capacity. You've at least made me very optimistic about the potentiality, the impact that we can have, what it does on the long run. So I really want to thank the both of you. May we have a big round of applause, everyone, for Dr. Michael and Mrs. Hemetsberger. Thank you so much for sharing all your insights with us. Thank you so much. Okay. And we move on because this session is filled with insight, knowledge and wisdom. And that is also what I'm expecting from my next guest. I'm very pleased to introduce to the stage right now. He is the Director of Energy at the Ministry of Energy, Commerce and Industry. May we have a big round of applause, everyone, for Mr. Charalambos Roussos. Give him a big round of applause. Thank you. Welcome. Thank you. Thanks for the invitation. Well, thank you so much for being here. I mean, we're just continuing on because it's a whole stream and whirlwind of insight and knowledge that we're hearing. Charalambos, what would you say are the benefits of decentralized power generation for communities and individuals specifically? Yeah, I mean, first, as the previous speakers have said, decentralization is a result of the proliferation of renewables. I think that this is a normal and natural development. There are a number of benefits. I would say number one is I would call it the democratization of energy. It enables individuals and communities to be and to act like a prosumers, meaning producing and consuming electricity. And in this way, there is a more equitable wealth distribution in the energy sector. Self-sufficiency, energy security, it was mentioned before. There is also more efficient production of renewables because usually production is near where consumption is, meaning that we don't need to build, transmission infrastructure, substations, and this is also a positive for they produce and they give less environmental negative effects. So, but I would say that one of the most important benefits, and it was mentioned before, is the reduction in the energy bill. And in our case, in Cyprus, for example, we use these in order to alleviate energy poverty, which is something that a lot of countries, not only in Europe, are facing. And dealing with, right? It's a big issue. Yes, we in our case, we are using also grant schemes, subsidies to energy poverty, especially for households, but also for local authorities. But I mean, again, this goes to show that it's a very strong case that we can make for it. And I love how you, by the way, said the democratization of energy, because it allows people to sort of on the ground be involved with sharing the supply, doing it locally. At the same time, I'm hearing all these benefits that are there to it. If you would have to look, Mr. Roussos, from like Cyprus's perspective, what would you say are like some of the challenges that we're still facing that prevents us to sort of scale up decentralized energy production? I think for us, especially Cyprus is a small and isolated energy system. The major and number one challenge is the capacity of the electricity grid. As it was mentioned before, the electricity grid is not ready for having so many renewables. Another issue is the regulatory framework. The current framework has been enacted having in mind the original centralized production of energy. So it needs the framework, and the new pricing mechanisms are needed in order to reflect the characteristics of decentralized production. And this can be affected only with the involvement of all stakeholders, the regulators, the transmission distribution system operators, so that the appropriate framework is in place. Right, in order to sort of be able to scale that up. Because I hear you mentioning the grid, I hear you mentioning a regulatory framework that needs to be in place and suffice for it, pricing mechanisms. If we look at technology, do you think that could potentially contribute to the advancement of decentralized power generation? Yes, we heard about storage before. I think storage solutions and demand response
they have to go hand in hand with decentralized production. Otherwise, we see a lot of curtailments, for example, meaning renewable production that could be produced but is not produced and not used. This is something that we face. This is a real problem for Cyprus and for other countries. Yeah. So we need to have these storage solutions, but also smart grid technologies, because we need to have the decentralized generation respond to the demands of the grid. Blockchain applications, we see them as having potential in the payment and remuneration, especially among energy communities and peer-to-peer payments. Also, other technologies that could be used is AI and, and language machine learning. Yeah. They can be used in demand forecasting and production also forecasting. IoT integration, which is very important in giving the tool to the system operators to regulate the distributed generation according to the needs of the grid. And other microgrid technologies that can also be used so that the grid operates in the most efficient way. Right. Okay, thank you. Those are like some real, I mean, that's a lot of potentiality that we have there, and I think it sort of shows the potentiality for us to skill up, hopefully. I want to thank you so much from the Ministry at Cyprus, Charalambos Roussos. Can we have a big round of applause, everyone? Thank you so much for sharing that. Now, you would think, does that bring us at the end of the session? It does not, because you have been so busy posting on social media today that I just want to take a quick second to acknowledge everything that you've put out there, because it is indeed the second day of BTD, and we see Ronald up here, who is fresh up this morning, ready for the second day of this conference, and I see that he's brought the sun along with him. We got a sunny day in Berlin here, so I do count as lucky. And there's been a lot that we've been sharing, right? I love this LinkedIn post that I bumped into from Florian, who says the energy transition is a priority, not an afterthought. And he's mentioning that we see the global tensions, right? We see the geopolitical shifts dominating the headlines. And he said then one might think that climate action and sustainability are slipping down the agenda, but the Berlin Energy Transition Dialogue proves otherwise. We are making real progress, not just in Germany, but also in Africa. Initiatives like the hashtag Mission 300 and hashtag APRA are driving the rapid expansion of renewable energy. Again, this goes to show there is a wide diversity of sessions that we have at BTD, a wide diversity in experts and people from different regions. And I just love that this was at least enough also for Florian to feel the energy and feel pumped up enough to continue with each other together. And he's not the only one reflecting, because Adriana is doing the same thing. She's reflecting back too on, and I quote, an exciting exchange at BTD 25 on needs and means for engaging young people in a political and practical process, promoting green growth with participation of Elisa Barnea. And to the actual sharp guest here in our midst, they may remember her from yesterday's Dialogue Hub. So if you were here and if you saw it, good for you. And otherwise, you can look it back on our live stream as well. Now, we move on because a lot is being shared, and Ronald is reflecting back on this morning's program, saying what a wonderful keynote from Dr. Melamu this morning, addressing the crowd at the Berlin Energy Transition Dialogue, a just transition and renewable energy access for all people and communities is essential. Proud to be able to cooperate with our South African Partner Association. I love when we talk about justice and accessibility. I mean, it does for sure 100% tie into the very spirit and the core of the session we just had. When we look at decentralized energy, the impact that it can have, not just on accelerating the transition, which in essence is already a big and important thing that we need to do, but also the side effects that we saw and how it can, increase community engagement, create that local cohesion that we also so desperately need in the world. And it's just a win-win factor, if you ask me. So thank you for sharing those insights.
Irene is also speaking up about something that is really important, about the importance of closing the gender gap in the energy sector. Can I say here? Because Irene is saying women have to be a part of the dialogue, and that is the mission of the Global Women Network for the Energy Transition. This is why we're mentioning and supporting women's activities in the energy sector, and it is completely my honor to just reiterate that message right here in this social media review. And let's end with an inspiring quote from the speech that Karishma Porwal gave in the Weltzaal earlier this morning, because she said, many small people in many small places doing many small things can alter the face of the world, and I feel that it is our job to allow them the means to be able to do exactly that. And if there's any quote I could end with that also summarizes the very sentiment that we need to carry forward in all the next sessions, but also after we leave today and we all go back to our own respective works, to not forget the importance of that, then it is enabling everyone to contribute their fair share. However small or however big it is, it will end up being the movement that we need to make all together. Now, that brings us already towards the end of this dialogue hub, but do not fret, we have more in store for you for today. Like, for example, right now in the Weltzaal, we will start a panel discussion on intersectional approaches to conquer workforce scarcity for the green energy transition, something that has been mentioned over and over again. So I would say check it out, and then I see you back in the next dialogue hub session. The expansion of renewables is in full swing, creating unparalleled opportunities for economic growth and social progress. But to build, maintain and manage the growing renewables infrastructure, we need to more than triple the actual workforce by 2030. We need all hands on deck, retrained workers from the fossil sector, as well as new, diverse talents. Can an intersectional approach help to cultivate a skilled workforce while harnessing the benefits of inclusive teams to drive a just energy transition? And that is our topic in this final. Darum soll es also heute hier bei der letzten Podiumsdiskussion des 11. BTD gehen. Es ist wunderbar, dass Sie heute alle wieder hier sind. Die Nachfrage nach Fachkräften für die Energiewende wird sehr stark ansteigen, wenn wir tatsächlich in den nächsten 5 Jahren das Ziel der Verdreifachung umsetzen. Die IRENA schätzt, dass 38 Millionen Arbeitskräfte gebraucht werden bis 2030 und 43 bis 2050. Und das alles in einer Zeit eines demografischen Wandels und einer schrumpfenden arbeitsfähigen Bevölkerung. Gleichzeitig ist es so, dass es in den Entwicklungs- und Schwellenländern auch noch das Thema gibt, Menschen in den Arbeitsmarkt überhaupt hineinzubringen, sie zu integrieren. Hier soll es also um Strategien gehen, wie man eine ausreichende Zahl von Fachkräften gewinnt und wie man das in einer sozial ausgewogenen und resilienten Weise tut. Wir möchten von der Privatwirtschaft, von internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft hören, und wir möchten das alles sehen, wie man das über verschiedene soziale, nationale und Altersgrenzen hinweg tun kann. Und dafür haben wir ganz wunderbare Gäste. Ich beginne gleich hier zu meiner Linken. Begrüßen Sie Dr. Atane Ristabole, die kosovarische Wirtschaftsministerin und auch bei B-Invest im College in Pristina aktiv. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind. Des Weiteren freue ich mich, seine Exzellenz Rafael Motila zu begrüßen. Er ist in seiner zweiten Amtszeit als philippinischer Energieminister und hat zuvor als Staatssekretär bei der Nationalen Entwicklungsbehörde gearbeitet. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Anand Badeba ist ein Datenbeauftragter für nachhaltige Energie für alle. Er analysiert und plant die Nachfrage
die Daten für die Nachfrage nach Arbeitskräften im Bereich der erneuerbaren Energien. Abschließend freuen wir uns virtuell auf Danarol Asoley, CEO und Mitgründerin der nigerianischen erneuerbaren Energiefirma Ashton Solar. Sie ist des Weiteren auch Vizepräsidentin der des Erneuerbaren Energieverbandes von Nigeria. Des Weiteren ist sie auch noch in einer Organisation aktiv, die 6.000 junge Frauen und Mädchen im Bereich der erneuerbaren Energie in den Arbeitsmarkt integrieren möchte. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihr Fachwissen. Die Frage, die wir erst einmal stellen möchten, ist: Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Land bei der Entwicklung einer größeren und inklusiveren Fachkräfteversorgung für die Energiewende? Sie können jetzt einfach ein Brainstorming machen und die Wörter, die Ihnen einfallen, eintippen. Ich möchte gleich mit der Frage der Arbeitskräfte und der Nachfrage nach Arbeitskräften beginnen. Und zwar gleich mit Ihnen, Frau Vinanoli. Traditionell ist es so, dass der Energiesektor sehr stark von fossilen Energien und insbesondere Kohle abhängig war, insbesondere in Ihrem Land. Dort gab es dementsprechend auch viele Arbeitskräfte in diesem Bereich. Was tun Sie, um dafür zu sorgen, dass diese verlorenen Arbeitsplätze ersetzt werden, beziehungsweise dass die betroffenen Arbeiter eben sich umorientieren können? Tatsächlich ist es so, dass unser Energiebereich noch immer von der Kohle dominiert ist. 95% des Stroms wurde noch vor 2 Jahren aus Kohle produziert. Inzwischen sind wir bei, in Anführungszeichen, nur noch 90%, was immer noch absolut überwältigend viel ist. Das bedeutet, dass wir viele Arbeitsplätze sowohl im Bereich des Bergbaus haben, als auch in den Kohlekraftwerken. Aber wir haben auch einen schnell wachsenden Bereich der erneuerbaren Energien. Und das ist attraktiver für junge Männer und Frauen. Wir haben die glückliche Lage, dass unser Durchschnittsalter im Kohlebereich doch recht hoch ist bei der Arbeiterschaft, sodass sich die Kohle zu einem gewissen Maße selbst in den Ruhestand begibt, wenn man so will. Und wir haben sehr viele gut ausgebildete junge Menschen, die sich mehr in die Richtung der Mathematik und der Naturwissenschaften orientieren und also der MINT-Fächer, und das bedeutet, dass wir jetzt hier in diesem Bereich tatsächlich sehr stark in das Humankapital investieren können. Das tun wir auf verschiedenen Ebenen. Wir haben spezielle Programme für die Berufsausbildung. Das betrifft dann die kurzfristigeren Bedarfe, und dann haben wir auch langfristige Ausbildungen bzw. Studiengänge für moderne, dynamischere Sektoren, die zum großen Teil auf Erneuerbaren aufbauen. Herr Lotterotti, ich möchte über die Philippinen und die Möglichkeiten dort etwas von Ihnen erfahren. Sie gehören zu den vielversprechendsten Märkten für Investitionen in erneuerbare Energien. Sie erwarten großes Wachstum, sowohl bei den Investitionen als auch bei den Arbeitsplätzen in diesem Bereich. Wie ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in Ihrem Land im Bereich der erneuerbaren Energien, und was tun Sie, um diesen Bedarf auch zu decken? Vielen Dank, Melinda. Wie Sie bereits gesagt haben, sind die Philippinen ein sehr junges Land. Unsere Bevölkerung wird 2025 ungefähr 132 Millionen Menschen erreichen. Das wird dann der Höhepunkt sein. Momentan sind wir bei 115 Millionen in diesem Jahr. Und das zeigt uns, dass wir noch etwas Zeit haben, bis wir tatsächlich an dem höchsten Punkt sind. Wir haben jetzt eine produktive Arbeitsbevölkerung. Und das ist eine Chance.
Es gibt also Chancen für die erneuerbaren Energien und unser Ziel besteht darin, 50% unseres Elektrizitätsbedarfs aus Erneuerbaren zu decken. Das möchten wir bis 2040 erreichen. Und diese Chance kann natürlich auch verpasst werden. Bei den Thermalkraftwerken haben wir schon festgestellt, dass es nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Arbeitskräfte tatsächlich nicht aus den Philippinen stammten, sondern dass die Arbeitskräfte gleich mit importiert wurden. Das heißt, nur weil man genug arbeitsfähige Bevölkerung hat, heißt das nicht automatisch, dass die auch entsprechend ausgebildet sind oder sich entsprechend ausbilden lassen möchten, um dann auch wirklich profitieren zu können. Das ist also eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und bei der Zusammenarbeit nicht nur mit anderen Ministerien gibt es immer die Herausforderung, dass viele Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder studieren. Sie sehen nicht viel Wert in einer Berufsausbildung. Das heißt, diese Grundeinstellung müsste verändert werden. Und das ist eine Herausforderung und natürlich auch eine Chance. Selbstverständlich gibt es Wege, das zu erreichen. Natürlich kann man auch Menschen nehmen, die zum Beispiel 1 oder 2 Jahre zur Universität gegangen sind. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass man entsprechend praxisbetonte Studiengänge hat, die dann sozusagen die Ausbildung mit erledigen. Für ganz besondere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel eine bestimmte Insel, die größten Kohlebergwerke beheimaten und gleichzeitig aber auch sehr windreich sind. Da haben wir also eine Situation, wo On- und Offshore-Wind tatsächlich die Kohle verdrängen könnte. Auch das dauert. Deshalb beginnen wir erstmal sehr bescheiden mit 2 Windkraftwerken an Land. Und wir nehmen die Bevölkerung langsam mit. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung dieser Insel dann behutsam sozusagen sich umorientiert. Ja, das ist das, was wir in unserem Vertrag mit dem Kohlebergwerksbetreiber festgelegt haben, dass dafür gesorgt werden muss, dass nicht nur die direkten die Arbeitskräfte profitieren, sondern eben die gesamte lokale Gemeinschaft, die dort lebt. Das ist ein sehr interessanter Kontext. Ja, die Energiewende wird dauern. Denn man muss sich anpassen. Die Menschen vor Ort müssen sich in gemäßigtem Schritte anpassen. Darauf kommen wir noch zurück. Wir kommen nun zu Demolola Asaye in Nigeria. Sie hatten wohl einige technische Probleme, aber es sieht jetzt ganz gut aus. Sie setzen sich sehr stark für saubere Energielösungen an und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern in Nigeria. Können Sie uns etwas erzählen über die Entwicklung der Fachkräfte oder des Fachkräftebedarfs und Angebots in Ihrem Land? Können Sie mich hören? Ja, wir können Sie hören. Guten Abend aus Nigeria. Aktuell ist es so, dass wir in Nigeria viele Menschen haben, die das Wissen erwerben wollen. Sie hören von erneuerbaren Energien und sie möchten mitmachen. Aber sie
haben nicht entsprechend die Ausbildung. Aber sehr viele verstehen, dass sie diese Fähigkeiten tatsächlich erwerben müssen und dass diese Fähigkeiten auch international einsetzbar sind. Es gibt Organisationen wie Current, die entsprechende Zertifizierung im Bereich der erneuerbaren Energie anbieten, mit Ausbildungspartnern wie zum Beispiel meiner Organisation. Diese Ausbildung führt dann dazu, dass die Expertise in der Industrie tatsächlich auch wächst. Von einem sehr, sehr kleinen Niveau aus. Inzwischen ist es so, dass mehr Menschen verstehen, dass sie diese Fähigkeiten benötigen. Und diese Zertifizierung wird langsam voranschreiten. Und das gibt Möglichkeiten. Das ist auf nationaler wie internationaler Ebene der Fall. Es gibt viele Projekte in Nigeria, für die man Zertifizierungen benötigt. Und das heißt, dass die Nachfrage nach entsprechend ausgebildeten Leuten steigt. Als ich Sie vorgestellt habe, und ich weiß nicht, ob Sie die Einführung hören konnten, da ja die Technik etwas problematisch war, aber ich sagte, dass Sie sich dafür einsetzen, dass Frauen und Mädchen auch in diesem Bereich aktiv sein können. Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen. Wie sind die Anteile von Frauen und Mädchen in der Gesamtarbeitsbevölkerung in diesem Bereich? Sind Mädchen und Frauen entsprechend ausgebildet dafür, dass sie die Grundlagen haben, um eine solche Ausbildung durchführen zu können? Ich habe festgestellt, dass es eine sehr große Lücke gibt. Das war noch extremer der Fall als jetzt, aber sie besteht weiterhin. Sehr wenige Frauen arbeiten im Technologiebereich. Eine sehr kleine Prozentzahl. Selbst wenn Sie sich die Universitäten in Nigeria ansehen, dann stellen Sie fest, es sind sehr, sehr wenige. Und wenn Sie ein einfaches Bachelorprogramm sehen, dann ist wahrscheinlich 1% der Studierenden weiblich. Und das in einem Bereich, der sehr, sehr wichtig ist. Und aktuell ist es so, dass Frauen im Energiebereich sehr häufig eher im administrativen Bereich arbeiten. Das heißt, sie arbeiten für eine Organisation oder für eine Firma mit erneuerbaren Energien, aber im Admin-Bereich. Und im Technikbereich ist dann vielleicht eine Frau. Und ansonsten haben sie die Verkäufer oder die Rezeptionistin oder so, das sind dann Frauen. Aber wir arbeiten daran, diese Lücke zu schließen. Meine Organisation bietet Ausbildungen, technische Ausbildungen für Frauen an, gerade im Bereich der Solar-PV. Ziel ist es, dass Frauen die entsprechenden Fähigkeiten haben, dass sie auch akzeptiert werden im Technikbereich und nicht nur im Admin-Bereich. Und selbst im administrativen Bereich ist es immer noch so, dass man bestimmte technische Kenntnisse haben muss. Das heißt, es geht darum, die technischen Aspekte auch zu haben. Dann gibt es eine spezielle Ausbildung für junge Mädchen. Denn wir haben festgestellt, dass das Problem ein weiteres Problem zugrunde liegt, und zwar im Schulalter. Das heißt also in der weiterführenden Schule. Und da wählt man einen bestimmten Zweig. Man entscheidet sich zum Beispiel, ob man in den Bereich Ingenieurwissenschaften gehen wird oder in den Admin-Bereich. Und da, wo diese Weichen gestellt werden, also in der weiterführenden Schule,
müssen wir die Lücken schließen. Wir müssen die Frauen da abholen und dafür sorgen, vielleicht Interesse an diesen Themen haben. Wir gehen für 1 oder 2 Wochen in die Schule und wir bringen ihnen ein paar Grundlagen bei. Und manche von diesen Mädchen sind aus sehr ländlichen Gebieten. Wir bringen sie in die Städte, wir zeigen ihnen Technik, wir zeigen ihnen das Thema Klimawandel, das Thema Klimaschutz. Und wir zeigen ihnen, welche Fähigkeiten man braucht, um in diesem Bereich zu arbeiten. Das heißt, wir fangen sehr jung an, sodass diese Mädchen dann eine wirklich freie Wahl treffen können, wenn sie zur Universität gehen. Denn sie haben schon in einem jungen Alter Möglichkeiten gesehen, sie haben ihre Optionen gesehen und sie haben Grundfähigkeiten und sie können dann im technischen Bereich wirklich erfolgreich sein. Sie sagen nicht, oh, ich bin ein Mädchen, ich kann das nicht, das ist nicht für mich. Die Gesellschaft sagt, oh, ich darf kein Ingenieur sein, ich darf keine Astronautin sein und so weiter. Wir versuchen wirklich, diese Vorurteile in sehr jungem Alter zu ändern. Und das führt dazu, dass mehr junge Mädchen dann auch in den Bereich der Energiewende kommen. Und wenn sie in die Universität kommen, dann wählen sie vielleicht auch eher technische Fächer. Und ein Mädchen war 17 und als sie zur Uni ging, studierte sie dann Kommunikationstechnologie und dann begann sie gleich von der Universität aus, ist sie dann zu einer Firma für erneuerbare Energien gegangen. Das ist ein ganz tolles Beispiel. So, Sie haben jetzt also sehr, sehr konkrete Beispiele genannt, die uns wirklich gezeigt haben, wie das ganz konkret funktioniert, diesen jungen Damen wirkliche Wahlfreiheit zu geben. Vielen herzlichen Dank dafür. Kommen wir nur zu Herrn Wadwa. Nachhaltige Energie für alle. Auf bestimmte Länder zugeschnittene Pläne für die erneuerbaren Energien und für die entsprechenden Fachkräfte. Das ist das, was Sie machen. Sie führen quantitative Analysen des Arbeitskräftebedarfs bis 2050, manchmal 2060 für individuelle Länder durch. Können Sie uns auf Grundlage Ihrer Analysen sagen, welche Jobprofile am entscheidendsten sein werden für die Energiewende in den nächsten Jahrzehnten? Wo gibt es den größten Mangel und wo gibt es vielleicht auch Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Ländern? Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Bevor ich dann sehr konkret auf diese Jobprofile eingehe, möchte ich einen kleinen Überblick darüber geben, wie wir vorgehen. Also die Energiewende und Investitionspläne. Wir sprechen über den technischen Übergang, wir sprechen über die Investitionen, den Finanzaspekt und dann sprechen wir über die soziale Komponente, also die Arbeitsplätze, die Umwelt und so weiter. Das heißt, wenn wir uns jetzt nur um den technischen Bereich kümmern, dann haben wir ja schon gehört, dass wir eben weg müssen von der Kohle und das wird 15 bis 25, vielleicht auch 40 Jahre dauern in manchen Ländern. Das muss schneller geschehen, aber so ist der Stand der Dinge aktuell. Das heißt, wir brauchen Ingenieure für erneuerbare Energien. Wenn man möchte, dass Solarpaneele installiert werden, dann brauchen wir Menschen, die sich damit auskennen, die wissen, wo diese Paneele aufgestellt werden müssen, welche Methode geeignet ist, welche Regionen und was am besten funktioniert in einem Land. Also diese Leute brauchen wir. Dann brauchen wir diejenigen, die tatsächlich die Installation selber durchführen, also die Monteure. Wir brauchen die Elektriker, die dann die entsprechende Verdrahtung vornehmen. Dann brauchen wir Leute, die sich um das Stromnetz kümmern und die Erneuerbaren integrieren in das Stromnetz. Wir haben ja auch eine Präsentation gesehen aus Zypern, die uns gezeigt hat, dass dort zum Beispiel
einfach das Stromnetz nicht bereit ist, diese ganze erneuerbare Energie aufzunehmen. Das heißt, da brauchen wir eine Modernisierung für das Stromnetz. Da brauchen wir auch Menschen, die sich mit KI auskennen, die wissen, wie man eine Verdichtung schaffen kann beim Stromnetz oder wie man es ausbaut. Dann gibt es die Frage der Mini-Grids, die Frage der Solaranlagen. Dann brauchen wir die Energieeffizienz. Bei der Energiewende geht es ja nicht nur um die erneuerbaren Energien, es geht ja auch um energieeffizienteres Bauen zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen Personen, die das können. Wir brauchen die entsprechenden Menschen, die die Prüfungen durchführen, die die Energieeffizienz überprüfen. Wir brauchen sehr viele Finanzexperten für den finanziellen Aspekt. Dann brauchen wir diejenigen, die sich um die Subventionen kümmern, die dann sehen können, wie zum Beispiel sich ein Wasserstoffnetzwerk aufbauen lässt oder eine Wasserstoffinfrastruktur und wie wir die Welt besser machen können. Wir brauchen die Batterieexperten. Wir brauchen Menschen für das Recycling der Batterien, diejenigen, die sich um die ganze Lebensdauer der Batterie kümmern. Wir haben das Prinzip der Wiederverwendung einzelner Komponenten, sodass die Länder nicht nur auf ganz wenige Länder angewiesen sind, die Batterien exportieren, sondern dass man die eigenen Batterien recyceln kann. Dann haben wir über die Finanzierung gesprochen. Wir haben auch über den Bereich Regulierung gesprochen. Diejenigen, die entsprechend das politische und juristische Rahmenwerk anpassen. Dann brauchen wir noch den sozialwissenschaftlichen und sozialwirtschaftlichen Aspekt, sozioökonomischen Aspekt. Man kann nicht zum Beispiel in Indien einem Haushalt sagen, so, stell mal um von Gas auf Strom. So einfach ist das nicht. Das dauert. Man braucht 5 bis 10 Jahre. Und man muss die Menschen wirklich zu ermutigen, man muss ihnen vermitteln, warum sie das tun sollen. Dasselbe ist in Ghana, in Kenia, in fast allen subsahara-afrikanischen Ländern der Fall. Dort kann man nicht einfach sagen, so, steigt mal auf Strom um. Es gibt die Privatwirtschaft, die natürlich daran mitarbeitet, aber man muss die Menschen auch an Bord holen. Da gibt es, glaube ich, große Ähnlichkeiten im gesamten globalen Süden. 90% der jungen Menschen, 90% der 2 Milliarden jungen Menschen, die auf der Erde leben, leben im globalen Süden und die brauchen Arbeitsplätze. Und wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, tatsächlich selber aktiv zu werden, ein Teil der Energiewende zu werden. Das heißt, in 15 Jahren werden wir ihnen die Welt sozusagen übergeben und sie sollten nicht verwirrt sein. Wir sollten einen guten Übergang schaffen. Wenn wir also über Ähnlichkeiten sprechen, nun, die Grundlage ist, wir brauchen in all diesen Bereichen Menschen, die sich sehr gut auskennen und die dann auch weiter junge Leute ausbilden können. Und wenn wir sagen 2040, wenn das Land umgestellt wird, dann muss es im Prinzip alle Leute parat haben, die wir brauchen. Wenn wir immer weiter warten und alles schön planen und dann erst mit der Ausbildung beginnen, dann wird das nicht funktionieren. Wir müssen vorbereitend ausbilden. Selbst in Deutschland gibt es den Fachkräftemangel, da gibt es dieses berühmte deutsche Wort Fachkräftemangel. Da hört man sehr viel von. In Afrika, in Indien, in Lateinamerika oder auch in Asien gibt es dieses Wort nicht. Fachkräftemangel, nun, es gibt genug junge Menschen. Es gibt genug junge Menschen. Die Jugendlichen sind da, sie brauchen allerdings eine Ausbildung. Und sie müssen tatsächlich in den Bereich der Energiewende geholt werden. Das ist etwas, was der globale Süden gemein hat. Und dann noch ein weiteres Thema, die Modellierung der Stromnetze. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die Philippinen, für Indonesien beispielsweise. Das sind beides sehr kohleabhängige Volkswirtschaften, aber um erneuerbare Energien zu installieren, muss man sie transportieren, von dort, wo sie generiert werden, dorthin, wo sie genutzt werden. Und dafür braucht man ein starkes Stromnetz und das ist etwas, wo sich die Schwellenländer unterscheiden von den Entwicklungsländern. In den Schwellenländern wird man das Ganze auf KI aufbauen,
Aber wenn man jetzt Wirtschaften nehmen wie Sierra Leone oder Barbados, da müssen wir im Grunde bei Null anfangen. Wir müssen also Kapazitäten aufbauen. Und da geht es nicht nur um eine gerechte Energiewende, sondern da geht es erst einmal um Zugang zu Energie. Vielen herzlichen Dank. Eine zweite Diskussionsrunde mit einem etwas tieferen Einstieg in das Thema Vielfalt, wenn ich gleich hier beginnen darf. Die gerechte und ausgewogene Energiewende ist auch der Name einer Initiative, die Sie im Kosovo haben für die Energiewende. Wie bringen Sie Menschen aus verschiedenen Hintergründen in Ihr Programm? Wie integrieren Sie sie? Welche Strategien können Arbeitgeber nutzen, um tatsächlich für eine diverse Anzahl an Fachkräften attraktiv zu sein? Nun, wir haben in den letzten Jahren verschiedene Erfahrungen gemacht. Ein Problem im Energiebereich, das wir aber auch global sehen, ist tatsächlich der Gender Gap. In unserer Strategie, die vor einigen Jahren durch unser Parlament angenommen wurde, haben wir uns das Ziel gesetzt, den Anteil an Frauen etwa zu verdreifachen im Energiebereich. Momentan liegt er bei ungefähr 9%. Bei der erneuerbaren Energie verändert sich die Situation schon sehr deutlich, denn diese neuen Berufe, die neuen Technologien sind für alle attraktiv und wir müssen sicherstellen, dass junge Männer und Frauen und Jugendliche verschiedener Hintergründe auch Zugang zu den entsprechenden Informationen haben und wissen, welche guten und hochbezahlten Positionen es tatsächlich gibt in diesem Bereich. Wir vernachlässigen oft dieses Thema. Wir sprechen zu wenig über die Chancen, über die Möglichkeiten, denn das wird ja auch große Auswirkungen auf diese jungen Menschen haben. Wir müssen sicherstellen, dass alle gleichen Zugang zu den Programmen haben, gerechten Zugang zu den Programmen haben, zu Praktika, auch zu Stipendien. Und wir haben einige Programme, die sich insbesondere an Frauen richten. Beispielsweise hatten wir Stipendien für 25 junge Frauen, die in die Vereinigten Staaten gingen und dort verschiedene Studiengänge studieren konnten, die auf verschiedene Berufe hinarbeiteten im Bereich der erneuerbaren Energien. Dann gibt es verschiedene Zusammenarbeiten mit der Privatwirtschaft und auch mit den Ministerien. Und auch da ist es so, dass viele der Teilnehmerinnen in den entsprechenden Institutionen oder Arbeitsplätzen verblieben sind. Wir schauen auch auf neue Wege, in denen sowohl die Privatwirtschaft als auch der öffentliche Bereich mehr Wert auf gleiche Chancen für Frauen legen können. Da geht es zum Beispiel darum, wie man auf genderneutrale Weise Stellenausschreibungen formuliert oder wie man Frauen dazu ermutigt, sich zu bewerben, wie man auch im Arbeitsplatz Arbeitsbedingungen schafft für Frauen. Das fängt mit der Infrastruktur an, um diese Arbeitsplätze dann auch attraktiver für Frauen zu machen. Erfreulicherweise gibt es eine Entwicklung dahingehend, dass dieser ehemals sehr männlich dominierte Sektor sich verändert. Und das sehen wir auch in den angrenzenden Institutionen und Berufen. Catwich ist unser größter Energieversorger, auf Kohle basierend. Dort sind weniger als 30% tatsächlich Frauen, die dort arbeiten.
Das ist ein 60 Jahre altes Unternehmen in öffentlichem Besitz. Aber inzwischen ist die Zahl der Frauen, die neu eingestellt werden, sehr, sehr stark gestiegen in den letzten 2 Jahren. Und es arbeiten zum ersten Mal auch Frauen tatsächlich auch in der Technik, im technischen Bereich, in den Kohlebergwerken. Das ist erst vor einigen Wochen gewesen, dass da die erste Frau eingestellt wurde. Dann gibt es auch jüngere Berufe und jüngere Institutionen, wie zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz. Ist die Situation anders? Wir haben gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium und dem Energieministerium sowie mit der Universität Pristina gemeinsam einen Ausbildungs- und Zertifizierungsgang für Energieeffizienzprüfer aufgelegt und etwa 30% sind Frauen der Absolventen. Und die Zahlen sind noch besser beim Kosovo Energieeffizienzfonds, eine Institution, die vor 5 oder 6 Jahren ins Leben gerufen werden wurde. Dort arbeiten mehr als 50% Frauen. Und das gilt sowohl für die technische Ebene, für die Administration, wie auch für die Führungsebene. Das heißt, hier sind die Frauen nicht nur im Admin-Bereich konzentriert. Das sind also Entwicklungen, die mich sehr positiv stimmen. Die Dinge ändern sich und die erneuerbaren Energien werden tatsächlich wahrgenommen als gute Arbeitsplätze. Es gibt eine Digitalisierung der Stromnetze. Da gibt es natürlich Berufe im Bereich der Cybersicherheit, auch der Informations- und Kommunikationstechnologien. Und das sind alles Bereiche, die Frauen recht interessant finden. Und ich glaube, da bewegen wir uns tatsächlich in die richtige Richtung. Staatssekretär Latilla, wenn wir uns jetzt die Philippinen ansehen, die Zahlen, die ich gefunden habe, waren von 2021. Da war es so, dass 16% der im Energiesektor beschäftigten Personen Frauen waren. Das ist nur die Hälfte der Zahl, der globalen Zahl für die erneuerbaren Energien. Es ist auch deutlich unterhalb der Zahl für den traditionellen Energiebereich in der Welt. Dort arbeiten ungefähr 25% Frauen. Das heißt, was machen Sie in den Philippinen, um Frauen in verstärktem Maße in Berufe im Bereich der erneuerbaren Energien zu holen? Und was ist außerdem auch mit den indigenen Bevölkerungsgruppen? Was wird getan, um diese Personen einzubinden in die Zukunft des Energiesektors? Ja, wie schon die Kollegen betont haben, gibt es einen klaren Trend Richtung höherer Technologie. Das hat natürlich auch die Anforderungen verändert, die Anforderungsprofile. Und traditionell ist es so, dass Frauen tendenziell eher nicht in Kohlebergwerken arbeiten, auch nicht bei Heizkraftwerken, zumindest nicht in denselben Zahlen. Aber wenn wir jetzt uns in den Bereich der erneuerbaren Energien bewegen und die entsprechenden Technologien, dann sehen wir, dass es dort Ingenieurinnen und Ingenieure gibt, dass es dort gleiche Chancen gibt, nicht nur für die Planung oder für die Regulierung, sondern auch im Bereich des operativen Geschäfts und des Monitorings der Kraftwerke. Das heißt, hier vollzieht sich ein Wandel, den wir nutzen. Es gibt bessere Chancen für Frauen. Und im Fall, was jetzt die indigenen Bevölkerungsgruppen angeht, ist es so, dass man normalerweise die erneuerbaren Energien insbesondere nutzen kann in Regionen, in denen natürlich viele Indigene leben. Da ist es ganz natürlich, dass sie auch einbezogen werden und dass sie auch die Chancen nutzen können. Nehmen wir zum Beispiel die Pflege eines Wasserkraftwerks. Das kann eine indigene Bevölkerung selbst lösen.
Sie schützen das Wasser. Und dafür erhalten sie natürlich auch eine Entlohnung. Und sie können dann auch weitere Chancen nutzen, abgesehen vom Schützen der Umwelt und der Wasser. Sie können auch regulieren, sie können in der Planung tätig sein und so weiter. Viele Personen, die in diesem Bereich arbeiten, sind tatsächlich Frauen. Und hier schauen wir insbesondere auf die Privatwirtschaft. Die müssen hier wirklich als Treiber tätig sein. Also sie versuchen Anreize zu schaffen in ihrem Umgang mit der Privatwirtschaft, oder wie funktioniert das? Ja, wir ermutigen sie, aber wissen Sie, ich möchte eine Anekdote erzählen, die nicht im Energiesektor spielt, sondern im Schiffsbau in den Philippinen. Man fand heraus, dass Frauen tatsächlich besser schweißen. Sie haben weichere Hände und tatsächlich sind sie genauer beim Schweißen. Und das kann auch sehr gut zutreffen auf den Bau von Windturbinen für den Offshore-Bereich. Aber es war schwierig, diese Arbeiterinnen zu halten. Und in einer Werft war es so, dass tatsächlich fast 100% der Schweißer Frauen waren. Aber die meisten heirateten dann die Ingenieure und ihre Vorarbeiter. Und dann führte das dazu, dass auf einmal ein massiver Schwund bei den Arbeiterinnen da war. Aber da, wo es Möglichkeiten gibt, werden sie genutzt. Und wir freuen uns darauf, dass mehr Frauen diese Chancen ergreifen. Vielen Dank. Noch eine Frage zu den Vorteilen, die Vielfalt mit sich bringt, wenn eben der Anteil von Frauen und jungen Frauen in diesem Bereich erhöht wird oder auch anderer Gruppen, die unterrepräsentiert sind. Welche Vorteile gibt es da? Ja, vielen Dank. Und da wollte ich noch mal kurz schauen, ob Sie mich noch hören können. Das funktioniert offensichtlich. Und ja, wenn mehr Frauen in diesem Bereich arbeiten, dann verändern sich viele Dinge. Es gibt unterschiedliche Studien dazu, was passiert, wenn eben in Energieunternehmen Frauen gleichberechtigt repräsentiert sind. Dann ist es in der Tat so, dass diese Unternehmen produktiver sind. Denn Frauen sind in der Lage, in unterschiedlichen Rollen sich eben in diesen Unternehmen zurechtzufinden. Und Frauen können ihre Ideen und die Vielfalt einbringen in diese Unternehmen, in diese Organisationen. Das heißt, wenn Frauen mit am Tisch sitzen, Teil dieser Organisation sind, wandelt sich eine Organisation. Und das bedeutet, dass Frauen in diesen Unternehmen eben unterschiedlich agieren können, moderieren können. Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Generation das ist, ob das Millennials sind, ob das Gen X ist, je nachdem eben, welcher Generation diese Frauen dann angehören, haben sie unterschiedliche Auswirkungen auf eben ein Unternehmen, wenn sie dort mitarbeiten. Und das heißt, sie wirken auch ein auf die bestehenden Regeln in einem Unternehmen. Wenn wir zum Beispiel über den ländlichen Raum sprechen, dann ist es ja so, dass traditionell Frauen dort die Zubereitung der Mahlzeiten, das Kochen übernommen haben und das häufig eben auf sehr einfachen Kochstellen. Und
Wenn wir also das verändern hin dazu, dass Frauen mehr Teilhabe haben an diesen Entscheidungsprozessen, dann hat sich bereits gezeigt, dass sich die Situation völlig verändert. Das Energiemanagement wird besser in diesen ländlichen Gegenden, weil Frauen eben diese Materie einfach verstehen. Und das hat viele positive Folgen. Wir haben immer wieder festgestellt, dass sich die Frauen dort natürlich auch an der Wertschöpfung dieser jeweiligen Gemeinschaften vor Ort einbringen. Das heißt, Frauen sind dort dann auch ganz natürlich eingebunden in diese Entscheidungen, die auch den Bereich Energie- und Stromversorgung betreffen. Also wie gesagt, das verändert sich alles. Und das verändert sich eben schon, wenn Frauen die Hälfte der Arbeitskräfte ausmachen. Zudem tun wir hier viel für die Förderung, indem wir eben Frauen auch in Bildungsprojekten in ländlichen Gegenden unterstützen. Ja, das ist also gut für die Gesellschaft, aber auch gut fürs Geschäft. Vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich noch einmal auf die Länder zu sprechen kommen, die eben einen großen Nachholbedarf, was den Zugang zur Energie haben, und Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Das sind ja auch die Länder, die häufig einen Fachkräftemangel haben. Wie kann man also in diesen Ländern Modelle etablieren, die eben genau diese Problematik angehen und neue Chancen in den erneuerbaren Energien auf dem Arbeitsmarkt schaffen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was wir schon geleistet haben an Arbeit. Wir haben in Ghana, Kenia, Sierra Leone und Barbados mit der Regierung zusammengearbeitet. Es gab 400.000 Arbeitsplätze in Ghana, die geschaffen werden könnten, wenn hier bis 2060 eine Klimaneutralität erreichen lassen würde. Wir haben ähnliche Zahlen hier auch bis 2050, 2060 gesehen. Das heißt, wenn wir bis 2060 hier Klimaneutralität erreichen würden, dann wären das eben auch Arbeitsplätze, bis zu 29.000 Arbeitsplätze, die dort geschaffen würden. Und auch auf Barbados wäre es so, dass mehrere tausend Arbeitsplätze geschaffen würden, bis zu 1.500 insgesamt. Und es ist ja so, dass das Ganze auch immer im Verhältnis zu der jeweiligen Bevölkerung betrachtet werden muss. Also 300.000 Menschen zum Beispiel, die auf Barbados leben. Wir müssen gleichzeitig natürlich auch im Blick behalten, dass einige Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Also wenn wir uns wegbewegen von fossilen Energieträgern, dann bedeutet das, die im Bergbau gearbeitet haben, verlieren unter Umständen ihren Arbeitsplatz. Das heißt, man muss schauen, wie diese Menschen dann unterstützt werden können, dabei einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das heißt, wir haben festgestellt, dass es netto ein Wachstum an Arbeitsplätzen gibt in all diesen Ländern. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, aber es gibt immer eine gewisse Lücke zwischen den Menschen, die in ländlichen Regionen leben und die in urbaneren Regionen leben. Gerade was den Bildungsgrad angeht, das ist besonders zutreffend eben für diese Länder. Und Sie haben gerade schon die indigene Bevölkerung angesprochen. Häufig gibt es da nur eingeschränkt formalisierte Bildungsangebote. Was sind also die Hürden für diese marginalisierten Gruppen? Ob es ländliche Gruppen sind, Menschen, die von Armut betroffen sind oder indigene Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, ein großes Hindernis ist ein Mangel an Bildungseinrichtungen. Das heißt, die Menschen müssen entweder in eine große Stadt ziehen, um dort Bildungsangebote wahrzunehmen, um dann einen Arbeitsplatz zu bekommen, um dann vielleicht wieder in die nächstgrößere Stadt zu ziehen. Und das bedeutet, dass sie ihre Verbindung verlieren zu ihren Wurzeln, zu ihren Ursprüngen.
Ich glaube also, dass wir diese Verbindung wiederherstellen können, indem wir Wissen und Bildung zugänglich machen für diese Menschen eben vor Ort, da wo es nötig ist. Das heißt, wir fördern das durch öffentlich-private Partnerschaften. Das sind Programme, die aber nicht nur von der Regierung geleistet werden können. Ich glaube, man darf nicht nur auf die Regierung oder nur auf den Privatsektor schauen. Das muss Hand in Hand gehen miteinander. Und ich kann Ihre Exzellenz nur dazu gratulieren, was Sie im Kosovo geleistet haben. Denn letztendlich ist das ja ein Marathon. Es ist nicht nur ein kurzer Sprint. Ich glaube, wir müssen das langfristig im Auge behalten und diese Ziele langfristig verfolgen. Und dann gibt es natürlich auch den informellen Arbeitsmarkt, gerade in asiatischen, in afrikanischen Ländern. Da gibt es eben einen großen informellen, nicht regulierten Arbeitsmarkt. Das heißt, da hat jemand vielleicht gar keine richtige Ausbildung für eine bestimmte Arbeitsstätte im Bereich gerade der technischen Berufe. Wenn es um Kühlsysteme zum Beispiel geht, da fängt man dann vielleicht an ohne Ausbildung als eine Hilfskraft und über die Jahre steigt man dann sozusagen auf und das bedeutet eben auch, dass die Dienstleistung unter Umständen darunter leidet, dass es Unfälle gibt. Also das ist durchaus problematisch. Und ich glaube, wir müssen hier wirklich mit den Grundlagen anfangen. Und das ist das, was wir auf Barbados versucht haben. Wir haben die Arbeitsbereiche und die Jobs identifiziert, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren gebraucht werden. Barbados will bis 2035 klimaneutral sein, sehr ambitioniert. Aber wir haben hier in der Grundschule angefangen, wirklich sehr, sehr grundlegend Ausbildung, höhere Schulbildung, weiterführende Schulen, universitäre Ausbildung. Das heißt, wir haben uns das zunächst betrachtet. Dann haben wir geschaut, wie viele Frauen gibt es in diesem Bereich, wie viele Männer, wie ist da der Anteil. Und es ist so, dass in diesen ja häufig männerdominierten Bereichen, auch an der Universität, also die MINT-Fächer, dass eben auch dort nach wie vor hauptsächlich Männer diese Studiengänge verfolgen. Und es gibt, wie zum Beispiel in Ghana oder in Panama und in anderen Ländern Lateinamerikas und Afrikas, Programme, um eben Frauen in diesen MINT-Fächern zu unterstützen. Das heißt, das bedeutet für Frauen, aber eben auch für marginalisierte Gruppen, dass sie ihren Platz haben im Rahmen der Energiewende. Ja, vielen Dank. Und jetzt schauen wir noch mal schnell auf Slido und unsere Fragen. Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Land, wenn es darum geht, mehr Arbeitskräfte und mehr Teilhabe der Fachkräfte zu gewährleisten im Rahmen der Energiewende? Und hier sehen wir in der Mitte das Geld, ein Mangel an Finanzmitteln, Weiterbildung, Bildung, Training. Wir sehen hier einige kleinere Stichpunkte, systemische Ungleichheit, Sexismus, das wiederum hier zum Thema Gender Bias, Bewusstsein überhaupt für diese Themen, strukturelle Diskriminierung, Verwaltung. Wir sehen hier Training, Vocational sehe ich hier gerade, also Ausbildungen. Wir sehen hier Interessenkonflikte, unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen und Priorisierung. Also wenn ich das alles mal zusammenfassen darf, in eine letzte Frage sozusagen für Sie zusammenfasse, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Das ist ja, wie wir gerade gehört haben, es ist ein Marathon, auf dem wir hier unterwegs sind. Da brauchen wir politischen Willen, wir brauchen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor, um viele dieser Hindernisse zu überwinden. Also eine Frage an Sie alle, was ist denn die Priorität, die wir jetzt in der Zukunft angehen müssen, wenn es eben um diese Zusammenarbeit des Privatsektors mit der öffentlichen Hand geht, um eben mehr Teilhabe zu schaffen für die Fachkräfte, die die Energiewende möglich machen. Frau Ministerin.
Ich glaube, das Schöne ist, dass der Privatsektor im Kosovo und in der ganzen Region Fortschritte gemacht hat. Das ging schneller letztendlich als die öffentliche Hand, als die Regularien. Und was wir versuchen, ist, wir versuchen, all diese Prozesse zu beschleunigen und den Privatsektor schon in der Entwicklung dieser Angebote mit einzubeziehen. Ich glaube, den Privatsektor dabei zu haben, mit eben der Erfahrung, die der Privatsektor schon hat. Was fehlt, was wird gebraucht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Lizenzierungen, Zertifizierungen sind sehr wichtig, denn das macht das ganze System sicherer, es macht das System besser und es bedeutet gleichzeitig, dass es keine zu große Belastung ist für den Privatsektor. Und Herr Lucera. Ja, ich glaube, das ist ganz richtig so. Wir arbeiten auch mit dem Privatsektor zusammen. Und ich glaube, es gibt hier auch einen Platz für internationale Zusammenarbeit. Wir haben festgestellt, dass wir ja auch natürlich unsere Arbeitskräfte brauchen für die Energiewende. Es auch gleichzeitig so ist, dass die Philippinen bereit sind, auch international unseren Beitrag zu leisten, eben für die international notwendigen Fachkräfte. Ja, ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass die Philippinen einer der größten Exporteure sozusagen von Arbeitskräften sind weltweit. Ja, das ist absolut richtig und daraus können wir, glaube ich, unsere Lehren ziehen. Es gibt Unternehmen in den Philippinen, die natürlich wachsen müssen und die jeweiligen Arbeiter und Arbeitnehmer wachsen mit den Unternehmen. Das heißt, wir schicken hier im Grunde jetzt nicht einzelne Arbeitnehmer ins Ausland, sondern ganze Teams. Und die haben ja auch einen Mehrwert dadurch, weil sie eben Erfahrung sammeln. Und das bringen sie dann wieder mit zurück in das Land. Das heißt, wenn es dann zum Beispiel bei uns einen Mangel an Arbeitskräften in einem gewissen Bereich gibt, dann können wir vielleicht eben in anderen Ländern die Bemühungen dort unterstützen und umgekehrt. Das heißt, wir finanzieren hier unter Umständen die Weiterbildung und dann gehen die Leute ins Ausland. Das sollte so natürlich auch nicht sein, dass wir die Leute dann verlieren dadurch. Das heißt, ich glaube, dass wir hier auf uns schauen müssen, aber auch international zusammenarbeiten müssen für eine gerechte Energiewende. Und jetzt möchte ich nochmal Damilola Azaraev fragen, was ist denn Ihre Perspektive hier auf die Zusammenarbeit des Privatsektors mit der öffentlichen Hand? Was kann hier getan werden für eine vielfältige eine Entwicklung der Vielfalt im Rahmen der Energiewende? Nun, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Politik machen, die auch wirklich umsetzbar ist, die praktikabel ist. Und ich glaube, dass der öffentliche Sektor hier die Maßnahmen entwickeln sollte, die dann der Privatsektor auch umsetzen und anwenden kann. Wir sollten eben gerade die Teilhabe fördern und wir sollten Menschen mit ins Boot holen, gerade weil wir auch eben gesehen haben, dass Gender Bias hier so groß auf der Folie stand. Das heißt, wir brauchen Strategien, die Teilhabe fördern und die müssen einfach auch umgesetzt werden, damit der Privatsektor das auch entsprechend aufnehmen kann. Ja, vielen Dank und damit möchte ich abschließend Sie noch einmal fragen, wie Sie die Rolle von Daten und Informationen in diesem Kontext sehen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Ja, sehr gerne. Und bevor wir all diese
Maßnahmen in Angriff nehmen, diese Partnerschaft zwischen dem Privatsektor und der öffentlichen Hand, sollten wir erstmal aufs große Ganze schauen und schauen, was wir denn brauchen in einem Land, in einer Region. Wir sprechen ja immer von öffentlich-privaten Partnerschaften und vielleicht sollten wir sie auch öffentlich-private philanthropische Partnerschaften nennen, um eben die Daten und die Werkzeuge zu nutzen, dass wir KI nutzen, um eben hier alles zu tun für eine gerechte Energiewende. Ja, jetzt haben wir noch eine Minute, falls jemand hier noch ein ganz, ganz kurzes Abschlussstatement zum Besten geben möchte. Bitte. Sie schauen mich so an, als wollten Sie noch was hinzufügen. Nun, einfach nur noch mal zum Thema dieser Partnerschaft der unterschiedlichen Akteure. Wir haben festgestellt bei uns, dass es ja viele Arbeitskräfte gibt von den Philippinen, die auf Schiffen arbeiten, auch eben auf europäischen oder in Europa registrierten Schiffen. Und ich glaube, dass hier die Weiterbildung und die Ausbildung ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, das betrifft die universitäre Bildung, aber natürlich auch die außeruniversitäre Bildung. Wir müssen den Menschen Chancen bieten, sich weiterzubilden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch im Rahmen der Energiewende so umsetzen wollen. Ja, das heißt also, da braucht man eben einfach auch die notwendigen finanziellen Mittel dazu. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Podiumsdiskussion und Ihren Beiträgen zu der Frage, wie wir eben mehr Teilhabe im Rahmen der Energiewende schaffen können, wie wir hier Diversität für Fachkräfte vorantreiben können. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie im Publikum, dass Sie uns heute Nachmittag so treu geblieben sind. Wir bewegen uns langsam aber sicher auf den Abschluss des BETD 2025 zu und letztendlich im Großen und Ganzen auch bewegen uns in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts, der 2020er Jahre. Ein ganz entscheidendes Jahrzehnt und darüber wollen wir jetzt im Dialogue Hub sprechen, wie die nächsten Jahre aussehen mit Hadja und wir sind dann in 15 Minuten hier im Weltsaal wieder für Sie mit dem Abschlussstatement und der Abschlusssession. Good afternoon, hello, and welcome back everyone here at the Dialogue Hub for our final session of this 2025 Berlin Energy Transition Dialogue. It's amazing that you're tuning in with us here for this very last session because boy, can we say that it's been an incredible 2 days filled with commitments that we've heard from people, sharp insights, sharp questions. We've heard critical examples, best case practice examples that have been shared. So much, and now we are here wrapping up this Dialogue Hub streak with the very final session. And as we're doing so, there is one critical question left that we need to answer, and that is, what is next? Because we know that with only 5 years left to meet the ambitious targets, right, of tripling renewable energy capacity, but also doubling down on energy efficiency, that there is work to do. So we see that there are critical milestones ahead. We have COP30 coming up. Everyone, what we're going to do once we leave BETD here and go back to our respective desks to work. So I'm very excited that in this final session I get to speak with a stellar lineup of speakers on those critical next steps that we all collectively need to make. So in this final session, I would say without further ado, let's hop right into our first interview. And to do that, I am very honored and pleased to welcome the Cabinet Secretary for Net Zero and Energy from Scotland. But we have a big round of applause in welcoming Ms. Gillian Martin. Welcome.
Welcome. Welcome, Gillian. It's amazing to have you here. Gillian, I was just sketching how eventful everything has been, right? We know that we have these ambitious targets that we still need to meet, but we also know that these past few weeks, if only, just have been very eventful, both in terms of international security, energy, climate policy. Amidst all these sorts of developments that we see, how do you still, are you still optimistic and hopeful about us being able to meet those targets that we've set? I'm optimistic because we have to be sure that those of us who have decided on a journey of decarbonisation, of whatever type, whether it's decarbonisation of our energy, whether it's decarbonisation of our land use and whatever, we know this is a long-term thing, we need to stay the course. Right. So things happen in the global arena that we can't control, okay? And I think that gives us all the more reason to stick to our guns, and follow in that trajectory. My government has had the policy that we want to decarbonise for many, many years, and we've been working towards this goal. It's one of the reasons why we're one of the major renewable energy producers in the UK and indeed Europe, is because we've had that certainty. And I would say that the global uncertainty at the moment gives us an extra reason why we have to stay the course in this. Things are going to change. Things are going to change that we can't control. We obviously want to protect ourselves in terms of energy security. Right. We still feel, although that we're not EU members anymore, unfortunately, Scotland still feels very European, and we feel very aligned and connected to Europe. Yeah. And I think that if we stick together and we have a synergy of policy in terms of decarbonising, and we challenge each other, but we work together on the solutions, that we can then we will sort of stay lead the way. course. Yeah. Absolutely. Yeah. It's an existential issue that we're facing here. It's is climate very much change, so. but it's also energy security as well. Yeah, it's very broad, and I love how you say the way to sort of overcome that is through cohesion. It's through sort of like feeling that connection all together. Do you still though feel like, even when we look at like sort of overall Europe, do we make it enough of a top priority to say we're gonna achieve net zero? I think we need to be very careful that we don't just say we're going to achieve net zero on its own sake. Right. We are going to achieve net zero because of what it is going to bring in terms of prosperity to the nations of the EU, in terms of the jobs, in terms of the potential for our citizens to have a lower cost of living. And what we're going to do in terms of, I think, the health and well-being of our citizens as well. And I think we need to be able to, sometimes I think when we say net zero, we don't put it in context enough for people. Yeah. And obviously I don't need to tell anyone in Berlin that we have voices in politics who are from the far right in particular, and we have those similar voices in the UK and obviously in other countries as well, who want to say net zero is a scam or a hoax, or it's been done for nefarious reasons. We need to be able to articulate why getting to net zero is important to every single one of our citizens. And until we can do that, we're floundering around. Now, I understand why we have to go to net zero. Everyone who comes to a conference like this understands. But it's about also being able to translate that messaging. We have to translate that to people. Why is this going to be good for you? What difference, what positive difference is this going to make in your life and your children's lives? Yeah. And you know what? I think even people here at BTD, of course, we have a room full of front runners here, right? We have a conference full of front runners. At the same time, I think even then it's so fundamental that we don't forget to ask that why question, right? Because it also allows us, as a community, we do this work every day, but to sort of get back to that intentionality. What is it really that we're doing this for? So maybe if we can make that specific, if we look at the country case of Scotland specifically, you guys are pioneers when it comes to offshore wind, floating wind, tidal energy in that sense. I always say the best lessons are the lessons that we learn from each other. What would you say are some of the lessons that Scotland has learned from your specific pioneering position that would be worthwhile sharing with everyone here? I think you maybe go back to what I said at the beginning, is that the reason why, and I love that you've called us a pioneer, and I love that, and I'm going to take that and I'm going to quote that, because that makes me feel good about what we've done. Certainty. We do not waver from our position. Oh, wow. Right? So we actually have an existential issue in terms of our energy supply in the UK. We're an oil and gas producing nation in Scotland, but we know we have passed the peak.
right? So even if climate change weren't an issue, it is an issue, but even if it weren't, we would be having to look to other alternatives to burning fossil fuels in order to have energy security. So it's an energy security issue for us to diversify and to go into renewable energy, but it's also an economic issue for jobs and for the livelihoods and the prosperity of the people that I represent. So I think one of the things that businesses and people who invest in things always want is certainty. And we live in a very uncertain world, as we've just said. So where you can give certainty, it is like you gold. must. Yeah, I love how you say dust. that. Yeah, indeed, it is gold dust, and it's also. I mean, at this point, we know that we need to make this transition for so many reasons, and of course, climate is a very apparent one. But we also know how fundamental it is to security and so many other things. You specifically mentioned jobs. That's one final question I wanted to tap upon, because one thing that I have heard being repeatedly mentioned at this BETD is how fundamentally important it is that we sort of like pay attention to transitioning sort of traditional workers in fossil fuel sectors right now to be able to help us upskill, the labor force that we need for the renewable energy sector. What would you say are some of the most important changes that we need to make there in order to allow that transition to happen? I obviously don't have time to go through one of the many answers that would be to that, because this is a bit of a pet subject for me, because I come from Aberdeen, which is oil and gas area of Scotland, and it's something that really drives me. So I come from a family for which there was not a just transition. My father was an engineer in shipbuilding in Clydeside in the 1960s and 70s. They shut down, there was no alternatives. My father took us to Aberdeen, worked in the oil and gas industry. Many of his friends never worked again. And the place that he came from does not look like a prosperous place. It still bears the scars. So this is a really important thing for me. So what I think we've got to do is we've got to recognise our strengths. We have people working in Scotland and we have people working in fossil fuel economy right now who are highly skilled and have solutions and want to continue working in the energy sector. So what we need to be able to do is to recognise those skills, and where these skills have gaps, that's where governments have to be able to intervene to make it easy for them to upskill so they can transfer. Because they're the reason why we are investable, the people that are already working in the traditional industries. I love how you say that, and thank you so much also for sharing the personal link that has for you specifically. Miss Gillian Martin, can we give her a big round of applause, everyone? Thank you so much for sharing that perspective. Now, moving on, because we have another exciting interview lined ahead for you, which is all about the role of biogas in this global energy transition that we need to make. And for that, I am very pleased to welcome the CEO of Future Biogas Limited. May we have a big round of applause, everyone, for Philip Lucas. Hajar, hi. Philip, hi. Good to be here. Thank you so much for being here. Philip, I wanted to ask you, I mean, I've mentioned at the very beginning sort of the ambitious targets that we have, right? We have this commitment of tripling renewable energy capacity. What are the biggest benefits within sort of like the transition that we need to make that bioenergy can have? So biogas in particular can address a whole raft of issues. It's one of its great advantages. It's also one of its great issues because it's quite complicated. But it's local. It's in country, it deals with waste, but it also offers farms an opportunity to decarbonize. It can help with soil health. It can help with reduction in inputs, fertilizers, sprays, and so forth. It can change the way we farm, and already is in many European countries in a very positive way. It provides a ready stream of biological CO2 drawn out of the atmosphere that we can use to make aviation fuels or even to sequester under the North Sea, say. And it's scalable today. It's here. We have countries like Denmark who are going to be 100% biomethane by the end of this decade. The European Union today is producing enough gas to power the whole of Poland. And we can carry on and we can reach in a world of reduced gas demand, for which we're heading, because as we've heard today and yesterday, electrification is around us everywhere. But in a world of reduced gas demand, biomethane can supply upwards of 80% of European gas demand by the mid-2040s or earlier. And that's a fantastic opportunity. And it's a load of technology we can export because we've now worked out how to do it right, and we can show the rest of the world and all of their organic wastes, be they sewage, food waste, animal manures, or be it biomass opportunities in the farming rotation,
how to make gas. I mean, those are very promising sort of examples, stats, figures that you mentioned. Another one that I also wanted to present is like at COP29, the commitment that 30 countries have then made to reduce methane from organic waste by 30%. Want to reduce it by 30% compared to 2020 levels. What positive effects have you seen as a consequence sort of that in the UK, but also beyond it? Well, you've absolutely seen more and more governments start to think about banning organic waste from landfills so that they are recycled, so that they form part of the circular economy, so those nutrients go back into the soil, because any other solution basically robs us of precious nutrients that we should be putting back into farming. You've definitely seen efforts around improving the technology around biogas and spreading the word about best-in-class technologies to make sure that when people come into this market, they're immediately adopting everything that we've learned as Germany, as UK, as Italy over the last decade, 2 decades. And you've definitely seen a wider move from people understanding that where you can, all digestible organic waste should be turned into gas. Right. To sort of like use that potentiality then that it has. So, I mean, Philip, this session is all about looking ahead, right? I mean, we're almost entering the end of BETD here. What would you say if we look ahead, and we know that we got COP30, for example, in Brazil on the agenda, right, where biogas will also play a significant role. What would you say are some of the most fundamental, crucial next steps that we need to take in order to sort of unlock this potentiality that biogas holds? Absolutely. Well, we need to understand the benefits, and it is incumbent upon us as a trade association, as the European Biogas Association and all the other associations to make sure those benefits are understood by politicians, by policymakers, by local authorities, by cities around the world. We also need to make sure that we recognize the fact that there will be continued gas demand. We're not suddenly going to switch off a 150-year-old network, particularly not in Europe overnight and not in a number of other countries, but we can transition to alternatives that are green. We need to recognize that biogas, as opposed to potential other solutions, is here and scalable today, and so is a really brilliant way of integrating waste treatment, the future of agriculture, the decarbonization of food production, etc., etc. And we perhaps need to think a little bit more, particularly as corporates, and that's sort of part of what we've been doing with a number of our corporate clients, is to think about using less gas and paying a bit more. Ultimately, that's the answer to making biogas available for everyone. I love that. I mean, I was trying to write along, but there are so many benefits and also so much to do in terms of like getting our messaging out there, creating awareness to make sure that we can unlock the potentiality there. I want to thank you so much. We have a big round of applause, everyone, for Philip. Thank you, Hajar. Thank you so much. Thanks all. Thank you so much. All right, that almost already brings us towards the end of this Dialogue Hub, but I do want to say you have been so lovely and so amazing in sharing all your insights online also with us. There are a couple more last posts that I want to go through before we conclude this Dialogue Hub session, because a lot has been taking place here at this BETD. Like this post from Juan, who is saying the energy transition makes sense even more so in a turbulent international landscape, even for countries that are not manufacturers of the necessary technology. And I love so much that that is indeed the messaging. We live in turbulent times, and that more than anything makes it so important that we do this together. More things that are being shared. Madhav is saying, excited to represent Nepal at BETD 25 in Berlin. Madhav, we're happy that you're here, and I love to see all the different countries that we've seen represented over these past few days. I mean, I've seen people from, now Nepal, Kazakhstan, Fiji, Kenya, Morocco, New Zealand, Slovenia, you name it, and we have had it here at this BETD 2025, so that is great to see. Now, the second day at this BETD, and we managed to also see this amazing team picture here for a photo, and they're saying happy to be here and join the dialogue. We're very happy that you guys are here as well. And this quote, which I thought was an important one, global cooperation will be critical in making sure recycling technologies can be available in markets around the world. I think that's the key word, right? The word that we've all heard. It's cooperating together, it's doing it globally. If anything, we see right now that the status quo is a very shaking time, right? There's a lot of turbulence in the world. We know that there are security issues that we're dealing with. We know that time is ticking when it comes to these ambitious targets that we've reached. And as I said, we are poised on the brink of the precipice of this climate crisis that we're dealing with. At the same time, we know that if the status quo is shaking, the best thing that we can hold on to for steadiness is each other. That is the unchanging factor
factor, right? That we do this collectively, that we do it together. And that is why I want to thank you all so much for all the energy that you've brought here, all the inspiring examples, all the commitments that you make. And I hope that as we leave BETD after today and we all go back to the work that we do, I hope that we can take the spirit and the inspiration that we have been able to gain here from each other to sort of pave the way forward. There's a lot of work ahead, so I won't say goodbye before I hand over to the Weltzaal. I won't say goodbye. I'll simply say until we meet again. Thank you so much. Dear Excellencies, سيداتي وسادتي رجاء خذوا Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, denn wir möchten jetzt den letzten Abschnitt dieses BETD miteinander begehen. Und wir haben so viel miteinander zu besprechen. Es war so produktiv und die Zeit fliegt einfach nur. In den letzten 2 Tagen haben wir so enorm viel gehört von ganz führenden Entscheidungsträgern aus dem Bereich der Politik, aus der Privatwirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus dem akademischen Bereich. Und es ist ein wirklich faszinierender Austausch gewesen. Und jetzt möchten wir uns ein klein wenig Zeit nehmen, um ein wenig die Hauptlehren aus diesen 2 Tagen herauszudestillieren. Und beide Minister haben gestern in der Abschlussrunde darüber gesprochen, dass man trotz des geopolitischen Gegenwindes weiter zusammenarbeiten muss und dass es niemals so wichtig war wie heute, dass wir unsere Ziele sonst nicht erreichen werden, der Verdreifachung der Kapazität und der Halbierung der Emissionen. Das muss jetzt wirklich passieren. Und ich möchte jetzt gar nicht selber den Versuch unternehmen, hier ein Fazit zu ziehen. Alles, was ich tun möchte, ist, dass ich mich hier wirklich bei Ihnen allen bedanke für diese großartige Zusammenarbeit, dafür, dass Sie uns geholfen haben, noch besser zusammenzuarbeiten, resilienter zu werden, nachhaltiger zu werden und inklusiver zu werden. An dieser Stelle möchte ich nun an die Staatssekretärin übergeben, an den Staatssekretär Wenzel aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und er wird uns eine Zusammenfassung geben einiger der wichtigsten Botschaften dieses BETD. Vielen herzlichen Dank, Melinda. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich bei all Ihnen bedanken, die Sie nach Berlin gereist sind. Jetzt, am Anfang des Jahres, um den Berlin Energy Transition Dialogue tatsächlich durchzuführen. In einem komplexen, internationalen und auch innerdeutschen Kontext, in einer Übergangszeit, in der eine neue Bundesregierung gebildet wird, sind diese 2 Tage ein sehr wichtiger Teil unserer Anstrengungen zusammenzuarbeiten. Eine große globale Zusammenkunft der Befürworter der globalen Energiewende. Wir stehen zusammen, um diese Energiewende durchzuführen für unsere Gesellschaft und für die Erde. Sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenzen, Ländervertreterinnen und Vertreter und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank für all Ihre großartigen Beiträge, für Ihren Input, für den Austausch, für all das, was diesen Dialog ausgemacht hat. Melinda Crane, vielen Dank für Ihre exzellente Moderation, für Ihr Team, für Ihren Beitrag. Vielen Dank auch dem Auswärtigen Amt
dafür, dass Sie uns hier aufgenommen haben. Das ist wirklich ein großartiger Ort für den BETD. Und ich möchte mich natürlich ganz besonders bei den Organisatoren bedanken und Ihnen applaudieren. Das ist wirklich ein sehr hochkomplexes Event. Wer sehen möchte, wie komplex das ist, der sollte einmal einen Blick hier in die nächste Tür, hinter die nächste Tür werfen. Dann sieht man, wie viele Menschen erforderlich sind, um hier gut bestmöglich kommunizieren zu können. Ich hoffe, dass Sie alle neue Ideen mit im Gepäck haben, wenn Sie nach Hause reisen, dass Sie sich gestärkt fühlen und dass Sie neue Partner gefunden haben in der ganzen Welt. Vor 10 Jahren wurde der BETD entwickelt als ein allgemeiner globaler Dialog auf Augenhöhe. Die Idee war, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Perspektiven aufzuzeigen für die Zusammenarbeit auf internationaler und multilateraler Ebene. Und es ist noch weiter unsere Ambition, diesem Geiste treu zu bleiben. Nur indem wir einander besser verstehen können, indem wir besser zusammenarbeiten können, können wir auch die Energiewende schnell genug weiterführen. Den Übergang in eine saubere, bessere, bezahlbare Energiezukunft, die uns, unseren Gesellschaften und unseren Bürgerinnen und Bürgern dient. Wie dieser BETD noch einmal gezeigt hat, ist es so, dass wir nicht mehr über ein Ja oder Nein der Energiewende diskutieren müssen. Es gibt natürlich einige Menschen, die das bestreiten würden, aber ob sie das mögen oder nicht, ist die Energiewende eine globale Realität, die hier bleiben wird. Es ist dringend, den Klimawandel zu bekämpfen und es gibt noch stärkere wirtschaftliche Gründe für diese Wende und auch politische Kräfte können diese nicht mehr aufhalten. Die Frage ist jedoch, wie? Wie kann die Energiewende am besten umgesetzt und geformt werden? Darum ging es in den letzten 2 Tagen und ich bedanke mich bei allen, die gesprochen und teilgenommen haben und die den BETD wirklich zum Leben gebracht haben. Wir hatten viele Formate, Dialogformate auf diesem BETD. Wir hatten viele Beteiligte, die Strategien entwickelt und vorgestellt haben. Einige tatsächlich sehr lokal, andere international. Man sprach über Regionales, Lokales, über die Energiewende und ihren Nutzen für einzelne Gemeinschaften und wie Menschen tatsächlich die Energiewende nutzen können. Wir haben über internationale Zusammenarbeit gesprochen, über wichtige Hebel für die Mobilisierung von Investitionen in den Ländern, die bisher noch nicht ausreichend Investitionen in erneuerbare Energien haben. Und wir haben über wichtige Strategien gesprochen, zum Beispiel wie über die Verdreifachung der Kapazität bis 2030. Und natürlich ist es bei jeder Wende auch immer so, dass man Hürden überwinden muss. Und auch darüber haben wir gesprochen, über die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie zum Beispiel über die Zusammenarbeit an der internationalen Energiewende in einem Zeitalter der stärkeren wirtschaftlichen Wettbewerbsprobleme, dann eben auch die neuen Technologien. Wir haben über sichere und resiliente Zulieferketten gesprochen. Wir haben über Fachkräftemangel gesprochen, über die Vermeidung von Abhängigkeiten und darüber, wie man unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten kann, während wir dekarbonisieren. Wir sind an einem Zeitpunkt, wo die Vorteile und die Profitabilität der Energiewende bereits sehr gut demonstriert wurden und wir bleiben dran, das weiter zu kommunizieren und weiterzuführen. Ja, die Kommunikation ist eine unserer wesentlichen Aufgaben. Die vielen Vorteile zu kommunizieren. Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen für Ihre Beiträge zu diesem BETD. Das ist tatsächlich sehr, sehr wertvoll in unserem Beitrag. Wir möchten an einer sicheren und wohlhabenden Zukunft arbeiten. Ich habe jetzt die große Freude zu übergeben an meine liebe Freundin Jennifer Morgan. Vielen herzlichen Dank.
Thank you, Stefan. Stefan, ganz herzlichen Dank. Mensch, das ist schön, hier zu sein. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, Mission erfüllt. In den letzten 2 Tagen beim BETD hatten wir sehr intensive Gespräche mit den Entscheidungsträgern, mit Menschen aus der Praxis, offene Gespräche, viele neue Ideen, Chancen für eine bessere und umfangreichere Zusammenarbeit der Energiewende. Und ich glaube, in bewegten Zeiten, wie das aktuell der Fall ist, danke ich Ihnen allen, die von nah und fern hier zum BETD gereist sind. Ich glaube, dass der BETD ein wichtiger Motor für die grüne Transformation ist, sehr ergebnisorientiert, transformativ. Und wie Stefan Wenzel schon gesagt hat, vielen, vielen Dank an das ganze Team des BETD, die Partner, die Sponsoren, unsere Unterstützer. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Und ich weiß ja, diese Treffen und diese Konferenzen werden letztendlich Monate im Voraus geplant. Also vielen, vielen Dank an das Team und auch an Sie. Vielen Dank, wenn Sie zugeschaltet waren und hier vor Ort waren. Ja, es ist ein wichtiger, ein entscheidender Zeitpunkt, an dem wir uns befinden. Es ist ein Jahrzehnt, das darüber entscheiden wird, ob wir ein noch schlimmeres Klimakaos abwenden können, ob wir das 1,5 Grad Ziel im Auge behalten können. Aber es ist auch eine Zeit historischer Chancen, wie Ministerin Baerbock schon gesagt hat. Diese Transformation hin zu den Erneuerbaren, zu mehr Energieeffizienz ist in vollem Gange, ist unumkehrbar. Und das bedeutet, auch wirtschaftlich macht es Sinn, diesen Kurs beizubehalten. Ich glaube, dass hier der rechtliche Rahmen wichtig ist, aber gesellschaftliche Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit ist immer entscheidend. Wir müssen die Menschen ins Zentrum rücken, ob wir Teilhabe fördern, ob Menschen an Entscheidungen beteiligt werden, ob es um Gespräche über Fachkräfte geht oder wenn wir sicherstellen, dass Partnerschaften zwischen Deutschland und sich noch entwickelnden Ländern auf Augenhöhe stattfinden. Wir müssen die Lieferketten stärken, denn das sind die Partnerschaften, das sind die Netzwerke, die widerstandsfähig sind, widerstandsfähig versuchen, gegenüber diesen Wandel aufzuhalten. Und Wandel ist ja nie einfach. Es ist selten ein schmerzloser Wandel. Und wie Minister Habeck gestern schon gesagt hat, es ist ein Wandel, der auch bedeutet, dass wir in konfliktreichen Zeiten Lösungen finden. Und ich möchte Ihnen 3 Worte mit auf den Weg geben. Das erste ist Zusammenarbeit. Nehmen Sie sich die Zeit. Wir alle müssen uns die Zeit nehmen, zusammenzuarbeiten, um diese Hindernisse zu überwinden, die Partnerschaften aufzubauen, die Netzwerke zu etablieren, auch vor Ort, lokal und voneinander zu lernen. Das heißt, Zusammenarbeit ist wichtig. Zweitens, Kommunikation. Ich glaube, da haben wir noch Potenzial. Wir müssen die Geschichten hinter dem Klimawandel erzählen. Nicht zu technisch und das ganz in der Breite tun. Der Menschen vor Ort, die eben diese gerechte Energiewende eine Realität machen. Ob sie für ein Energieunternehmen arbeiten, in der Landwirtschaft, ob sie bei einer Bank arbeiten, die Energiewendeprojekte finanzieren. Es gibt tausende solche Beispiele, die inspirierend sind und die den Menschen auch zeigen, welche Emotionen dahinter stecken. Das heißt, das wäre mir ganz, ganz wichtig dieses Jahr, dass wir diese Erfahrungen, diese Geschichten verbreiten, teilen, erzählen auf den sozialen Medien, in den Zeitungen. Und drittens, Mut. Wir müssen mutig sein. Und wenn Sie schon mal beim BETD waren, dann wissen Sie, dass Tausende Menschen, Abertausende weltweit an der Energiewende arbeiten. Aber Sie wissen, dass die Finanzierung, politische Entscheidungen, Planungen, Fake News, dass all das manchmal überwältigend sein kann, diese Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen. Aber ich glaube, mit Mut können wir diese Hindernisse überwinden. Und wir haben gerade gestern Abend
ein Startup aus Nigeria einen einen Innovationspreis verliehen im Rahmen des Empfangs. Das ist ein großartiges Beispiel. Das heißt, mir macht das Mut, das zu sehen, dass wir diesen Wandel noch schneller vorantreiben können. Ich glaube, wir müssen das zusammen tun. Und ein Mensch, der diesen Weg beschreitet, der vorangeht und der jetzt noch einmal zu Wort kommen wird, der schon Führungskraft bewiesen hat, der auch im Zentrum dieser Anstrengungen bei der EU-Kommission steht, Danny Jørgensen, der EU-Kommissar für Energie und Wohnen, der auch jetzt noch einige Worte an uns richten wird. Es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Sie haben das Wort, Herr Kommissar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Jennifer. Ich wäre natürlich gerne auch bei euch in Berlin gewesen. Leider bin ich hier in Brüssel in meinem Büro. Leider natürlich, weil ich gerne bei euch gewesen wäre. Aber ich freue mich natürlich, hier an diesem Ort zu sein, denn wir treffen hier sehr, sehr wichtige Entscheidungen. Und ich bin stolz darauf, dass wir als Europäische Union hier mit Stärke vorangehen in schwierigen Zeiten. Es gibt Analystinnen und Analysten, die hier vorausgesagt haben, dass wir bei der grünen Transition oder Transformation nicht Kurs halten würden, angesichts der Dinge, die weltweit passieren. Aber wir haben das Gegenteil getan. Wir sind auf diesem Kurs geblieben. Wir haben das Ganze sogar noch beschleunigt. Wir haben vor kurzem erst den grünen Deal bei uns verabschiedet, einen Aktionsplan zudem noch dazu, den ich für die Kommission entworfen habe. Und in diesem Rahmen haben wir uns entschlossen, nicht nur Kurs zu halten, sondern noch Geschwindigkeit aufzunehmen, noch schneller zu arbeiten, die erneuerbaren Energien noch schneller auszurollen, noch effizienter zu werden. Wir wollen die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wir wollen die Strompreise besser gestalten. Wir wollen das Netzwerk in ganz Europa verbessern. Wir wollen eben auch eine Energieunion werden. Wir wollen die Gaspreise von den Strompreisen entkoppeln und dadurch eben auch die Elektrifizierung weniger preisintensiv machen und damit auch dafür sorgen, dass sich das wirtschaftlich lohnt. Und warum tun wir all das? Nun, weil der Klimawandel eine Realität ist. Es ist nichts, was vielleicht mal irgendwann in der Zukunft passiert. Es ist heute schon Realität. Es trifft uns in Europa, aber natürlich gibt es viele andere Länder, die noch verwundbarer sind, die noch stärker vom Klimawandel betroffen sind. Ich glaube, es ist unsere Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um das zu bekämpfen. Die Tatsache, dass die USA sich aus dem Paris-Abkommen verabschiedet haben, ist sehr bedauerlich. Für uns bedeutet das allerdings nur, dass wir eine noch größere Verantwortung haben. Wir müssen noch mehr tun, denn man kann mit Natur nicht einfach verhandeln. Man kann mit dem Klima nicht einfach verhandeln. Das heißt, wir müssen selber handeln, und zwar schnell. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass es zu viele Menschen weltweit gibt, die keinen Zugang zu bezahlbarer Energie haben. Einige haben gar keinen Zugang dazu. 600 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent haben keinen Zugang zu Energie und Strom. Das heißt, auch aus diesem Grund ist es absolut notwendig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir auf die Chancen blicken, die darin liegen, erneuerbare Energien auch und gerade in Entwicklungsländern vermehrt auszubauen. Wir können unsere Erfahrungen in Europa nutzen. Es gibt viele Länder hier, die die Energiewende durchlaufen. Und diese Erfahrung können wir nutzen, die Mitgliedstaaten, die Weltbank natürlich und andere internationale Organisationen, die eben diesen Wandel unterstützen können. Es gibt zahlreiche Länder
auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch darüber hinaus, die hier eine Führungsrolle einnehmen und diesen Prozess aktiv gestalten. Zudem möchte ich betonen, dass dies für uns auch eine Frage der Sicherheit ist. Es ist wirklich herzzerreißend zu sehen, dass wir in Europa seit dem Februar 2022 mehr Geld für Gas in Russland ausgegeben haben, als wir an Militärhilfe an die Ukraine geleistet haben. Wir haben mehr Geld ausgegeben, um Gas in Russland zu kaufen, Geld, das 2400 neuen F-35 Kampfjets entsprechen würde. Das heißt also, wenn wir in Europa Energie verbrauchen, Strom verbrauchen, dann finanzieren wir damit im Grunde auch die Kriegsmaschinerie in Russland. Das heißt, wir müssen noch schneller unabhängig werden von fossilen Brennstoffen. Das bedeutet auch, dass darin viele Chancen für Zusammenarbeit liegen. Für Zusammenarbeit mit Ländern, die reich an Solarenergie sind, an erneuerbaren Energien, die uns dabei helfen können, diese Nachfrage, diesen Bedarf an erneuerbaren Energien zu decken, zum Beispiel auch für den Transport auf dem Schiffsweg, in der Luftfahrt. Das ist viel Potenzial. Die Technologie gibt es, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist nicht Science Fiction, das ist alles erprobt. Nach wie vor sind viele dieser erneuerbaren Brennstoffe zu teuer. Das heißt, wir müssen die Preise senken, wir müssen Wachstum schaffen und das bringt vielen Ländern neue Chancen, die sie nutzen können. Die Europäische Union wird sich auch weiter für diese Transformation einsetzen. Wir werden in Europa Kurs halten. Wir befinden uns mittendrin in dieser Energiewende. Wir hatten ja ein Fit for 25 Paket, in dessen Rahmen wir eben unsere Emissionen weiter reduzieren wollen. Wir werden 57% Reduktion bis 2030 wahrscheinlich schaffen und wollen das Ganze bis 2040 um 90% reduzieren. Das betrifft aber natürlich nicht nur uns, das betrifft viele Länder weltweit. Ich möchte zum Abschluss noch einmal betonen, dass, wie Jennifer schon gesagt hat, es eine gerechte Transformation, eine gerechte Energiewende sein muss. Es gibt Länder, die sich hin zu den Erneuerbaren bewegen, weg von Kohlekraft. Das wird natürlich auch gerade in Zukunft wirtschaftlich sinnvoll sein. Es ist gut für die Umwelt, für die Luftreinheit. Aber natürlich ist es eine Herausforderung für die Menschen, die in der Kohleindustrie arbeiten. Es gibt Regionen, es gibt Menschen, die davon abhängig sind. Das ist also eine Herausforderung. Wir müssen den Menschen dabei helfen, diese Wende zu schaffen, ohne dass wir jemanden zurücklassen. Und das gilt auch für uns von der Europäischen Kommission, dass wir nicht immer nur darüber sprechen, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als verloren gehen. Das stimmt zwar meistens, aber es sind nicht zwangsläufig neue Jobs für die Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die wir bedenken müssen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir die Gesellschaft mitnehmen, dass wir Gesellschaft, die Wirtschaft, Sicherheit mitdenken. Das ist also ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den wir hier verfolgen müssen. Und es war mir eine große Freude, einige Worte an Sie richten zu können. Ich hoffe, Sie laden mich nächstes Jahr noch einmal ein und dann kann ich vielleicht auch persönlich bei Ihnen sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kommissar. Dan, vielen Dank, dass Sie uns noch einmal daran erinnert haben, dass Europa Kurs hält, dass Europa an Geschwindigkeit zulegt und dass wir natürlich nur so stark sind wie unsere Partner und dass gesellschaftliche Fragen hier auch im Zentrum stehen. Alles Gute für Sie. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass unsere Arbeit weitergeht, auch wenn wir jetzt am Ende des BETD angelangt sind. Und
Diese Arbeit geht weiter. Schon nächste Woche im Rahmen des Petersberger Klimadialoges, der auch hier stattfinden wird. Dann haben wir die COP30 in Belém, dann unter der Präsidentschaft Brasiliens. Wir müssen auch den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Ländern zeigen, dass wir das Pariser Abkommen auf eine Weise umsetzen, die sich auch für die Menschen vor Ort lohnt. Und es war wirklich ganz großartig, mit Staatssekretär Wenzel zusammenzuarbeiten. Da ist er hier drüben. Stefan, komm noch mal auf die Bühne. Wir haben zusammen am BETD gearbeitet, aber auch darüber hinaus. Es gibt viele Formate, in denen wir zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war mir eine Freude. Wir möchten jetzt zum Abschluss noch zwei Dinge tun. Einmal unsere Teams aus den beiden Ministerien. Könnt ihr mal aufstehen? Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz aufstehen, damit wir uns einfach auch noch mal bedanken können bei denjenigen, die das hier möglich gemacht haben. Vielen Dank. Ihr habt so viel Zeit investiert. Wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass das viel abverlangt hat in den letzten Wochen. Vielen Dank. Und es wäre natürlich auch ohne unsere Moderatorinnen heute nicht möglich gewesen, diesen BETD auszurichten. Wir mussten die Tagesordnung immer wieder mal umwerfen, weil im Parlament noch abgestimmt wurde. Melinda Crane, vielen, vielen Dank. Jennifer Porter und Haja Yakubi, ganz, ganz herzlichen Dank. Kommt doch zu uns auf die Bühne. Ja, wir haben euch gerade hier schon auf dem Monitor gesehen. Jetzt seid ihr auch bei uns. Vielen Dank. Oh, lovely. Wow. Beautiful spring color. Sehr schön. Frühlingshaft. Vielen Dank. Und damit, meine Damen und Herren, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Und bevor Sie aufspringen, möchte ich auch noch mal sagen, vielen, vielen Dank an unsere Gastgeber, dass sie diesen sehr wichtigen Dialog möglich gemacht haben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Gelegenheit zum Dialog. Ich hoffe, dass wir diesen Dialog fortsetzen, denn es ist wirklich entscheidend für unser aller Zukunft. Und ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Rednerinnen und Redner, alle, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Vielen Dank. Und Leila, ich weiß, dass du uns hören kannst. Das betrifft dich natürlich auch. Vielen Dank. Und da Jennifer uns noch einmal daran erinnert hat, dass wir die Menschen ins Zentrum rücken sollten, ist es jetzt meine große Ehre, im Namen unserer Gastgeber Sie zu einer Empowerment-Stunde einzuladen. Das heißt, Sie können noch ein bisschen hier bleiben, mit uns diese Energie der Teilhabe und der Vielfalt auszukosten im Lichthof. Das heißt, wir haben dort noch Zeit zum Netzwerken, darüber zu sprechen, was wir nächstes Jahr so vorhaben, um die Energiewende noch schneller und noch gerechter umzusetzen. Vielen Dank.